adapting to survive, and among them, highly trained soldiers with no country left to fight for. The U.S. and Russia are both being accused of fielding armed no-pats in an escalating fight over vital resources, all for the promise of peace of what's left. Moin, wer ist der? Na, Stümpfe? Stümpfe und Stumpfine. Wie geht's euch? Alles gut oder was? Hä? So, lädt ja den Chat hier. Moin, Sir, moin, Hoshi, moin, Zane, moin, Ramon. Da wird schon wieder weg, Alter. Man kennt ihn. Ja, Digga, er kommt gefühlt nur 5 Minuten und Kuss, dann wieder weg. Kuss. Wie geht's euch? So, noch was Musik und dann Jalla. Aha, ich höre schon irgendwas hier wegen, ich lese ja schon hier YouTube-Livestream. Aha, muss ich jetzt keine komischen Kautionen machen. Besser ist auch. Wie geht's euch, Freunde? Ist gut? Moin, Elias. Auf YouTube, der Einzige. Aber man kennt ihr, Digga. Will aber nicht rüberkommen, will nicht supporten, auf wird. Kuss. Alles gut oder was? Wie war eure Woche bis jetzt? Aha, Tommy auch mal da, ne? Wer ist das auch? Die Stimme kennst du ja. So ist das, ne? So. Mal kann was gucken, Freunde. Sir, du meinst irgendwas mit YouTube, ne? Oder so? Lass mal reingucken. Ein Praktikum ist stabil. Achso, bei Amwald, ne? Oder super. Ja, super. Moin, Zani. Mir geht das sehr gut. Hoffe dir auch. Ja. Bisschen ein paar bisschen Stress und so. Ne, aber alles gut. Ne?
Alles easy. Ist ja normal, weißt du? Das wäre ein Leben ohne Stress, was ich meine. Aber ja. So. Bin ich mal gespannt heute, Freunde. Gestern die, wie heißt das? Die State of Play war ja nicht so geil, ne? Du warst doch richtig zum Einschlafen, Alter. Kann er gar nicht geben. Holy shit, Digga. Einer der langweiligsten State of Play, die ich jemals gesehen habe. Ist ja gar nichts los gewesen, also. Digga, hätte ich mich auch schlafen legen können, also direkt. Hoshi! Ich bin jetzt mit Sir in einem deutschen Kinoraum im VR und wir haben einen Stream an. Es sind gerade 39 Leute, ist das geil? Ja, geil. Kennt euch. Meinst ja, ne? Du warst ja mit Dings, ne? Zusammen, ne? Aber ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wie das abläuft. Wobei, wahrscheinlich so ein Raum halt, ne? Wo man halt sich trifft oder so, ne? Irgendwie. Okay. Ja, geil. Ah, nice. Ja, gönnt euch, ne? Bin mal gespannt, wie das hier überhaupt ist. Ja. Ich kenne ja nur die State of Play, aber ich bin mal gespannt, wie die Connect ist. Hast du NCNs Lizenz? Brauchst mal keine Lizenz zählen. Mach nicht wieder auf, ich bin schlau und weil so, Digga, ich bin schon 4 Jahre hier dabei. Ja, ich meine sein, wo ich hier angefangen habe, da wusstest du noch nicht mal, YouTube existiert. Also ich meine. Digga, das ist NCS, das ist Non-Copyright. Also ich meine, brauchst keine Lizenz, deswegen auch der Name Non-Copyright Songs. Also. Aber ich bin so aufgeregt auf die Connect, die haben so geile Sachen. Ja, bin gespannt, ne? Mal gucken. Mal gucken! So. Ein bisschen was trinken. Ein bisschen Wasser im Mund. Besser ist auch. Genau, Freunde, was ich euch sagen wollte. Ich denke mal, wir müssen Sonntag den Halloween-Stream leider absagen. Weil ich muss ein bisschen achten und so, weißt du. Geld, mad, wie es ist, also bob, ne? Man muss ja irgendwo hier in Cent zweimal umdrehen. Vor allen Dingen auch wegen, es kann ja sein, dass ich immer noch eine Play kriege, wisst ihr, wie ich meine? Deswegen muss ich ein bisschen gucken. Das ärgert mich selber, weil ich hätte echt wieder Bock, also vor allen Dingen auch die Dark Pictures Serie weiter fortzusetzen. Aber ich muss halt ein bisschen gucken, wisst ihr, meine? Also ein bisschen belasten. Ja, aber ja, vielleicht werde ich das irgendwann mal wiederholen mit euch. So. Aber ich meine, gut, wenn Battlefield da ist, wird schwierig. Ich werde mal kurz einen Tag und dann kurz das Game durchzocken mit euch und dann war's das, ne? Aber ja, wir müssen erstmal gucken, dass wir das mal absagen, ne? Ich werde das auch den anderen sagen noch, die da auch noch Interesse hatten. Ja, aber ich muss halt gucken. So, wenn ich jetzt im November die Playsee kriege und so, wie ich meine Freunde, dann ist es ein bisschen schwierig, weißt du? Deswegen. Und ich kriege auch nichts gesponsert oder sonst irgendwas, weißt du? Ja, dann würde ich so viel machen mit euch, ich schwör's dir. Aber ja, muss man ein bisschen gucken halt, ne? Aber wie gesagt, ich werde das nochmal am Wochenende auch nochmal sagen, für die Leute, die auch nochmal Bock hatten drauf auch. Was für eine große Flasche. Kennst du den nicht? So eine Dings oder was? So eine Gallone, nennt man das, oder? Kann man so auch für Sport benutzen und so, ne? Benutze ich eigentlich auch für Sport. Jo. Und das ist eigentlich praktisch. Brauchst nicht 10.000 Mal in Dings zu rennen, weißt du? In die Küche. Ja. Verdienst da kein Geld? Ne, mit Stream nicht, ne? Du ja, aber mit Stream halt nicht, ne? Und ich muss halt gucken, ne? Ich bin ja nicht so, ne? Wie du. Bei Mama und Papa ist also normal, du bist ja jung, ne? Anders wird es ja auch nicht gehen. Aber weißt du, was ich meine? Ich muss gucken halt, ne? So. Und vor allem, wenn ich diese PS5 habe, dann muss ich sowieso, ja, so ein bisschen, ein paar Sachen saven hier und da, ne? Man muss halt ein bisschen gucken, weißt du? Ne? Würde ich das irgendwie, keine Ahnung, geschenkt kriegen oder so? Klar mache ich das mit euch, ne? Aber bis jetzt habe ich auch jedes gemacht, ne? Also jede Story haben auch so Let's Play, also was mich interessiert hat, aber nur. Aber manchmal muss man halt ein bisschen gucken, und vor allen Dingen, wenn ich wegen der PS5 habe, ne? Die sind mich ja komplett auseinander. Ja. Auch wenn die jetzt nur 400 kostet, aber die Hälfte des Geldes ist ja auf der Guthabenkarte halt, ne? Und das muss ich halt gucken. Ja, ein bisschen. Also der November wird sowieso ein bisschen hart. Da sag ich euch jetzt, wie es ist. Aber sonst, ja. Ist das so, ne? Also verständlich, wie Streaming ist eh noch für die meisten ein Minusgeschäft. Trotzdem jetzt aber Connect. Ja, solange du kein Partner bist, sowieso auf Twitch. Ja,
Also ich meine, das ist sowieso, ne? Klar. Ne? Das ist natürlich auch ein Wunsch von vielen Gamern, ne? Und so. Aber, ja. Genau, aber gehen wir mal kurz zur Connect. Ich mal ganz was gucken. Einmal kurz mal schauen. Gehen wir ganz kurz, Freunde, auf Dings. Ja, perfekt, Digga. Opera, Digga, was ist das für ein Intro von Opera? Was ist das denn? Aber hoffentlich geht's euch gut, Freunde. Und habt Bock. Morgen machen wir dann wieder normal das Programm, ne? Ja, morgen machen wir dann wieder ein normales Programm, aber heute ein bisschen chilly, ne? Chili Vanille. Hier der Link von der Connect. Hast du mir geschickt, auch Hoshi, oder wie? Ja. Aber Dings meinte ja auch YouTube, ne? Sir, wo ist denn das? Also ich einmal Connect angeben, oder was? Oder haben die Connect auch einen Livestream? Ich will mal einfach nur so gucken. Also auf YouTube. Oder einen Kanal, gesagt. Ah, hier. Facebook Connect 2021 live. We're getting the Oculus Quest Pro. Das ist das hier, ne? Ah, ich weiß jetzt nicht, ist das jemand? Ich glaube aber, das ist nicht der offizielle Channel, ne? Oder? Bin ich doof. Mal kurz, ja. Erstmal hier alles mal ordentlich machen. Also, sag mal, so. Dann kommen wir mal. Was ist das hier, ne? Oder was? Ist es denn überhaupt der offizielle Channel? Ist es das hier? Bam! Direkt gefunden. Ich gehe jetzt kurz essen. Etwas komme aber gleich wieder. Guten Hunger. Yes. Guten Hunger. Ist das nicht? Ja, ich wollte kurz gucken, Hoshi, weißt du? Weil kann ja sein, dass das, weil ich cool sein will und direkt das finden will. Alleine. Was ich meine? Aber ist das nicht? Das ist das doch. Hä? Redest du denn so? Ist das ernsthaft nicht? Ich schick dir was auf Discord? Ja, schick mal. Mann, ey, will aber cool sein. So, warte mal. Gucken wir mal, was er mir auf Discord schickt. Seine Nudes. So, okay. Na, schauen wir mal. Das ja. Okay, gehen wir rauf. Ach, Facebook ist das? Ich dachte, ich muss kein Facebook-Dings haben. Ich habe ja einen Account, aber ist es auf Facebook? Streamen wir das oder was? Aber du meinst doch auf YouTube auch, oder nicht? Du meinst doch auf YouTube auch, oder nicht? Oder wie doof? Ich habe einen Facebook-Account, ne? Also wer hatte damals keinen Facebook-Account? Also Facebook-Account, aber, hä? Und dann muss ich ja dann hier klicken, oder was? Introducing the bla bla bla. Ist es dann das hier, oder wie? Oder streamen die dann direkt hier? Facebook Reality Labs. Gesto, moinsen, willkommen im Stream, ne? Muss auch essen. Wollte fragen, ob du eigentlich immer noch in dem Malerbetrieb arbeitest. Ja, tue ich, Tommy, leider Gottes. Ja, tue ich. Ja, guten Hunger, ne, Tommy, ja. Aber ich will gucken, dass ich das nicht lange mache, weißt du? Ja, meinen Körper kaputt machen für nichts. Was heißt für nichts? Also, ne, das ist schon irgendwo, das Geld ist schon fast, aber ja. Es bringt ja Geld bringt ja nichts, wenn du später 60, 70 bist. Und dein Rücken krumm as fuck ist, weißt du? Ne? Und deine Gesundheit komplett am Arsch ist, ne? Weil du irgendwelche Lackstoffe, die dir da jedes Mal geben musst, weißt du? Oder Staubpartikel oder sonst irgendwas, ein Scheiß, ne? Das bringt gar nichts. Dann bringt ja auch das Geld auch gar nichts, weißt du? Und deswegen zu gucken, dass irgendwo was anderes was passt und so, weißt du? So, links kann man auf Live drücken. Wie links auf Live? Ach, hier! Und dann hier streamen wir das, oder was? Das ist doch dasselbe, Alter. Du willst mich doch flachsen, Alter. Digga, ist doch dasselbe. Facebook Connect Livestream, das ist doch dasselbe. Hä? Das ist null Sinn. Oder gibt es hier irgendwie eine Vorgeschichte? Oder wie dann das steht? Modi. Bis gleich, Tommy, Mami. Guck wieder auf Discord. Hast du wieder einen Nude geschickt? Ja, hast du mir schon erklärt, alles klar. Scheiße. So, mal hier. Warum ist das dunkel auf einmal? So, zack. Nicht doof, oder?
Mal ganz was gucken, Freunde. Ah, perfekt, Digga. Digga, warum ist mein Bild weg? Digga, warum ist einfach mein Battlefield-Bild weg? Ist das mich verarscht, oder was? Was ist denn hier passiert jetzt? Ah, Windows, ich schwör's, ey. Ich bringe dich noch, ey. Oh, Junge. Warte ganz kurz, Freunde. Kann sein. Ja. Dass irgendwas hier schon wieder weggegangen ist, auf dumm, Alter. Bestimmt wegen Facebook, Alter. Bringt nur Unglück, diese Drecksplattform. So, ganz kurz. Das heißt Update nicht. Wo ist mein Battlefield-Bild, Mann? Junge, das ist extra schön babam, weißt du? Das ist einfach mein Battlefield. Digga, hab ich noch nie erlebt, dass einfach so meine Sachen weggehen, Alter. Puh. Oh Gott, Freunde, ich muss kurz was machen. Mir geht's gut, Cody, wie geht's dir? Oh mein Gott, ich muss ganz kurz nochmal auf Twitter gehen. Oh, Junge, Alter. Bestimmt wegen Facebook, ey. Bist du da richtig? Ja, ja, hab ich gerade gesehen. Aber warum, das ist doch hier dasselbe, oder nicht? Oder kann das noch einer mal ganz für dich erklären? Warum das auf Facebook richtig ist und das auf YouTube nicht richtig? Obwohl es ja sagt, auf YouTube ist es auch. Ja, das ist ein YouTuber, der eine Reaktion, achso. Der streamt das genau wie du es restreamst und hat den Facebook. Ja, aber es ist doch ein anderer. Ich weiß, hier ist doch ein YouTuber, aber guck mal. Warte ganz kurz. Das ist doch ein anderer Livestream, oder? Ah ne, Virtual Reality Oasis. Ne, ist auch ein YouTuber. Okay, achso, alles klar. Okay, aber die haben die keinen Dings oder was? Haben die keinen offiziellen Channel auf YouTube oder wie? Müssen die doch auch haben, oder? Dann können wir noch auf YouTube gucken, oder nicht? Mal kurz. Mal ganz kurz mein Bild nochmal holen. Mann, ich schwör's dir, ich schwör's dir. Alles deine Schuld, ich sag's dir. Digga, geht einfach mein Battlefield-Bild weg, Alter. Willst du mich verarschen, oder was? Waren Facebook die Diebe, nehmen alles, was man nicht herkriegen. Ja, ist ja von Facebook, ne? Quasi, also das ganze Connect-Gedöns, ne? Hoshi ist ja von Facebook, ne? Also ist ja, der CEO ist ja auch da, ne? Irgendwie. Mark Zuckerberg. Zockst du MC? Nee. Steht das irgendwie im Titel? Gaston, oder? Schau mal im Titel, was steht da? Ja, ganz kurz Freunde gucken. Ich muss mal mein Bildschirm machen. Digga, komplett auf schwarz. Also, hä? Das hat gar keinen Sinn, Digga. Ja, noch kurz. So, Twitter. Mal kurz hier mein Bild nochmal hinzufügen. Das geht aber gar nicht. Na, Guti? Ist gut oder was? Läuft alles? Schule, zu Hause, privat, alles gut? Stoning Gaming, danke dir für eine Follow. Kuss. Schön, dass du dabei bist. Alles gut bei dir? So, danke. Just Tracks, ne? Genau. Ganz kurz mal mein Dings wieder ordentlich hier machen, Freunde. Warum das hier einmal weggegangen ist. Geht ja wohl gar nicht, ja? Muss ja schön in dem Battlefield Hype-Train bleiben. So. Check out the art. Ja, muss ich nochmal kurz auf die Linksseite. Oculus und Facebook haben einen, sind aber bis jetzt noch nicht live. Wir werden sehen, ob die auch streamen. Denke aber schon. Stimmt. Ist ja alles connected, ne? Stimmt. Würde mich wundern, wenn die eine Partei streamt und die eine nicht halt, ne? Ist ja alles connected, weißt du? Aber so mit Facebook und so. Ab und zu bin ich auch noch auf Facebook, aber richtig selten. Ja, also richtig selten. So. Weil irgendwie, keine Ahnung, ich kann meinen Dings nicht löschen, weißt du? Eigentlich will ich meinen Account auf Facebook auch löschen, Alter. Ja, so viele scheiß Probleme gekriegt damals. Auch unnötige Probleme. Deswegen, ja, will ich eigentlich löschen, aber ich kann es nicht löschen, weil quasi das Passwort quasi damals auch ein anderes war, weißt du? So. Und einmal habe ich sogar das Passwort richtig gemacht, aber dann wurde das auf eine alte E-Mail geschickt, weißt du? Die ich halt, wo ich auch nicht mehr rein kann. Ganz merkwürdig alles. Also ich habe auch alles vergessen. Weil ja gar nicht damit mehr zu tun habe, weißt du? So, von daher, ja.
Am liebsten, aller Schwester, scheiß Facebook, Alter. Eigentlich müsste ich anschreiben und direkt, bitte, meine Dings. Die haben sowieso schon meine Sachen verkauft, ne? Wie jeder, der sich da anmeldet, ne? So quasi, seine Daten. Aber ich will da eigentlich nicht mehr sein, ehrlich gesagt. Da ist mir gar nichts, ich bin auch kaum da. Wo ist das denn halt, ne? Ein paar Leute kenne ich ja noch, ja, aber die sind eh nicht so da. In den meisten Fällen ist es eh Instagram halt, ne? So. Wenn überhaupt, ne? So, ich geh mal kurz hier rauf. Mann, ich muss erstmal das Bild wieder finden, ey. Ich fick mein Leben, ey. Oh, ich hasse sowas. Den Teasern zufolge gibt es eine neue Quest und die wird dann eine AR- und VR-Mischung. Wie heißt das nochmal? Augmented Reality oder irgendwie so, ne? Augmented Reality, irgendwie so. Keine Ahnung, der Zungenbrecher. Augmented Reality, ne? Genau, das gab's auch damals bei hier Pokémon Go, oder gibt's immer noch? Ja gesagt, ne? Das ist ja, damit arbeitet ja Pokémon Go, ne? Mittlerweile glaube ich auch hier Harry Potter. Genau. Okay. Eine Mischung daraus. Ja, ich bin gespannt, was sie meinen hier mit diesen, wir haben was entdeckt im Weltall, weißt du? Digga, hab ja letztes Mal gesagt, ne? Die driften ja komplett ab. Was für Weltall, Digga, kommt auf Facebook um die Ecke und sagt, was ist Weltall, weißt du? Da bin ich sehr gespannt, was die genau damit meinen. So, Mann, ey, wo ist denn das Bild? Ich dreh durch gleich, Alter. Oder warte mal. Das war doch Just Frags, wo das Bild damals war. Ich hätte es auch speichern sollen, Digga, ich hab's auch außerdem gelöscht. Oh, Digga. Aber hätte ja gar nicht, keine Ahnung, Digga, ich hasse sowas, ey. Locker Facebook, schuld, ey. War da ganz kurz rein, ich muss kurz gucken. So, wo ist das? Aber ihr könnt euch schon gemütlich machen, ne? Oder habt ihr schon wahrscheinlich schon gemacht, ne? Holt euch was zu snacken, trinken, bam, bam, bam. Lehnt euch zurück. Und eine halbe Stunde geht's los, ne? Und dann bis 23, nee, bis 0 Uhr mache ich dann, ne? Bin gespannt, weil ab 19 Uhr sagt er ja hier, dass das ja interessant wird. Für mich persönlich. Und bin gespannt. Schauen wir mal, ob sich das gelohnt hat. Aber ja. Mit euch jetzt chillen ist sowieso auch gut. Hey Digga, ich finde das wird einfach nicht mehr. Das ist unfassbar, da. Ja, Schwerste. Tja, du bist schuld, sag dir, was ist. Ah, du bist schuld, weißt du? Du brauchst gar nicht diskutieren, du bist schuld. Du brauchst gar nicht diskutieren, Digga. Augmented Reality, ja genau. Das wird krass heute Abend, richtig krass. Dann gucken wir mal. Lösche deinen Account nicht vor dem Event. Nee, mach ich nicht. Nee. Allgemein, ich will es die ganze Zeit löschen, weißt du, aber kann ich ja nicht, weißt du? Weil das auch meine alte E-Mail, also diese Verifizierungscode, wo du da raufdrücken musst in der E-Mail, damit du es bestätigst, dass du deinen Account löschen willst, kann ich ja nicht, weil ich habe mein Passwort vergessen, weißt du, von der alten E-Mail, ganz alten E-Mail, weißt du? Dann kann ich das gar nicht löschen. Ja. Dann kann ich das gar nicht löschen, Diggi. Leider Gottes. Aber ich hätte es auch nicht gelöscht. Also nicht vor dem Dings. Revolution, ne? Ja, macht ja keinen Sinn. So. Ey, ich schwör's dir. Warte mal ganz kurz. Wo ist mein Bild? Warte mal, wer hat das nochmal gepostet? Auch gehabt? Ich glaube, Battlefield Bulletin. Ich weiß es gar nicht. Heute kam auch wieder ein neuer Trailer von Battlefield, ne? Neues Gameplay. Bam, bam. Direkt wieder einen Steller gekriegt. Was? Ja, kurz. Da ist es doch mal an. So, einmal nochmal Bild unter Bild speichern unter. Zack. So. Yeah. Elias! Na, gut, hat das gut gemundet, das Essen?
Hat es gut gemundet. So. Mal kurz. Sehr gut. Spielst du MC eigentlich? Java oder Bedrock? Bedrock. Java. Gut, Java. Da haben wir ja seit ein paar Wochen angefangen halt, ne? Also für mich nur persönlich Überbrückung bis Battlefield da ist halt, ne? Aber da haben wir so ein bisschen, schon so ein bisschen, paar Sachen gebaut und so, ne? Auf dem Server. Java ist ja auch, du bist ja selber besser, ne? Ich würde niemals mehr Minecraft auf dem Dings zocken, Digga. Imagine, du zockst Minecraft auf Konsole, aber Digga. Damals dachte ich, ich habe so gelacht drüber, ne? Ja, okay, das kann auch auf Konsole fast so funktionieren, das Game, aber nee. Die haben einfach hingeschissen, dreckiges Microsoft. Und dann hier, ne? Gönnt euch. Na, ich mein. So. Besser ist auch, ja. Bamala! So. Oh, nice. Oh, nice, Cody. Oh, nice. Heute benutzt mal ein bisschen meine Better Twitch TV Emotes, alle. Ne, habe ich extra für euch gemacht, ne? Also wenn ihr kein Better BTTV habt, so, ne? Ladet euch gerne runter, bam, bam, und dann benutzt ihr gerne meine Emotes. Was ich meine? Sonst mache ich die alle wieder weg. Gefühlt, gewissen ist nur so Handvoll, wie Juli und so. Aber ich will meine Emotes auch ein bisschen sehen, ne? Solange ich jetzt hier dieses Dings nicht anmache. Was ist das? Subs und so. Oh, also, habe ich extra für euch gemacht. Ah, perfekt. E-Mail geleakt, Bus. Da ist drauf. Genau, hier ist das dann, ne? Aber warte mal ganz kurz. Ah, ja, okay. Also, gut, ja, kurz. So. Ja, okay. Oh, warten wir mal. Lange ist es auch noch nicht, können wir noch ein bisschen reden, ne? Was du nur woher, Gold, ja? Stress. Ah, Goldi geht so gut, oder was? Viet Hardo, ja, du bist Viet Hardo, Cody. Du bist Viet Hardo, ey. Ich schwör's dir, Freund, ich bin so bald so glücklich, ne? Ich werde nicht mehr leiden, was Zocken betrifft, ey. Ich werde einfach in mein Battlefield reingehen, das ist nonstop. Ich sag so, wie es ist. Solange nicht irgendwo was anderes Blockbuster-mäßig kommt, Digga, bin ich sowieso nur Battlefield. Ich bin auch froh, ehrlich, dass Battlefield da ist, ehrlich. Ich weiß, wenn Battlefield nicht da wäre, Freunde, ne? Manchmal habe ich das schon gesagt, ich würde nicht mehr zocken oder streamen oder sonst irgendwas. Oder streamen vielleicht schon, ja doch. Aber dann werden wir uns jedes Mal wieder Videos angucken. Ich sag's euch, wie es ist. Ne? Weil ich sehe keine irgendwo, wo du richtig geil reinkriegen kannst wieder, weißt du? Wie damals. Ja, ich meine, ne? Nichts, Alter, weißt du? Ne? Und, Digga, ein Glück, ehrlich. Ein Glück, ey. Halt das Leiden bei mir bald am Ende. Muss ich mal gucken, dass ich vielleicht noch mal ein paar Leute, wobei Juli, Tim hat das ja auch. Aber ja, so ein Full Squad zu haben, ne, ist auch geil. Aber ich denke mal, da finden sich Leute auch, wo wir mitzocken können, also wo es passt, wo die auch zocken können, alle mitzocken können. Das kommt schon von ganz automatisch. Deine Nachricht, Hoshi? Wenn dann kurz was zu essen. Trinken wir, das geht dann schnell. Kleinen Jungs und mir was zu essen. Ja, mach das. Achso, du hast es zu Sir gesagt. Ja, wo ist denn deine Nachricht? Deine Nachricht, Hoshi. Ich sehe sowieso meine Emotes nicht, kurz am Restream-Chat. Finde ich cool, dass ich meine Emotes nicht sehe. Restream-Chat, hallo, das ist ein kurzen Update. Wie war es damit? Ja, perfekt. Ich hole mir das, aber nach der Connect bin ich zu gehypt, ist okay. Hast du kein Wallpaper Engine? Nee, habe ich nicht, JMax. Könnte ich auch machen, aber das passt schon, ne? Ich mag diese auf animierten Hintergründe nicht, ehrlich gesagt. Finde ich nicht so. Ich habe auch, glaube ich, manchmal das Gefühl, das zieht so ein bisschen auf Leistung, weißt du? Keine Ahnung, ich habe gute Specs, so ist nicht, aber trotzdem, weißt du? Specs, Leistung sparen, wo es geht. Also ich meine. Interessante E-Mail hast du eh nicht geklippt, Girl. Wenn du es geklippt hast, Bann für ein Jahr! Jalla!
Ab wie vielen Jahren ist Battlefield 2042 freigegeben, falls du das weißt? Ab 18. Ab 18. Ja. Ist ja auch. Wobei du kein Blut siehst und so, hier und da, aber ja, ist halt wie Call of Duty halt, ne? Ist halt auch ab 18, ne? Ich glaube mal war so ein Call of Duty sogar auf ab 16, wenn mir nicht, also ich weiß aber nicht welches das mal war. Aber in den meisten Fällen ist es eigentlich alles ab 18. Also Battlefield ist definitiv ab 18. Ja, ne? Sehr schnell pissen und mir einen Snack, bis gleich. Ja, perfekt, rede ich, ne? Achso, ich wollte das auch sagen, alles gut. Alles gut aussieht. Alles gut. Aber kommen wir dann auch gleich wieder. Alles klar, Hoshi, bis gleich. Also ich könnte erst quippen, bin noch drauf. Ja, könntest du. Weil ich könnte dich aber auch bannen, wie das Name ist. Der gewinnt am Ende. Komm, hallo. So. Hast du was von Juli gehört, Goldi? Wann kommt der Pupsi-Mupsi mal wieder um die Ecke? Und ich werde mal fragen, ich frage ihn mal ganz kurz. Den kann ich einfach mal fragen wegen, aber ich Battlefield schon geholt habe. Aber ebenfalls bezweifle ich sowieso, dass er geil sein wird, gut aussehen, ständig. Ne? Aber ich kann ihn mal fragen. Können wir mal was schreiben, Freunde? Mit dir schon mehr dort. Emma Stings, meinen Sie? Willkommen im Stream. Aber denk an deine in VR, Grüße gehen raus. Was für andere Zuschauer sehe ich nicht im Chat, solange sie hier nicht im Chat sind. Gell, den nicht, Kaffee? Ja, keine Ahnung. Hauptsache die Dings sind da, ne? Die übrigen Verdächtigen und dann passt das. Ne? Was kommt, was nicht kommt, kommt halt nicht. Ja, da muss ich dann auch gucken, ne? Aber, ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wie gesagt, langsam baut sich ja so ein bisschen schon was auf TikTok, ne? Ich hoffe mal, bis nächstes Jahr irgendwann wird es so sein, dass sie es erlauben, dass man das streamen darf. So. Ja, und bis nächstes Jahr hoffe ich auch, dass ich die 1K da geknackt habe, dass ich auch streamen darf. Das geht das ja nicht. Und wenn ich das darf, Freunde, dann geht's echt jalla ab. Was ich meine? Nach 4 Jahren auch mal geil sein. Ja. Ne? Aber es ärgert mich, dass wir das Horrorspiel nicht zocken können. Das ärgert mich richtig. Ärgert mich. Ich habe bis jetzt 2 Horror-Streams gemacht, wo ich das damals gesagt habe, dass wir Horror auch machen, immer, ne? Ah, Digga, fuck das aber. Ja, die PS5 halt, ne? Ich muss halt aufpassen. Und wenn die mich anrufen und dann da, Digga, und ich hab kaum Geld, perfekt. Wenn die jetzt einfach die PS5 an jemand anderes vergeben, Digga, da kann ich wieder gefühlt ein Jahr warten, Alter. Nee, aber, weißt du, November muss ich jetzt gleich aufpassen, ey. Auch auf mein Handy achten und so. Immer schön auf laut. Okay, gerade auch bei Google nachgeschaut und da stand ab 16. Ab 16? Es kann sein, dass es ab 16 ist, aber ich weiß eigentlich immer, dass es ab 18 ist. Digga, ich weiß noch, als ich früher mit dir FM gespielt habe. Wer warst du denn nochmal? Sings? Hieß du denn Sings? Ich weiß es nicht mehr. Und immer ins Mic gestellt. Okay. Hieß du Sings? Warte mal, Sings? Ich weiß nicht. Sings? Ja, einige waren ja da, ne? Bei FN. Das war ja die Zeit, da wo auf Kampf, ne? Sings? Aber sagen wir mal, Sings. Hattest du so ein grünes Profilbild? So, mit so einer Figur irgendwie drauf? So ein grünes Profilbild irgendwie, ne? Ich glaube, Sings doch. Ach, warte mal. Doch, du hattest noch ein grünes Profilbild, ne? Ja, bei FN auch. Ja, ich weiß, wer du bist. Da wo auch, ich glaube, du bist in der Zeit, glaube ich, gekommen, wo, wie hieß der nochmal? Wie hieß der?
Nicht Yannick, nicht dieser eine Yannick, sondern, oh, wie ist er denn, Mann? Charger, genau, wo Charger gekommen ist, glaube ich, ja. In der Zeit, wo Charger auch so, ja. Ah, Sings, lebst du noch, oder was? Ha? Wo bist du, Mann? Komm gefälligst rüber auf Twitch. Aber juckt dumm. Aber hast du auch gar nicht mitgekriegt, ne? Wahrscheinlich auch, wie viel beschäftigt warst und so, ne? Ah, freu mich, Digi. Freu mich. Fiction, guten Abend! Moin. Na, mir geht's gut, wie geht's dir? Mir geht's gut, Digi. Schön, dich zu sehen. Grüne Profilbilder, ja. Kannst auch gerne auf Tisch rüberkommen, ne? Sings, so. Die anderen sind auch hier, ne? YouTube ist nur für die Leute, die, wo ich promote und so, weißt du? Die noch mit rüberkommen wollen und hier und da, ne? Oder auf YouTube Dings. Nichts gegen Elias, Kuss. Aber, Leute. Ne? Weil das mit YouTube und so, die Zeit mit YouTube ist Dings, ne? Schon lang vorbei. Weil ich meine, das bringt nichts. Na. Wobei ich auch öfters gesehen habe auf YouTube irgendwie, also ich krieg zum Beispiel so, wenn ich jetzt irgendwie den Dog gucke, ne, auf YouTube, so, dass irgendwie YouTube jetzt mittlerweile jetzt wieder wie damals das macht, ne? Für Leute über E-Mail und so benachrichtigt auch, ne? Ist es bei dir auch so? Also Elias, ist es bei euch eigentlich auch so, dass ihr auf eine E-Mail eine Nachricht kriegt? Gefühlt dasselbe Dings wie damals, ne? Warum lasst ihr das auch nicht so, weißt du? Digga, YouTube ist schon ein Müllhaufen, Alter. Ja, ich meine, klar, ich habe YouTube viel zu verdanken, so ist es nicht, aber also statt kontinuierlich geil zu sein, weißt du, was ich meine? Nein, scheißen rein. Mann, doch. Digga, wurde 17 letzte Woche. Oh, gute Besserung nachträglich, Diggi. Nice. 17, Alter. Digga, ich kannte dich noch, wo du Dings warst, ne? 15 oder so, ne? Ein Dings, kleiner Pupsi bist, ne? War's. Jetzt bist du immer noch ein kleiner Pupsi, aber ja, Zeit geht schnell, ne? Zeit geht schnell. Danke dir für den Follow, ne? Think. Da geht dann mal wieder ein bisschen Uso zocken. Ich komme gleich wieder. Alles klar, Jerix. Sing. 17 Jahre, bald 18. Ha? Was machst du an deinem 18. Geburtstag? Weißt du schon was? Weißt du schon oder weißt du noch nicht? So, Freunde. Ich bin mal gespannt, ob ich das sehe, aber so oder so lohnt sich das. Mit euch das schön ist immer geil. Aber ich will mal gucken, ob dieses Event auch, ne? Weil gestern ist State of Play, also Junge, ich bin eingeschlafen wie sonst was. Das einzige interessante Spiel, glaube ich, war, lass mich nicht lügen, dieses komische I Love Mario Kart, da irgendwie Free-to-Play Mario Kart, das gibt's aber glaube ich schon auf Handy. Irgendwie hab ich davon noch nie was gesehen. Irgendwie Night Kart Rider oder so das heißt, ne? Ja. Irgendwie Kart Rider oder so. Aber sonst, Digga, das ist absolut zum Einschlafen. Das war glaube ich die langweiligste State of Play, die ich jemals gesehen habe, glaube ich sogar. Wenn ich alles Zeit. Da 14, als ich angefangen habe. Ja, genau, 14, ne? Ja. Digga, wie schnell die Zeit vergeht, ne? Du warst ab und zu mal wieder da so, aber nicht so viel halt, ne? Ja. Einfach Dings. Einfach mal 3 Jahre. Freue mich, Sings, dass du wieder hergefunden hast. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du öfter da bist, ne? Aber je nachdem, wie du Zeit hast, ne? Alk! Sag mal, Sings! Alter, es gibt so viele geile Sachen, die du machen kannst, weißt du? Ne? Das erste, was dir einfällt, ist Alk. 0 auf 15. Immer dasselbe. Alk. Weißt du? Bringt doch gar nichts. Ne? Du bist doch gut aussehen. Was ich meine? Ne? Mach Sport, Bab. Was ich meine? Ne? Alk bringt gar nichts. Klar, du kannst mal was trinken, ne? Ich sage, ich will dich ja nicht, ne? Ich bin nicht dein Vater oder Mutter, ne? Möchte ich auch gar nicht. Aber, weißt du, ich meine? Ne? Und pass auf dich auf. Mit Alkohol hier und da, ne? Ich weiß auch, wie die Jugend in eurer Generation mittlerweile ist, ne? Die scheiß auf alles. Alk hier halt da, ne? Bam. Und dann wundern sich, dass sie dann im Krankenhaus landen, weißt du? Aber, ja, pass auf dich auf. Ja, mach mal lieber auch vernünftige Sachen, weißt du? Ja. Mach was! Ja, so ein bisschen Sport, so, ne? Oder halt mit Leuten, so korrekten Leuten abhängen, ne? Die auch
da sind in schwierigen Zeiten bei dir und so, weißt du? Die dich nicht nur als Freunde schimpfen und sind dann am Ende da nicht, weißt du? Ja, aber mach so, weißt du? Mach ordentliche Sachen, weißt du? Kann ich dir noch einen Tipp geben, ne? Musst du nicht befolgen, aber... Ja, ne? Ja, wärst mein Sohn, Digga, niemals. Also, würde ich dich einmal mit so einer Flasche sehen oder irgendwas, ne? Dann würde ich dich so einsperren, sag ich dir. Ich würde dich so einsperren, ne? Erstmal ein halbes Jahr Hausarrest, so, bis du dann checkst, dass, ist nicht. Ja. Du hast Ich hab ganz schon viel gesucht, drauf, schlimme dass du Erfahrungen. aber nicht mehr brauchst. Ja, Genauso so, Leute deswegen, wie dich ne? braucht die Kannst Welt. trinken, so ist nicht, ne? Umwelt. So, Wie auch wenn immer. du meinst, Wir brauchst brauchen das, nie zuvor. so Jetzt mach, nachhaltig weißt kaufen du? und Ne, ich verbiete das so verkaufen nicht. auf So, was soll ich auch machen? Also ich meine, jeder ist für sich selbst verantwortlich im Endeffekt, weißt du? Für mich, für Aber, jetzt ja, Personalkaufrabatt bei so Harley mit Alkohol und so habe ich auch richtig viele sparen. schlimme Erfahrungen. Jetzt 20% auf natürlich alle nicht ich, sondern halt Handtücher, Freundeskreis und so, Bettwäsche, weißt du? Kissen, Decken und vieles Ja, mehr. Nur für kurze Alkohol ist Zeit. der Woanders Teufel, kaufen lohnt sagst du sich das. nicht. Das Mehr sage ich nicht auf nur so, weil harley.de. es ist so. Viele scheiß Sachen passieren und so und manche unterschätzen das auch, weißt du? Die unterschätzen auch ihren Körper. Dass er das überhaupt aushalten kann und so, weißt du? Und da sollte man nicht rumspaßen. Aber meinetwegen, trink mal sowas, wenn du magst. Hier und da, bam bam. Wenn du es brauchst. Aber wie gesagt, musst du aufpassen, ne? Jungblut, Mäusen, willkommen im Stream. Ne, mein Süßen. So, 10 Minuten haben wir noch. Und dann jalla da rein. So. Was sagst du dir? Ah, perfekt. Ich denke, ich werde niemals Alkohol trinken. Ja, so, ich habe das jetzt auch nicht, ne? So, nicht mal irgendwie auf Krampf, weißt du? Hab ich auch nicht. Kein Alkohol, keine Drogen, kein dummes Rauchen, weißt du? Ne? Deswegen ist auch meine Haut so, wie sie ist, weißt du? Ja, ne? Deswegen wundern sich die Leute auch, dass ich mit 30 Jahren noch aussehe, wie als wäre ich, Alter, keine Ahnung, weißt du? 24, 23, ne? Oder manche schätzen sogar 20 ein oder so, weißt du? Ja, das ist halt das Resultat halt, ne? So, machst du das natürlich in gewissen Maßen, okay, ne? Aber trotz alledem wirst du trotzdem, wenn du älter bist, ein bisschen mehr beschissener aussehen, so, ne? Ist halt so, ne? Weil das ist halt der Nacheffekt. Aber ne? Wenn du halt nichts machst und so, hältst du dich halt noch gut, ne? Ist halt so, ne? Ja, Fakt. Ne? Ist halt, ja. Am Ende merkst du, dass das falsch ist, weißt du? Aber dann ist es halt zu spät, was ich meine. Das habe ich auch gesagt, dass du niemals Alkohol trinken wirst. Ja, du sagst doch, du wirst trinken, aber nicht. Hä? Du sagst doch, du wirst trinken. Aber zu gucken, ne? Auch dein Freundeskreis und so, ne? Ich weiß ja nicht, was du mit welchen Leuten du abhängst. Aber ja, diese Generation ist sowieso, ne? Schwierig. Manchmal weiß ich nicht, Digga, ob ich Kinder haben soll oder nicht. Ja, ich will eigentlich Kinder, aber manchmal denke ich mir, weiß nicht, ja, weil ich so sehe, auch auf Internet und so, also Katastrophe. Aber ja, man muss auch gucken, wie man sie jetzt sieht hier, ne? Klar, manchmal ist es auch schwierig, aber Kind erziehen, glaube ich, ist sehr, sehr schwierig. Aber, ne? Von nichts kommt halt nichts, also. Von nix kommt halt nix. Sie sehen wie Mitte 15 aus. Nee, das ist übertrieben. Sie sehen ja nicht wie Mitte 15 aus. Das ist übertrieben. Ja, danke, aber das ist übertrieben, Fiction. Na, Menschen sagen so 20, ne? Oder ja, so ab 20 halt, ne? So. Finde ich cool. Was ich meine? Ja, dann weiß ich hab's richtig gemacht, weißt du? Ja, mach Sport nebenbei, bam bam, weißt du? Ja. Am Ende zahlt sich das dann halt aus, weißt du? Das merkst du dann immer am Ende, weißt du? Ja. Digga, muss ziehen, geh zu meiner Tante, Sings! Dann wünsche ich dir einen schönen Aufenthalt bei deiner Tante, ne? Und bis zum nächsten Mal, Sings, hoffentlich, öfters, geil sein, gut aussehen. Ne? Wünsche dir noch einen schönen Abend noch, Digi. Kuss, 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 schön, dass du da mal wieder da warst.
Musste nicht für kleine, sondern große Männer. Okay. Na, du bist auch ein großer Mann, ne? Bye bye, Things. Hat mich auch gefreut, okay. Und ich hab mir eine Pizza gemacht. Kennt ihr? Was für eine Pizza ist das? Wie ist dein Bruder? Ist alles gut bei ihm? Na, Juli schreibt gerade nee, noch nicht. Ja, Digga. Nee, noch nicht. Ja. Einfach. Ja, dann lösch dich. Ja, dann lösch dich. Einfach löschen, oder? Ja, lösch dich. Ja, dann lösch dich. Kuss. Wurde ich auch provokant auf Kuss, so Smiley. Machst du Sport mit AkStylez? Nee. Ich hab mein eigenes Dings, ne? Hast du mal gesehen eigentlich, wie die Sport machen, Elias? Hast du das mal gesehen eigentlich? Die Wrestler? Also wie die trainieren und so? Der Seamus und so hat ja auch YouTube-Kanal, ne? Wo er dann speziell manchmal einlädt und so, ne? Also deine Leute kommen würdest, ne? Manche sind auch Freunde und so, ne? Ja, und dann zeigt er so ein bisschen, ne? Also machen die immer ein Trainingsprogramm, wie sie trainieren und dann trainiert er immer mit, weißt du? Ne? Ich glaube, das heißt Celtic Warrior, Celtic Warrior Workout oder so. Muss man mal abchecken auf YouTube. Das ist schon geil, Mann. Aber kann man sich auch so ein bisschen, ne? Wenn man Sport machen will und so, kann man sich auch so ein bisschen Tipps nehmen und so von, ne? Aber die haben natürlich auch andere Sachen, Geräte und anderen Trainingsplan und sie und da, ne? Da müssen wir ein bisschen anders, aber trotzdem kann man ja ein bisschen was abgucken halt, ne? Kannst du ja mal abchecken, Elias. Heißt Celtic Warrior Workout. Ist ganz interessant eigentlich. Wir sind live jetzt. Ja, wo denn? Ich sehe nix. Wo denn, Sir? Hey! Der wo? Live, wo denn? Ah, mal juckt schon. Oder muss ich mich komplett anmelden? Ne, muss ich doch nicht, ne, oder? Aktualisieren? Ja, mach ich was, aber passiert nichts. Ah, perfekt, Digga. Ja, irgendwas gleich klappt auch und ich kriege einen 30-Tage-Band, Kuss. Anmelden. Muss ich mich anmelden dafür? Du musst das, wie dann geht. Ja, geht aber nicht. Ah, ich muss mich nicht anmelden oder so, ne? Hab schon gefunden, sehr schön Elias. Du musst auf Startseite klicken. Ah. Sir, ich lasse dich einfach. Warum sagst du mir Sir live? So, ja da. Starting in 3 minutes. Also der Chat hier, ne? Imagine Facebook Livestream. Imagine, man streamt auf Facebook. Warte mal ganz kurz so, zack, bam. Ich habe noch nie einen Facebook Livestream gesehen. Doch, habe ich schon, aber jetzt nicht so dauerhaft, ne? Kann ich mir mal vorstellen, ne, ja. Das ganze Layout, Alter, ist einfach eine. Aber Facebook immer noch besser als Mixer, oder sagt ihr? Facebook hat wenigstens was aus sich gemacht, ne? Was Livestream betrifft. Den kann man vom Mixer nicht behaupten, oder? Mach den Sound voll und Chat aus, Digga. Ich will von volle Immersion. Was für eine Immersion? Er redet Deutsch, ist ja. Digga, das ist auch alles laut. Lauter geht's nicht. Das Dings, wie heißt das? Desktop-Sound ist auch voller Lautstärke. Ist eigentlich immer noch voller Lautstärke eigentlich. Lauter geht es nicht. So, einmal was checken. Erste Connect-Event, ne? Was ich übrigens gucke, ne, Freunde? Das allererste. Würde es das allerletzte sein? Oder würde es mich überzeugen für mehr? Dies und weiteres sehen Sie in der Fortsetzung. So. Guck mal, wir haben schon bald November, ne? Krass, Alter. Ja, schon bald November, ey. Bald November, Freund. Versteht, was ich meine? Dann ist es gar nicht mehr so lange, ey. Geil, 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 geil. Kannst du auf OBS lauter stellen? Achso, OBS kann ich lauter stellen. Ja, das kann ich machen. Oh, das
kann ich mal, gar kein Problem. Also. Das ist kein Problem. Aber jetzt nicht so laut, ne? Hier muss ich mich auch noch hören, oder? So, passt? Sagst, wenn es zu laut ist, ne? Sag Bescheid, ne? Ja, er kann, schade, dass er nicht Battlefield nicht mehr macht, oder? Aber sein PC würde es eh nicht aushalten. Leider Gottes. Aber ja. Ich krieg schon meinen Squad zusammen. Und wenn nicht, werde ich allein dominieren und gut dabei aussehen. Aber ich krieg schon meinen Squad zusammen. Muss nicht. Muss gar nicht reingehen da. So. Warum ist eigentlich. Warte mal. Ist das jetzt der Chat oder? Ne, das sind alles nur Kommentare, ne? Ja? Ja, nur Kommentare, ne? Nichts weiter. Sieht auch ganz anders aus eigentlich. Ist ja auch. Müsste doch eigentlich auf Facebook Gaming sein, ne? Oder? Naja. Ist halt so. Einfach nur 6K-Kuss. Hab jetzt mit 100K gerechnet, man kennt ihn. Bin mal gespannt. Und denkst. Eigentlich hätte ich immer auch mal. Oh, Digga, ich habe gar nichts zu snacken gerade. Dafür brauche ich ein Dings, ne? So ein Kühlschrank oder so. Extra hier. With all the scrutiny and public debate, some of you might be wondering why we're doing this. Ist das der? Das ist Zuckerberg? The answer is that I believe that we're put on this earth to create. I believe that technology can make our lives better, and I believe that the future won't be built on its own. It will be built by those who are willing to stand up and say, this is the future we want, and I'm going to keep pushing and giving everything I've got to make this happen. I'm a chat I know that some people will say, this isn't the time to focus on the future. And I want to acknowledge that ja, there gehypt du are bist, ne? important issues Ich to bin work gespannt, ob on. dein Hype so recht gerechtfertigt ist, ne? So for many people, I'm just not sure there ever will be a good time to focus on the future. But I also know that there are a lot of you who feel the same way. Ja, that I do. Zuckerberg. We live for what we're Ich hab ihn building, and kaum while we gesehen, make irgendwie. mistakes, we keep learning Hab and ich letztes Mal building gesehen, and vor ein moving paar Jahren forward. oder so. Keine So, Ahnung, mal for kurz. all of you who share these values, I dedicate today to you. In my mind, you're the heroes in our society who push the world forward. And as long as I'm running this company, I will do my best to celebrate this spirit and absolutely go for it. Zuhören, egal, war vorhin, okay. The following presentation includes forward-looking statement about our future business, plans and expectations. Actual results may differ materially. Then expose We always ask where is the future going to take us? Die Cartoons kennen die But meisten the real dann noch question nicht is, von euch, ne? Ganz where are we alten. going to take the future? Ja, hier auch Porsche, ich. Ne? There are no closed doors, no walls. Aber Gefühl ist die Qualität dieselbe wie Holy auf Dings, mackerels, this is unbelievable. They have brain surgeons in India operating ruhig on wie so ein Ding, patients ey. in New Zealand. You'll send emotions, feelings, memories. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Imagine a world where we are represented the way we want to be. You won't stop, you will see it, yeah. Bam. Ich bin echt mal gespannt. Aber hat einer das Programm, also wie es abläuft, also so ein Programm oder so? Kann man das eben nachverfolgen, den Ablauf vom Event? Was kommt als erstes und so weiter? And we're just getting started. Appreciate the past, utilize the present, but don't be afraid to create the future. This future will be made by all of us. Ja, das stimmt, aber ich weiß nicht, mit euch oder alle. Mit Face vergessen. Hey, and welcome to Connect. Today, we're going to talk about the metaverse. I want to share what we imagine is possible. The experiences you'll have, the creative economy we'll all build, and the technology that needs to be invented, as well as how we're going to all do this together. The basic story of technology in our lifetimes is how it's given us the power to express ourselves and experience the world with ever greater richness. Back when I started Facebook, that mostly meant text that we typed on computers. Then we all got phones with cameras, and the internet became much more visual. And recently,
as connections got faster, Kann man auf der video Website sehen, has okay. become the main way that we experience content. We've gone from desktop to web to phones, from text to photos to video, but this isn't the end of the line. The next platform and medium will be even more immersive, an embodied internet where you're in the experience, not just looking at it. And we call this the metaverse. And you're gonna be able to do almost anything you can imagine. Get together with friends and family, work, learn, play, shop, create, as well as entirely new categories that don't really fit how we think about computers or phones today. Wie gut das versuchst zu verkaufen, Alter. Since we're doing this remotely today, I figured let's make this special. So we've put together something that I think is really going to give you a feeling for what this future could be like. We believe the metaverse will be the successor to the mobile internet. We'll be able to feel present, like we're right there with people, no matter how far apart we actually are. We'll be able to express ourselves in new, joyful, completely immersive ways. And that's going to unlock a lot of amazing new experiences. When I send my parents a video of my kids, they're going to feel like they're right in the moment with us, not peering through a little window. When you play a game with your friends, you'll feel like you're right there together in a different world, not just on your computer by yourself. And when you're in a meeting in the metaverse, it'll feel like you're right in the room together, making eye contact, having a shared sense of space, and not just looking at a grid of faces on a screen. That's what we mean by an embodied internet. Instead of looking at a screen, you're going to be in these experiences. Everything we do online today, connecting socially, entertainment, games, work, is going to be more natural and vivid. This isn't about spending more time on screens. It's about making the time that we already spend better. Screens just can't convey the full range of human expression and connection. They can't deliver that deep feeling of presence. But the next version of the internet can. That's what we should work towards. Technology that's built around people and how we actually experience the world and interact with each other. That's what the metaverse is all about. Now, the best way to understand the metaverse is to experience it yourself, but it's a little tough because it doesn't fully exist yet. Some of the basic building blocks are here, though, and others are starting to emerge as we speak. We're starting to get a sense of how it could all come together and what it could feel like. So today we're going to do something a little bit different. Rather than just focusing on this year's products like a normal keynote, we're going to talk about the future. So let's start by exploring what different kinds of metaverse experiences could feel like, starting with the most important experience of all, connecting with people. Connection established. Reinform. Imagine you put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. Das ist jetzt VR, oder was? It has parts of your physical home recreated virtually. It has things that are only possible virtually. And it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful. Das ist jetzt VR, ne? Hey, are you coming? Yeah, just gotta find something to wear. I think so, yeah. Alright, perfect. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hi. Mark. What's up, Mark? Whoa, we're floating in space? Who made this place? It's awesome. So gibt's sowas, wo du... I met in LA. Ja, das will ich auch This sehen, place so, als wärst du über der Erde und so, ne? Boz, is that you? Of course it's me. You know I had to be the robot, man. I thought I was supposed to be the robot. Whoa. Das für uns immer hat unterste Priorität. Lass ich doch mal gucken, Oschi, ey. Hey, wait. Where is Naomi? Let's call her. Naomi. Ja, mal in Facebooks Chat. Auch der Hey, should we deal you in? Sorry, I'm running late, but you gotta see So, what we're checking das out. meint ihr There's mit an artist Telefonieren corner und so, in ne? Soho, hiding AR pieces for people to find. 3D street art? That's cool. Send that link over so we can all look at it. Das ist VR. This is stunning. Dude, that is something. That's awesome. I love the movement. Wait, it's disappearing. This is amazing. Hold on, I'll tip the artist and they'll extend it. Und dieses Metaversum ist jetzt so ein neues Feature, oder was, scheinbar, oder wie? Huh, let's see it. Koi fish that fly? That's Meinte ja, ne? Ein neues Feature, This ne? is wild. Hey, one sec, Boz. It's Priscilla.
Hey, you have to see this. Beast is going Also sieht crazy. man dann auch so, also kann man wirklich so klicken einen auf den oder was und dann kommt so ein Bild vor dir oder was? Also genau wie die das gerade zeigen oder wie? Oder? I'll message him. Ja. Alright, Das ist see ja you voll, at home. als wär's so ein Cyberpunk, This Alter. place is great, Boz, but there's something I gotta get back to. Alright, so that's a glimpse of a few ways that we're gonna be able to get together and socialize in the metaverse. Ploppt so ein Bild It's a auf, ways off, also but you can start to see some of the fundamental building blocks take shape. First, the feeling of presence. This is the defining quality of the metaverse. You're going to really feel like you're there with other people. You'll see their facial expressions, you'll see their body language, maybe figure out if they're actually holding a winning hand. All the subtle ways that we communicate that today's technology can't quite deliver. Next, there are avatars, and that's how we're going to represent ourselves in the metaverse. Avatars will be as common as profile pictures today, but instead of a static image, they're going to be living 3D representations of you. Your expressions, your gestures, that are going to make interactions much richer than anything that's possible online today. You'll probably have a photorealistic avatar for work, a stylized one for hanging out, and maybe even a fantasy one for gaming. You're going to have a wardrobe of virtual clothes for different occasions, designed by different creators and from different apps and experiences. Importantly, you should be able to bring your avatar and digital items across different apps and experiences in the metaverse. Beyond avatars, there's your home space. You're going to be able to design it to look the way you want, maybe put up your own pictures and videos and store your digital goods. You're going to be able to invite people over, play games and hang out. You'll also even have a home office where you can work. Your home is your personal space from which you can teleport to anywhere you want. Now, speaking of teleporting, there are going to be all kinds of different spaces that people make. Rooms like the ones that we saw, but also games and worlds that you can teleport in and out of whenever you want. Teleporting around the metaverse is going to be like clicking a link on the internet. It's an open standard. In order to unlock the potential of the metaverse, there needs to be interoperability. And that goes beyond just taking your avatar and digital items across different apps and experiences, which we are already building an API to support. You want to know that when you buy something or create something, that your items will be useful in a lot of contexts and you're not going to be locked into one world or platform. You want to know that you own your items, not a platform. Now this is going to require not just technical work, like some of the important projects that are going on around crypto and NFTs in the community now. It's also going to take ecosystem building, norm setting, and new forms of governance. And this is something that we're really going to focus on. Privacy and safety need to be built into the metaverse from day one. You'll get to decide when you want to be with other people, when you want to block someone from appearing in your space, or when you want to take a break and teleport to a private bubble to be alone. You're going to be able to bring things from the physical world into the metaverse. Almost any type of media that can be represented digitally, photos, videos, art, music, movies, books, games, you name it. Now, lots of things that are physical today, like screens, will just be able to be holograms in the future. You won't need a physical TV, it'll just be a $1 hologram from some high school kid halfway across the world. Ich will das sehen, was ich meine. Ich bin mehr so jemand, der bildlich das sehen will, was ich meine. World as holograms in augmented reality too. You're going to be able to move across these different experiences on all kinds of different devices, sometimes using virtual reality so you're fully immersed, sometimes using augmented reality glasses so you can be present in the physical world as well, and sometimes on a computer or phone so you can quickly jump into the metaverse from existing platforms. There are going to be new ways of interacting with devices that are much more natural. Instead of typing or tapping, you're going to be able to gesture with your hands, say a few words, or even just make things happen by thinking about them. Your devices won't be the focal point of your attention anymore. Instead of getting in the way, they're going to give you a sense of presence in the new experiences that you're having and the people who you're with. And these are some of the basic concepts for the metaverse. And while this may sound like science fiction, we're starting to see a lot of these technologies coming together. In the next 5 or 10 years, a lot of this is going to be mainstream. And a lot of us will be creating and inhabiting worlds that are just as detailed and convincing as this one on a daily basis. So even though it's still a long way off,
we're starting to work on some of these foundational concepts today. Horizon is the social platform that we're building for people to create and interact in the metaverse. One part of this is Horizon Home, which is our early vision for a home space. Horizon Home. Horizon Home is the first thing that you'll see when you put on your Quest headset. Today, there are already a bunch of options to choose from, and in the future, anyone will be able to create one. Das ist dein Menü, so ein auf den, just called it home until now because it's been missing something very important: people. Soon, we're going to be introducing a social version of Home, where you can invite your friends to join you as avatars. You'll be able to hang out, watch videos together, and jump into apps together. Then, there is Horizon Worlds, which is where you can build worlds and jump into them with people. Horizon is designed to make it possible for everyone to create, and we're already seeing people build some really interesting experiences, from creating new games together to throwing surprise parties in VR that family and friends around the world can join. We started rolling out Horizon Worlds in beta last year, and we're adding more people and more worlds every day. And we also just launched Horizon Workrooms earlier this year for collaboration. Beyond Horizon, we're also making it easier to communicate with your friends across different layers of reality. This year, we're bringing messenger calls to virtual reality. You're going to be able to invite your friends to a messenger call, and soon you'll be able to explore somewhere together or join a game. Now, these are the kinds of tools that need to get built so that you can jump into the metaverse with your friends from anywhere. And they're going to unlock some pretty amazing experiences. Horizon Worlds, Horizon Workrooms. Now, let's move on from some of these basic concepts and people just connecting to a completely different set of experiences around entertainment and gaming. Entertainment, okay, was jetzt? Kyoto, Japan, da will ich unbedingt hin, also nach Japan. Da sehe ich mich richtig. Imagine your best friend is at a concert somewhere across the world. What if you could be there with her? Dann ziehst du das Ding auf und dann bist du einer, auf dem könnt ihr zusammen ein Konzert gucken. Okay. Ja, ist eigentlich cool für Leute, die richtig weit entfernt wohnen und so, ne? Richtig weit entfernte Freunde und so, ne? Und wo man sich dann einfach so verabredet und so und dann das Ding aufzählt und dann so gemeinsam Events und so guckt, ne? Das ist schon cool. Also Konzerte und so, ne? Wenn man jetzt gerade nicht da sein kann und so, ne? Selber. Warum nicht, ey? After party passes? Metaverse After Party. Free passes. And get more instant access. Auch noch geile Musik, ey. Das ist cool, Mann. Ja, mein Ding. So. Nee, Jazz war das. Jazzmusik. Ready for this after party? Jumping in now. What if there was an after party that anyone could go to, no matter where they were? This is wild. Und da läuft man so mit seiner Figur rum, oder was? Oder, hä? Oder läufst du selber durchs Zimmer oder kannst einen Controller benutzen? Locker Controller, ne? Oh, there's swag. And when you go to the after party, you could connect with other fans, hear new versions of your favorite songs, and check out the merch that just dropped. Ooh, I like that. Well, now you've got to get it. You can start to see how the metaverse is going to enable richer experiences by letting us add new layers to the world that we can interact with. Creators and artists are going to be able to connect to their audiences in new ways and really bring them into these shared experiences. Now, there's a lot that needs to get built to create experiences like this, but we're working on some of these pieces right now with Spark AI. First, we're building tools that creators can use to place digital objects into the physical world and let people interact with them. And rather than just simple visual effects, new creator capabilities will support 3D objects that can respond and react realistically, including a realistic sense of depth and occlusion. In the next year, we're also adding the ability for creators to connect different physical locations into cohesive augmented reality storytelling experiences, like guided tours or scavenger hunts. We're also building a Horizon Marketplace, where creators can sell and share 3D digital items.
And our hope is that this will enable a lot more commerce and help grow the overall metaverse economy. Because at the end of the day, it is really the creators and developers who are going to build the metaverse and make this real. And to make sure that there's an ecosystem that can sustain hundreds of thousands of people working on this, which is what we're going to need to bring this to life, then it's critical that creators and developers can make a good living doing this work. Now, if you ask people today what they thought the metaverse was, a lot of people would probably say it was a Spider-Man movie. But the people who actually follow the space would say it's about gaming. And that's because gaming provides many of the most immersive experiences, and it is the biggest entertainment industry by far. Gaming in the metaverse is going to span from immersive experiences in fantasy worlds to bringing simple games into our everyday lives through holograms. Maybe you'll play old games in new ways. Also, bevor ich Schach spiele, lösche ich mir hier. Well, it's not New York, but I like it. New York misses you. Aber ist cool, ne? Die Leute zocken so, die weit entfernt sind. Let me put my game face on so I can beat you. Okay. Check. I gotta try another game face next time. Maybe you'll go head to head with players from around Tischtennis? the world. Geil, Mann. Like a shop. Tischtennis hatte ich richtig Bock, ey. Aber wie fühlt sich denn das an? Naja, gut, mit dem Controller, ne? Or maybe you'll do things Ja, da muss auch richtig wie in echt und so, ne? Wahrscheinlich. Also physikalisch wäre das wahrscheinlich dann auch so richtig, ne? Ah, die Bock drauf, Digga. Tischtennis. Hey Mark, down for a VR foiling sesh? Now this is more my style. Challenge Spiele zur Hyperfoil. Classic look. All right. Nice. Oh, nice choice, Mark. Ready to shred. All right, here we go. Whoa. Whoa, hang in there, Mark. That's not good. Hit this section. Boom. All right, backflip. Yoo-hoo. I've got an idea. Hey, where you going? Manche Sachen erinnern mich auch voll an die Wii Sports und so, weißt du? Take that, unicorn. Oh, Also VR-like. Kai, you're out of control. Don't worry, I'll let you win next time. All good. Oh, that was a close one. You want to go again? Maybe later. I'm gonna need a lot more sunscreen though. Oh man. Nice. Well, gaming is how a lot of people are going to step into the metaverse for the first time. Ich hoffe, es kommen aber noch Blockbuster-Games, irgendwas. Aber das Tischtennis ist cool. Also Tischtennis so aufgezockt haben und so. For our part, we're heavily investing in building a healthy VR and AR ecosystem, so the game studios can keep building and gaming creators Gibt's schon, ist echt, haben wir schon getestet. Deb from our studios team is Das joining. Tischtennis, oder wie? Deb, do you want to take us through some of the exciting games in the pipeline for Quest? Absolutely. Over the years, we've had the opportunity to work with incredible developers, like Vertigo Games, the studio behind fan favorite Arizona Natürlich Sunshine. kommen die I immer love noch Arizona Sunshine. That game basically got me friends through the first few Ja, months du wirst of noch the erleben, pandemic. Hashi. If you enjoyed Noch that, nicht lange Mark, dabei, I aber think wirst you'll noch be erleben, dass excited ich that we're partnering with manchmal Vertigo ein on ungeduldiger Mensch 5 more bin. great games, from Deep Silver and others. We'll share more about this lineup Eigentlich bin ich very geduldig, soon. wirklich, sehr Nice. geduldig. What else is coming? Also was Games Well, betrifft, the metaverse is constantly die immer evolving. Pop-Up, also. So one of the most important aspects will be live service games that launch updates and new downloadable content regularly, like Echo VR, Beat Saber, Onward, Pistol Whip, and more. Beat We're Saber habe ich focused mal on this gesehen. a lot right now, making sure games can build out active communities. Beat Saber has a passionate community. Oh, I love Beat Saber. So do I. And Beat Saber just passed $100 million in lifetime revenue on Quest alone. It's a great example of a game that keeps releasing fresh content. They've actually been working on evolving the way that you interact with the tracks and feel the music. Also, the team has been working on something really cool. Check this out. Und immer noch sprachlos? Bist du, Sir? Freu mich. Beat Saber, Level Up! Okay. Zeigen jetzt ein bisschen Beat Saber I Gameplay, oder? can't wait to play this. Oh, And they das keep ist ein neues Beat Saber. partnering with incredible artists to release new music packs all the time. Did you play the Billie Eilish music pack last month? A little more than I should have. I probably should have been working more on this metaverse presentation. Well, they have a great lineup of artists for 2022. And there's one more epic surprise before the end of the year. So stay tuned. Okay, have you played Population 1? I mean, yeah, I love the game so much. For those who haven't, Population 1 is a thrilling battle royale Yeah, that is thrilling. only possible in VR. Since its total. launch at Connect last year,
it has become one of the highest earning games on Quest and the biggest multiplayer FPS on the platform. You can have up to 24 people in at once for a match. We're super excited to keep launching big updates, like an all-new autumn event later in November and a Winter Wonderland update in December. Population 1 non-stop events with friends. February 2021 Uprising. May 2021 The Frontier. Achso, das ist hier Seasonal oder was? Seasonal, ne? Seasonal Content, ne? Up next, Halloween event is live with double XP. Ich war richtig auf Welle, Alter. Also das ist richtig. Also wahrscheinlich das heftigste First-Person-Shooter. Aber auf der VR halt nur, ne? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll von Population 1, ehrlich gesagt. Okay, here's something I know our community has been waiting for. Lay it on us. All right, this is a title from the Warp Frog team. This is the team that set the standard for VR combat physics when it launched on Rift in 2019. That's right, Blade and Sorcery Nomad, the build for VR medieval fantasy sandbox that pairs magic with melee, is launching on Quest later this year. Oh, Schwertkampf. Ah, okay. Das sieht interessant aus. Feel the Blade. Oh, man kann man richtig so, als wirst du richtig das Schwert fühlen, oder was? Roam the dungeon, okay. With your weapon. Ready to strike. Digga, die soll ich mal einstellen, ehrlich. Dann mache ich immer diese Sprachen und sowas. Wie fühle ich das, wie ich das kann? Blade and Sorcery Normal comes exclusive to Oculus Quest 2. Digga, die soll ich mal einstellen. Mach ich das nicht gut? It's gonna be loaded with news you won't want to miss. But Mark, I believe you have some news for us. Yeah, you know, I have to say, it's really impressive to see Gibt's auch zwischendurch Werbung oder ziehen die es komplett durch oder wie ist das? There's one project that I'm really looking forward to. Nicht, dass ich jetzt Werbung will, this is one of the all-time greats, and we've been working for years to bring it to Quest. I'm excited to announce that the Rockstar Games classic Grand Theft Auto San Andreas is in development for Quest 2. This new version of what I think is one of the greatest games ever made will offer players an entirely new way to experience this iconic open world in virtual reality. That's it, Mark. I'm moving to the metaverse. Aber es ist gerade noch eine Entwicklung, ne? This is going to be amazing. Boah, GTA San Andreas in VR. A lot of the most interesting games out there take advantage of how you can move around physically. Being able to look anywhere, move freely, it's just a fundamentally different experience from staring at a screen. This quality of being physically embodied and able to interact with the world and move around inside it, you know, that opens up some completely new experiences that didn't really make sense before on 2D phones or computers. And one example that we are seeing take off is fitness. Ist bekannt für die Star Wars Battles. Es gibt keine Werbung. Keine Werbung, das ziehen sie komplett durch, oder wie? A lot of you are already using Quest to stay fit. It lets you work out in some completely new ways. It's kind of like a Peloton, but instead of a bike, you just have your VR headset, and with it you can do anything from boxing lessons to sword fighting to even dancing. Das ist perfekt, also das nicht, tanzen, das wäre was für meinen Kumpel. Aber so Schwertkampf und so, das glaube ich da. Even against an AI. Fitness-Sachen und so wäre was für mich definitiv. Also du musst den Boss besiegen, aber dabei machst du auch Sport und so, ist geil, Digga, liebe ich sowas. Das finde ich sehr geil. Das finde ich sehr geil, wenn du so eine Mission hast, aber du machst dabei auch Sport und sowas, ne? Round 2. Fight! Maybe you'll get some friends together for some 3-on-3. Oh, Basketball. Maybe play pickup with people on the other side of the world. Hä, wie kann ich mir denn das vorstellen, Mann? Holy shit. Also bewegt sich, muss man sich dann der bewegen so durchs Zimmer oder wie, oder was? Or imagine your Facebook cycling group does an AR charity ride. Das kann ich mir vorstellen, du bist einfach so. Ja, einfach. Let's go! Complete with a leaderboard. Digga, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie soll das funktionieren, also das jetzt zum Beispiel. Maybe you'll be able to train tust du dann nur so, als würdest du deine Beine bewegen, oder? Like Keeper, Olympic gold medalist. On guard. Fence. On guard. Fechten, Alter. Fechten wollte ich auch mal machen, Auch mal ausprobieren in Real Life. You seem like a natural. Well,
All right, that's a little too realistic. See you later, Lee. That was fun. Good job, Mark. Also der spielt schon geile Sachen, also interessante Sachen, aber wie kann mir das vorstellen? I think we're going to see a lot more unique experiences emerging around fitness that take advantage of the full immersion in interactive training. Speaking of which, Supernatural just added boxing to its lineup. FitXR has new fitness studios coming next year, and Player 22 by Rezel, which is currently used by pro athletes, is adding guided and hand-tracked bodyweight exercises soon. We're making a fitness accessories pack that makes Quest 2 more comfortable, with controller grips for when things get a bit intense, and a facial interface that you can wipe the sweat off of, making your sessions more comfortable. And that's all coming next year. But enough with the fun and games. It's time for everyone's favorite, work. Over the last year and a half, a lot of us who work in offices have gone remote. And while I miss seeing the people I work with, I think remote work is here to stay for a lot of people. So we're going to need better tools to work together. Let's take a look at what working in the metaverse will be like. Imagine if you could be at the office without the commute. Das geht immer noch Still erst have los. that sense of Aber Alter, presence, was wie shared geil. physical space, Okay. those chance interactions that make your day all accessible from anywhere. Ja, es kommt so wahrscheinlich Now so imagine that you have your perfect Bürostuff, work setup, and you can actually do more than you could in your regular work Alltagsstuff, setup. ne? So. And on top of all that, you can keep wearing your favorite sweatpants. Looking good. Let's get together real quick for a debrief. I'm free now. Let's jump in. Hi. Hey. So what do we think? I think it's ready. Great. I'll prep it for the presentation. All right. Good luck. Focus mode. Imagine a space where you can tune out distractions and focus on the task at hand. And when you're ready to share what you've been working on, you can present it as if you're right there with the team. Die Brille hat Bildschirm eingebaut. Wait, where's Mark? Wie bei Iron Man. I think he's in the middle or something. Was? Ah, apropos Iron Man, es gibt auch ein Iron Man Spiel, ne? Auf VR, das wollte ich auch mal zocken. Iron Man gibt es ja, Batman gibt Which we es, ne? launched a couple of months ago. Ja, ich auch mal Bock drauf, Later this year, we plan to introduce Iron Man, room Iron customization, Man so you can put your own logos and Vor allem posters bei in your Batman. workrooms. Wegen Höhenangst. We're also introducing a new office Ah, das space ist in geil sein, Horizon ne? Home, for when you want your perfect workspace to do some focused work or just cross a few things off your to-do list. We're also announcing 2D progressive web apps for the Quest Store. And as a new developer frameworks, they're easier to build. Ja, das ist So you can drop wichtig für in Sir, ne? and check out a Sir, work hör zu. project while you're in VR using services like Alles für dich, Dropbox, Material. Slack, or stay Zum Arbeiten, connected with Videoschneiden. Facebook and Instagram. This starts bringing more of your 2D internet services into the metaverse. And as we've focused more on work, and frankly, as we've heard your feedback more broadly, we're working on making it so you can log into Quest with an account other than your personal Facebook account. We're starting to test support for work accounts soon, and we're working on making a broader shift here within the next year. I know this is a big deal for a lot of people. Not everyone wants their social media profile linked to all these other experiences, and I get that, especially as the metaverse expands. And I'll share more about that later. But I'm genuinely optimistic about work in the metaverse. We know from the last couple of years that a lot of people can effectively work from anywhere. But hybrid is going to be a lot more complex, when some people are together and others are still remote. So giving everyone the tools to be present, no matter where they are, whether as a hologram sitting next to you in a physical meeting, or in a discussion taking place in the metaverse, that's going to be a game changer. I think this could be very positive for our society and economy. Giving people access to jobs in more places, no matter where they live, will be a big deal for spreading opportunity to more people. Dropping our daily commutes will mean less time stuck in traffic and more time doing things that matter. And it'll be good for the environment. Actually, if you travel for work and working in the metaverse means that you just take one less flight each year, that's probably better than almost anything else that you can do for the environment. I think working in the metaverse is going to feel like a huge step forward. And these dynamics, like the ability to teleport places with people and interact around shared projects in virtual space, they're going to be valuable in a lot of other categories of experiences too.
So now Marnie, our chief business officer, is going to take us through some of them. Aber schau dir das mal an, wie geil ist das dann jetzt bitte? Und die geilen Spiele kommen auch noch. Na, ich bin gespannt, wie gesagt. What if you could learn about anything in the world just by bringing it closer to you? Gespannt. So, we're gonna have an astrophysicist in the family. Actually, I have to write this paper. Will you help me? Let's take a closer look. Aber das Ding ist halt, man muss das irgendwo auch haben, dass man weiß, oh, es ist auch geil und so, weißt du? Na, ich bin ja so ein Außenstehender, ich meine. Ich kann das ja nur so sehen am Bildschirm. If you were taking astrophysics, you could man muss das study schon in the irgendwie metaverse. so, man muss damit vereint sein. The rings are made up of billions of icy particles? Really? Look at this. You ready to do that paper now, right? Yeah. In the metaverse, you'll be able to teleport not just to any place, but Einfach any in time Ruhe. as well. Ancient Rome. Einfach in Ruhe. Imagine standing on the streets, hearing the sounds, visiting the markets, to get a Was? sense of the rhythm of life over 2,000 years So einer ago. in die Vergangenheit reisen, oder Imagine was? learning how the forum was built by actually seeing the forum get built right in front of you. Das war auch mal cool, also in die Vergangenheit zurückreisen, weißt du? Gucken, auch mal so ein bisschen selber erleben, wie es war. Hi everyone, I'm Marnie Levine. In the metaverse, learning won't feel anything like the way we've learned before. With a headset or glasses, you'll be able to pull up schematics for your studying, or maybe even the service manual for a vehicle you're learning to repair. Let's say you're a med student or a doctor. With apps like OSO VR, you can learn new techniques in surgery firsthand, practicing until you get it right. Or, if you're studying earth science, Brillen, die wie you could normalen swim Brillen through the aussehen, Great haben die Barrier Bildschirm Reef. Get up close to aussehen, haben Earth's Bildschirm mightiest eingebaut. Das insects sind die with your AR-Geräte. instructor, David Attenborough, Das whose war sehr VR geil. documentary is playing now in AkStylezTV. So, den alle mit AR. This is a world of intrigue, a world of wonder, a secret world hidden Wie to the gesagt, ich human bin eye. Außenstehender, ne, Freunde? Deswegen wundern Sie, dass meine Reaktion Explore jetzt the nicht so... extraordinary world of Micro Monsters 3D. Aber schon With me, sehr interessant. David Attenborough. This is just one of the ways we're going to learn in the future. But in order to get there, we're going to need to help build the skill sets of the people who build these experiences. So we're setting aside $150 million to train the next generation of creators to build immersive learning content and increase access to devices. And to help more creators make a living building AR effects using Spark AR, we're going to establish a professional curriculum and certification process, make it easier to monetize, and put our Spark AR curriculum on Coursera and edX. Thanks, Marnie. So that's a glimpse of the kinds of experiences that you might have in the metaverse. From connecting with friends, to gaming and entertainment, to work and education, and creation and commerce. Now, let's talk about how creators and developers are going to build all of this, and about the economy that we all need to create. The last few years have been humbling for me and our company in a lot of ways. One of the main lessons that I've learned is that building products isn't enough. Steht er jetzt in We also seinem need to help Haus build da? ecosystems Nee, das so auch that millions vorher, ne, of oder? people can have a stake in the Mit so einem future, riesen can be Teleskop, ne? rewarded for their work, and benefit as the tide rises, not just as consumers, but as creators and developers. Nee, oder? Digga, will ich But this verarschen, period oder? has also been humbling, because as big of a company as we are, we've also learned what it is like to build for other platforms. And living under their rules has profoundly shaped my views on the tech industry. Most of all, I've come to believe that the lack of choice and high fees are stifling innovation, stopping people from Also nicht, building dass new sowas nicht things, and holding back möglich ist, ne? the Dass das entire echt internet auch ist, ne? economy. Das ist immer mit einem We've riesen tried to Teleskop take und so, ne? a Aber different das approach. ist schon ein bisschen heftig. We want to serve as many people as possible, Aber das Geld hat er ja. which ne? means working to make our services cost less, not more. Our mobile apps are free. Our ads business model is an auction which guarantees every business the most competitive price possible. We offer our creator and commerce tools either at cost or with modest fees to enable as much creation and commerce as possible. And it's worked. Billions of people love our products.
We have hundreds of millions of businesses on our platform, and we have a rapidly growing ecosystem of thriving businesses. Okay. That's the approach that we want to take to help build the metaverse too. We plan to continue to either subsidize our devices or sell them at cost to make them available to more people. We'll continue supporting sideloading and linking to PCs so consumers and developers have choice rather than forcing them to use the Quest store to find apps or reach customers. And we'll aim to offer developer and creator services with low fees in as many cases as possible so we can maximize the overall creator economy, while recognizing that to keep investing in this future, we'll need to keep some fees higher for some period to make sure that we don't lose too much money on this program overall. Gehört, er will alles günstiger machen. Wie alles günstiger? Das habe ich jetzt nicht gehört. Ich war ganz nur fasziniert von diesem Home-Dings da, die ganze Zeit. Wie, was günstiger? Die VR-Brille günstiger, oder was? Nicht mal 300 Euro, jetzt 100? Jala. Host hundreds of billions of dollars of digital commerce and support jobs for millions of creators and developers. We'll try to lay out how some of this commerce model will work, but I also want to be upfront about the fact that there's a ton that we just don't know yet. Wahrscheinlich nur ein paar Prozent günstiger, ne? Ja, ist nicht großartig. We are fully committed to this. It is the next chapter of our work, alle Geräte? And we believe for the internet aber wie günstiger? Was meint er denn? Günstiger, da muss er einen Preis sagen. Also. That we will do everything we believe is sustainable to grow the community, the creator economy, and the developer ecosystem. And to tell us more about all of that, das wäre ein heftiger Move, ey. Also, die müssen ja auch was verdienen, ne? Kann ja nicht so. Thanks, Mark. As you said, our approach is to serve as many people, creators, and businesses as we can by keeping fees as low as possible and offering choice. As a company, we have been investing in commerce and creators for many years. But let me take a moment and explain how this will all come to life in the metaverse. Was mir auffällt, dass irgendwie die Namen von den Leuten nicht eingeblendet wird, ne? Die jetzt so präsentieren. And most importantly, there will be a real sense of continuity where the things you buy are always available. Nach dem Motto. Today, much of what you buy on the internet is inside a single app, website, or game. You might buy a custom skin for your gaming avatar, but you can't take it with you when you move to a new space. In the physical world, that would be the equivalent of buying your favorite sports team's jersey and never be able to wear it outside the stadium. In the future, you will be able to buy digital clothes for your avatar and then wear them into the metaverse more broadly. For creators, our goal is to provide a way for as many creators as possible to build a business in the metaverse. One thing we've learned from today's digital platforms is that we can't artificially limit innovation. We need to enable as many different types of creators as possible die wird günstiger dann, oder wie? Also nicht 300 Euro, dann günstiger, ne? Creators in the metaverse. Creators who make digital objects, creators who offer services and experiences, and those who build entire worlds, like game creators do today. We also want creators to have the biggest possible audiences. If a creator designs a signature effect to surround avatars, their fans should be able to buy it and then visit different spaces to show it off to their friends. Frankly, if a creator builds any experience, all of their fans should be able to enjoy it. Businesses will be creators too, building out digital spaces or even digital worlds. They'll sell both physical and digital goods, as well as experiences and services. And they'll be able to use ads to ensure the right customers find what they've created. Speaking of buying things, we're also exploring new types of ownership models and entitlements to ensure people feel confident that they actually own something. This will make it easier for people to sell limited edition digital objects like NFTs, display them in their digital spaces, and even resell them to the next person securely. In short, the metaverse will remove many of the physical constraints we see on commerce today and make entirely new businesses possible. While this is very exciting, the metaverse is all about co-creating. We're building this together, creators, developers, and entrepreneurs. So today, I've asked Jackie Aina to join me to start a conversation about what might be possible. Jackie is a beauty creator who launched her own lifestyle brand on Instagram called Forever Mood, where she sells candles with scents like cupping season and partners with major brands on makeup drops. So let's meet Jackie in her space. Man kann das marketingtechnisch schon. Here we are in this digital space, totally inspired by you and all the things that you love. Jackie, I've been such a big fan of yours for such a long time. Tell me a bit about how you got started in social media. So, rewind back to 2009. As it pertains to my beauty, I would
go to like a makeup counter or go makeup shopping, and I always felt rejected, always felt othered. So I got so frustrated that eventually I was like, you know what? Not only am I gonna like not listen to them, but I'm gonna show other people how I'm making it work with my skin tone too. How did you go from creating content, creating videos, to a product? You just, have a brand called Forever Mood. It's huge on Instagram shopping. So Forever Mood was not only a bit of a love letter to me and my relationship with mom. That's how we bond, was through fragrance ever since childhood. But it's been doing amazing, and we've actually been getting a lot of support. Jackie, this space is pretty magical, and I know it kind of reflects the stuff you love. Like, tell me a bit about what you love and why this represents you. Okay. So first thing, color is everything. I love pastels. You can see it in the brand. You can see it like a lot of times in what I wear. Immer noch with Business, the aber metaverse, when we're curating collections or even just brainstorming, this would be a great way to like gather business. us all together. Business erstmal, ne? Create atmospheres and environments and moods. Die Zahlen just kind of enhance creativity. And then if I can invite people, it would be like inviting them in my home. You know what I mean? It'd be like bringing them into a piece of me. So I would want them to feel some of the things that I feel when I step into my house or when I light my candles. Interacting with people in comments and having a conversation is a way to kind of get your fan excited about interacting with you, but also you feel like you get a connection I get excited to your community. too. Yeah. And so this idea of reaching kind of into the comment section and pulling a fan in and having a conversation is pretty powerful. And it humanizes that person on the other end of that comment. I think there's a really interesting opportunity to think about how we build community and how we engage with our fans in a really deep way as opposed to just through a comment box. Imagine for your biggest fans, you could have an exclusive launch party Kennst du die eigentlich, where anyone could visit, no matter where they were in the world. Ist hier irgendeine bekannte When Persönlichkeit we first launched the brand, everything was shut down because obviously quarantine, couldn't go anywhere, and I had this idea of doing like pop-ups for Forever Mood where we would have a room inspired by each scent. Ja, frage ich euch. Anyone from anywhere in the world Kennt ihr die Leute come dann and überhaupt? feel Außer Max what you just Zuckerberg. described. Have that feeling, have that sense, really get into that mood. Also, you have your greatest fans, people that care a lot about you, the ability to reach new customers, use advertising to keep growing your business. You could also drop an exclusive product in the metaverse, where only available to your most ardent fans who paid special access to get to that product. Eine bekannte Sängerin, glaube is ich. going to be a big part Also of die the ist metaverse. ein richtiger You'll be Promi. able to Achso, sell eine bekannte both Sängerin. digital and physical products. The butterfly effect transports us to Butterfly someplace effect. magical. So beautiful. Aber das ist jetzt Jackie, nicht as die, we walk through this amazing world, what does the metaverse mean to you? damals Halleluja gesungen hat, oder? Die bei diesem einen Song Contest da, wie hieß die nochmal? I can't even begin to Wie hieß der imagine eine Song how Contest, meaningful the meine? metaverse will be, thanks to Nicht creators. Deutschland sucht den Superstar. Das war Voice of Germany oder so? Irgendwie so. Entweder Voice of Germany oder irgendwas anderes, aber das ist jetzt nicht, ne? Oder? Das war jetzt. Just like the internet Sie, today, also more die people erinnert mich ein bisschen are an going sie, to aber have sie the ist natürlich auch freedom ein to bisschen find a älter geworden. business model that works for them, Aber ich whether glaub, das that's ist nicht, custom oder? work, tipping, Müsste den Namen vielleicht subscriptions, noch mal ads, or other monetization tools that may only make sense in the metaverse. Now think about how many people make a living on the internet today. How many of those jobs just didn't even exist Sehr a few viele years Leute ago? machen Living aus I dem expect Internet. that the Ja. metaverse is going to open up lots of opportunities for Leute wie people ich, in die the hasseln. exact same way. Kuss. Now, we have confidence in this general direction, and we're investing significantly in building for this future. But the reality is that no one knows exactly which models are going to work and make this sustainable. So we're going to approach this with humility and openness, and we're going to work with anyone whose efforts Definitiv, will help nein. bring the metaverse to life. Und so machen sie es auch richtig. Das auch So so now, Promis Boz holt, is finde going ich to gut. join us Das to kann talk Liefer ist about auch what dabei. people are already Ja, building klar. for the Ja. metaverse and what kinds of Leute, die tools bekannt we can sind, ist doch create klar, ist to eine gute help Plattform out. für die auch, ne? Hey, Boz. Für die sind Still ja aber kinda nur eine jealous Werbeplattform, robot halt, ne? Die Leute, die sie da I mean, you anmachen. gotta have the robot Das when ist you're eine working your Werbung für dance die. moves, right? Für beide Seiten, ne? Werbung. Look, Mark, we've been working on Facebook Reality Die Labs hat for 16 a Millionen long Insta-Follower, time. glaube ich. But we always kept the Digga, same wie viele vision. Insta-Follower hat, habe ich We nicht wanna gefragt. build tools that help people feel Digga, wer das ist, connected weil die erinnert mich ein anytime, bisschen an diese anywhere. eine da. And that vision is what drives us today. Diese To help people Halleluja get together gesungen in hat, virtual so, spaces. damals.
We've come a long way since the early days of VR, thanks to the developers and the creators who see the potential to entertain and educate. But of course, we still have a lot farther to go. So to keep the pace of innovation moving faster and empower more use cases, we do have a few exciting announcements. Today, we're introducing the Presence platform, which is a broad range of machine perception and AI capabilities that empower developers to build mixed reality experiences on Quest 2. You want to tell us more about the Presence platform? Yeah, we've said before that realistic presence is the key to feeling connected in the metaverse. And the Presence platform's capabilities are what's going to deliver on that promise. Things like environmental understanding, content placement and persistence, voice interaction, standardized hand interactions. In fact, let's start with hands. I mean, the human hand is an engineering marvel. And bringing hands into VR was no easy feat. It required a lot of collaboration against product, design, research, but we continue to improve that product, finding new ways to navigate with gestures and interact with VR. So today, we're introducing the Interaction SDK, a library of modular components that will make it easy to add hand interactions to your apps. That's pretty exciting. Yeah, we really think this is going to help people accelerate the build time for new and existing titles that allow people to use their hands more naturally in more virtual experiences. Now, in addition to hands, there's another exciting interaction space for VR. That's your voice. The Voice SDK lets developers integrate voice input into their games and apps so they can create new gameplay and navigation. So soon, you'll be able to jump into a FitXR workout and surprise me. Working out, yeah, like I've tried this one before. a beast. Yeah, me too. It is. Since we launched the pass-through API, ja, we've already seen breakthrough experiments from developers that blend the virtual and the real world. Soon, with our next SDK release, developers will be able to ship their mixed reality apps on the Oculus Store and an App Lab. Now, of course, access to pass-through by itself is not enough. To achieve that rich mixed reality experience, apps also need to be aware of things in the room and, blend the virtual objects with the physical environment around them so they can coexist in the same space. So developers want to be able to place, persistent world-locked content like animated holograms or your Instagram feed in your real space. And tools like spatial anchors and scene understanding capabilities will help make these mixed reality experiences feel safe. I'd gladly nerd out with you on the technical details of this with you, but I think it's better to show you. Load the world beyond. This is Oppie. Oppie, come on, Oppie. Who's a good persistent state virtual object layered on an interactive pass-through environment? Oh, you are. Yes, you are. Oppie, sit. Pets in the metaverse, man. Just as stubborn as they are in the physical world. You know, Buzz, I always really wanted a forest in my living room. Did you? Not really. I'm looking forward to how developers are going to be able to build a new generation of mixed reality experiences on Quest 2. And it also gives us a glimpse of the kind of worlds that people are going to be able to build. Now let's talk about augmented reality. With Spark, we really focused on wenn man gerade die Zeit hat und so, ne, und so eine Leidenschaft dazu hat und so, ne, für Sport oder Klavier oder Tischtennis und so, ne, klar. And we're doing everything we can to support them with our know-how, with our resources, and of course, with tools. And for more on that, I'd like to say hi to Sue, product director at Facebook Reality Labs and the head of Spark AR. Thanks, guys. Spark AR is focused on building AR experiences that empower people to be more connected and at the same time, more present with the world around them. And creators are helping us build these experiences of today, while exploring the possibilities of tomorrow. Fundamentally, we're democratizing AR creation and enabling a global community with the tools and knowledge necessary to develop the AR content and experiences that people love to use. Programs like AR Curriculum enrolled over 22,000 creators in less than a year, and we're adding additional programming to support more advanced creators. And the depth and breadth of content would not be possible without these creators. In 1 week alone, you'll see effects that bring moments like landing on Mars or the launch of a new album to life, all by tapping into everyone's imaginations. We're also powering experiences across Facebook, so augmented reality. Playing that AR Battleship game from your phone with a friend in the metaverse or on an augmented call. How cool, right? Right now, we have over 600,000 creators in our community with diverse needs and motivations for using AR to engage with their fans and audiences. We know people, more than 700 million monthly across the Facebook family of apps, are already using AR a ton.
We see over 80 billion effects applied per month, and we want to make it even easier for anyone to find their spark. So we created a tool, codenamed Polar, that makes AR creation possible for novice creators who have no prior experience in art, 2D or 3D design, or programming. Ja, das kann man ja alles auch mit dem Handy machen, das auch Dings da hat, ne? So creators whose first love might be photography, video, or dance TikTok can enhance their content for their own special oder effects. Snap oder so kannst du auch And machen that's sogar. an important piece of this vision and this community. It's open to anyone and everyone who's curious. And the metaverse is well positioned to be a strong digital economy for creators from all walks of life. This is primitive to a functioning metaverse. And we want to make sure creators are ready to share their creativity and capitalize on this emerging opportunity from day one. Ernsthaft? Gibt's das noch nicht? Thanks, Sue. So that's some of the software platform that needs to get built to deliver the metaverse. But there are other important considerations here too. Hey, Nick. Hey, Mark. Hope I'm not interrupting. You got a sec? Have you got Oppie with you? I think Oppie's still in the virtual forest, but I always have time for you. What's going on? Look, I just love the presentation so far. It's such visionary stuff. But as you mentioned early on, with all big technological advances, there are inevitably going to be all sorts of challenges and uncertainties. And I know you've talked about this a bit already, but people want to know how we're going to do all this in a responsible way. And especially that we play our part in helping to keep people safe and protect their privacy online. Yeah, that's right. This is incredibly important. The way I look at it is that in the past, the speed that new technologies emerged sometimes left policymakers and regulators playing catch-up. So on the one hand, companies get accused of charging ahead too quickly, and on the other, tech people feel that progress can't afford to wait for the slower pace of regulation. And I really think that it doesn't have to be the case this time around, because we have years until the metaverse we envision is fully realized. So this is the start of the journey, not the end. Like I said earlier, interoperability, open standards, privacy, and safety need to be built into the metaverse from day one. And with all the novel technologies that are being developed, everyone who's building for the metaverse should be focused on building responsibly from the beginning. This is one of the lessons that I've internalized from the last 5 years. It's that you really want to emphasize these principles from the start. So at Connect last year, Boz outlined our responsible innovation principles. Never surprise people, provide controls that matter, consider everyone. And that means being transparent about how things work, what data is collected, and how that data is used over time. It also means giving people easy-to-use safety controls, as well as age guidance and parental controls for when youngsters are using these products. And we're spending a lot of time talking with experts and getting perspectives from outside the company on what we're building, even before we build it. And this is about designing for safety and privacy and inclusion before the products even exist. One example is what we're doing with Project Aria, our research device that helps inform the AR glasses that we're building. We're also funding external research on this. You know, last year we announced grants for research on the impact of AR, VR, and smart devices on people who aren't currently using them, especially communities whose perspectives have often been overlooked, as well as best practices for creating inclusive environments in virtual spaces. And this year, we're opening up support for even more research because we need those independent perspectives to make sure that we're living up to another one of our principles, consider everyone. And that point is so important because this is a collaborative exercise. And in particular, we need to make sure the human rights and civil rights communities are involved. So these technologies are built in a way that's inclusive and empowering. One of the advantages of starting right now is that we can collaborate with people at the very early stages of development, like what we're doing through the new fund that you announced a few weeks ago. Yeah, the XR Programs and Research Fund. It's a 2-year, $50 million investment in programs and external research with organizations all over the world, like Howard University, Women in Immersive Tech, Africa No Filter, and universities in Seoul, Hong Kong, and Singapore. And this is crucial because, as we've said, the metaverse isn't something we're building so much as it's something we're building for. Across the industry, we need to bring that same imagination and commitment to building for interoperability, openness, safety, and privacy as we do for all the other product aspects of the metaverse.
these have to be fundamental building blocks, just like the other software and experiences that we've been talking about. Right. All right, thanks, Nick. So, one thing that we haven't talked about much yet is the future of hardware that will help bring the metaverse to life. We're working on multiple new products to advance the state of the art, unlock richer social interactions, and make it a lot easier to be productive. That must be Angela, our head of VR devices. Hey, Angela. Hey, Mark. Is that what I think it is? I sure hope it is. All right, come on in. Angela, hello. So, what do you think is the most exciting thing that we're working on right now? That's hard to say. You know, we have such an exciting pipeline. But next year, we are releasing a new product that will push the boundaries of VR even further. We've codenamed it Project Cambria. So, this isn't the next Quest. It's going to be compatible with Quest, but Cambria will be a completely new, advanced, and high-end product, and it'll be at the higher end of the price spectrum too. Das ist die neue Our plan Quest, oder here wie? is to keep building out this product line to release our most advanced technology before we can hit the price points that we target. Die neue, with oder Quest. was? All right, so let's talk about some of the new advances here. Yeah, sure. There's a ton of new tech going into Cambria. For example, your avatar will be able to make natural eye contact and reflect your facial expressions in real time. This way, people you're interacting with will have a real sense of how you're actually feeling. It does mean building more sensors into a form factor that's comfortable to wear for a while. And because we want VR to be for everyone, we also have to make sure avatars represent a diverse set of human facial features and skin tones, as well as paying attention to things like glasses and beards that might get in the way of some of the sensors. So that's going to be a big step forward for social presence, and I'm really glad that we're focused on making it inclusive from the start. Now, what about unlocking more mixed reality experiences? I mean, imagine working at... Na, perfekt. Was ist jetzt los? Wieso bist du stehen geblieben? Jetzt aber nicht wegen mir, ne, oder? Hey, wieso ist er stehen geblieben, Mann? Warte ganz kurz. Oh, was ist das für eine Scheiße hier, Junge? We'll be taking this to the next level with high resolution, colored, mixed reality pass-through. We essentially combine an array of sensors with reconstruction algorithms to represent your physical world in the headset with a sense of depth and perspective. Now, we're still a ways away from exactly matching what our eyes see in the physical world, but we're pretty encouraged by how far we've been able to advance the pass-through experience so far. Definitely, but we also need to push the visuals to the next level. So let's talk about the progress that we're making on optics. Yeah, we're pushing the limits of display technology and form factor in something called pancake optics. They essentially work by folding light several times over to achieve a slimmer profile than current lenses. Now, with several optical layers, we'll need to precisely control every aspect of design and fabrication to achieve that high-quality, artifact-free display and really just deliver the best optics ever in one of our headsets. That's pretty awesome. But let's make sure that we leave some of the good stuff for next year's release. All right, now, I'm excited to keep building out this new product line over future generations, so we can keep getting our most advanced technology into people's hands even before we can get it into our Quest product line. That's our goal. We're starting to work with developers to build experiences for Cambria as we speak, and we're looking forward to sharing so much more with y'all next year. Sounds good. Now, beyond virtual reality, we are also focused on the hardware to make true augmented reality possible. In a lot of ways, augmented reality is even harder. Not just because we need to invent a completely new optical stack that's not based on screens, but because we basically need to fit a supercomputer into a pair of normal-looking glasses. So we're approaching this problem from two directions. First, how much technology can we pack into a pair of normal, great-looking glasses today? And second, how do we take the long-term tech stack to do everything and keep miniaturizing and improving it until it fits into a pair of normal, good-looking glasses? On the first path, last month we launched Ray-Ban Stories, our first smart glasses in partnership with Luxottica. They're not full AR glasses yet, but they let you take pictures and videos, listen to music, and take phone calls while you're out looking at the world instead of down at your phone. We built leading privacy features into the glasses, like the LED light whenever you're recording.
which phones don't even have. And we delivered this in the iconic Ray-Ban style for just $2.99. These are all steps along the path to full body. But the ultimate goal here is true augmented reality glasses, and we've been working on that too. And today, I want to show you an experience that we've been working on for Project Nazare, which is the codename for our first full augmented reality glasses. Here, you'll see you're chatting with friends on WhatsApp and planning a game night. You can select a game, and then, as you walk over to your kitchen, you can easily just put your game onto the table and you're off. That's the kind of experience that augmented reality will unlock. There's a lot of technical work to get this form factor and experience. Ich hoffe mal, die sagen auch nochmal den Preis, ne, von der neuen displays, Quest, projectors, batteries, radios, custom silicon chips, cameras, speakers, sensors to map the world around you, and more into glasses that are about 5 millimeters thick. So we still have a ways to go with Nazare, but we are making good progress. Du musst gucken, wie geil ist das? I'm excited about our future roadmap, but even that's still early in a journey that's going to go on for decades. Ich sehe das, aber ich kann mir da nicht viel anfangen, Freunde. Ich will eigentlich Games sehen, oder? Games sehen. Das ist nett so, alles nette Nettigkeit, cool. Aber ich will Games sehen. Michael Abrash leads this team, and he's going to join me to talk about some of the future technology that we're developing. Das mit GTA war schon ganz cool. Hey Michael, do you want to take everyone through our roadmap? Sure. That covers a lot of ground. It's going to take about a dozen major technological breakthroughs to get to the next generation metaverse, and we're working on all of them. Displays, audio, input, haptics, hand tracking, eye tracking, mixed reality, sensors, graphics, computer vision, avatars, perceptual science, AI, and more. Yeah, you're right. That's a lot. We probably only have time for a couple right now. You want to pick a few? Well, I think the metaverse is really going to be first and foremost about connecting people. Diese Brille, die ich gerade ausgelacht habe. Ernsthaft? The goal here is to have both realistic and stylized avatars that create a deep feeling that we're present with people. Exactly, and we've shown codec avatars before. What can your face do? Ernsthaft? Well, I've always Digga, was hoped das für you eine would Brille, ask Alter? Holy shit. And it's a remarkable experience to see codec avatars in VR. And photorealistic avatars will be a huge breakthrough, but they're only part of the picture. Yeah, because you're not always going to want to look exactly like yourself. That's why people shave their beards, dress up, style their hair, put on makeup, or get tattoos. And of course, you'll be able to do all of that and more in the metaverse. So this next video shows how we're making progress on part of that with hair and skin rendering and relighting for 3D avatars. Kann ich mir, ja, ich weiß, dass sowas auch geben wird in der Zukunft, aber Digga, wie schnell sind die denn bitte in der Entwicklung? Was haben die da für Leute? Now, I want to point out this technology is still very definitely research, but it shows the really high level of fidelity that avatars are ultimately going to need to reach. Krank, ey. Ich dachte erstmal, das wäre nur eine Sonnenbrille, die machen irgendwie Werbung für eine Brille oder so. Fertig. Now, clothing is another important way to express yourself. And whether you want to simulate your actual garments, say you're making a quick call with your grandmother, or maybe you just want to be wearing a stylish blue Oxford shirt like me, you're going to need the ability to simulate. So here's an early look at hand cloth interaction. You can see the movement of the cloth when the hand touches and stretches it is really remarkably accurate. Holy shit, ey. Now, to use your avatar to teleport to a meeting or sit down for a chat in the metaverse, you'll also need realistic virtual spaces to be with people in. So let's look at that. Contrary to how this looks, this is actually not a video of the physical world. It's a 3D reconstruction of a mock apartment, which I guess just became clear when that bowl took off by itself. Aber kann man nur aufnehmen und augmented reality bla bla machen oder kann man noch irgendwas damit machen? Moving around various objects on the right, so richtig James and then on Bond, the so left like, you can see the high fidelity real-time rendering of the space and the moving objects on the left. Aber das Brillendesign hätte ich mal ein bisschen geiler machen sollen, keine Ahnung, finde ich jetzt nicht so. Is that this is all happening in real time. That's what's novel here, and that's what differentiates it from CGI. So what we've seen so far is pretty awesome, but we all know what we want. We want the whole package, full body avatar in a virtual environment, so you're just there. Last year, we showed our very first full body codec avatar at Connect. Here to tell you more about our progress since then is Yasser Sheikh. Hi there. My name is Yasser, and I direct the Facebook Reality Research Lab in Pittsburgh. Well, what you're seeing is actually a rendering of my pre-recorded codec avatar.
Over the past couple of years, we've made quite a bit of progress with my avatar can now look left, look right, look up, look down, make facial expressions. Here, you can see Elaine is in VR. You can see her view of Yasser's avatar and the reconstructed real-world space that it's in on the left as she moves around the avatar. What you see on the left is an entirely virtual reconstruction. This gives you a sense of a future in which you'll be able to interact with another person's realistic avatar and virtual reality. Now, preventing others from using your avatar will be critical. That's why, even though this is early stage research, we're already thinking about how we could secure your avatar, whether by tying it to an authenticated account or by verifying identity in some other way. All right, so we've talked about what we're going to be able to see, but of course we also want to be able to actually do things in the metaverse. And while seeing your hands in VR and manipulating virtual objects is a big step forward towards that, then we're going to need an even easier and more intuitive way to interact with virtual content when you're on the go wearing AR glasses. And we believe that neural interfaces are going to be an important part of how we interact with AR glasses. And more specifically, EMG input from the muscles on your wrist combined with contextualized AI. It turns out that we all have unused neuromotor pathways, and with simple and perhaps even imperceptible gestures, sensors will one day be able to translate those neuromotor signals into digital commands that enable you to control your devices. It's pretty wild. So let's take a look at what EMG input is going to be able to do and where we are with it today. This video shows some of the ways that we think that wrist-based neural interfaces can provide an important input tool for AR glasses. So at first, that input is going to just be around enabling basic gestures, click, scroll, select. But as the technology evolves, EMG input could potentially unlock full-speed typing, and it could give you subtle, personalized controls that you can use in any situation. This is genuinely unprecedented technology. So let's look at an early prototype that shows how it could be used in AR. This experimental UI shows for the first time how EMG input could one day allow you to send a message in AR with your hand resting comfortably at your side without ever having to look at a screen. Notice how the researcher used an overt and highly visible click gesture to send the first message. We've made a lot of progress over the last year, and we're now able to do the same thing with the smallest of movements of the hand. EMG enables this by picking up subtle neuromotor commands with remarkable precision. So basically what you're saying is that you're going to be able to send a text message just by thinking about moving your fingers. That's going to be pretty amazing. But I guess it's just one part of the equation, because the other is AI that understands your context and can give you a simple set of choices based on that context. So let's take a look at an AI interaction model that we've built using Project Aria, our initiative to accelerate research into AR glasses and live maps that we talked about last year. Remember the mock apartment we saw earlier? Well, we've indexed every single object in it, including not only location, but also the texture, geometry, and function of each one. We fed all that information into the Project Aria glasses Ming-Fei is wearing in this next demo. And the reason is to simulate how AR glasses will ultimately be able to access data from a 3D map that will help them identify the real-world objects in the space around you and better understand your context so they can help you. What's happening here is that the glasses are calculating where Ming-Fei is in the room, locating and identifying all the nearby objects based on the index mentioned earlier, and figuring out which of those objects Ming-Fei is interested in by observing her eye movements. That contextual information, in turn, enables the system to offer proactive assistance to Ming-Fei in a variety of ways. Here, the system knows that she may want to turn on the TV, so when she clicks while looking at it, the system turns it on. Ultimately, her AR glasses will tell her what her available actions are at any time. Hey assistant, where's my favorite mug? We're also working on a voice interface that will let you locate any object. Here, the system is displaying the current location of the mug. In the future, it might tell her where it is using speech or text, or it might highlight the location in her glasses.
Really, it's an early look at the sort of intuitive, low-friction interface that AI plus EMG input will enable in the future. This is how we'll all be interacting. Am Ende redet die Brille noch mit dir und so. That was awesome. Ja, das wäre dann ein Endgame, Mann. Holy shit. I hope that gives you a sense of some of the technical Knight Rider und so. Kennst du Knight Rider? Hast du noch? To deliver deep and immersive experiences in the metaverse. Wie Kid und so mit dir A lot of what we've shown today isn't going to be available in the next year or two. Some of this is still a long way off, but this is some of the most exciting stuff that I've ever gotten to work on, and I'm just incredibly energized to be on this journey with all of you. And there's one more thing that I want to tell you about today. I believe the metaverse is the next chapter for the internet, and it's the next chapter for our company too. So I've been thinking a lot about what this means for our company and who we are. Das ist nur eine Billigversion davon. Die Originale sieht besser aus. Okay, die Brille redet doch sogar mit dir. Die jetzt? Aber das ist richtig? Also ernsthaft? Richtig? Habe ich jetzt nicht gehört. Also, we focus on building technology so people can interact with each other. Richtig redet die mit dir, oder was? One of the reasons I started Facebook was that at the time you also kann man richtig Smalltalk mit der halten, oder was, Digga? Information, news, movies, music, shopping. Except for the thing that matters most of all, people. Das ist heftig. Today, we are seen as a social media company. But in our DNA, we are a company that builds technology to connect people. And the metaverse is the next frontier, just like social networking was when we got started. Komm zurück. Facebook was born in a specific time and place. Der letzte Beitrag, dann geht's um Kapitel 2. Besser ist auch das Gaming sehen, Mann. Und nicht wie, ich bin kein Pressetyp, ey, der sich alles aufschreiben muss und morgen einen Bericht abgeben muss, Alter. Ja, ich meine, Digga, das hat mich auch richtig aufgeregt bei E3, ne? Also manche Sachen haben mich richtig aufgeregt bei der E3. Microsoft war mit Abstand die besten, ey. Einfach wenig, bisschen geredet, bam bam, und dann jalla, weißt du? Mit den Blockbuster-Games. Isn't that the ultimate promise of technology? To be together with anyone, to be able to teleport anywhere, and to create and experience anything? Yet here we are in 2021, and our devices are still designed around apps, not people. The experiences we're allowed to build and use are more tightly controlled than ever. And high taxes on creative new ideas are stifling. This is not the way that we are meant to use technology. The metaverse gives us an opportunity to change that if we build it well. Zum Glück kommt das Beste am Schluss. Ich erinnere am Weltall. Ja, klar, das ist ja... Da bin ich gespannt auch, ja. We can finally put people at the center of our technology and deliver an experience where we're present with each other. Together, we can create a more open platform with more ways to discover experiences and more interoperability between them. And together, we can unlock a massively bigger creative economy. I know the internet story isn't straightforward. Sorry. Every chapter means new voices and new ideas, and yes, there will be challenges and risks and disruption of established interests. But there will also be opportunities and benefits that we can't even imagine yet. For connection, for creation, for learning, and joy. We'll all need to work together from the beginning to bring the best possible version of this future to life. A future where, with just a pair of glasses, you will be able to step beyond the physical world and into the kinds of experiences that we have talked about today. I've been thinking a lot about our identity as we begin this next chapter. Facebook is one of the most used products in the history of the world. It is an iconic social media brand. Leider. But increasingly, it just doesn't encompass everything that we do. Instagram, WhatsApp, Messenger, Quest, now Horizon, Nazare, and more. Building our social media apps will always be an important focus for us. But right now, our brand is so tightly linked to one product that it can't possibly represent everything that we're doing today, let alone in the future. Cool. Over time, I hope that we are seen as a business. And I want to anchor our work and our identity Du musst sagen, die ersten 30 Minuten waren richtig geil und genau so geht es gleich weiter. Ja, waren cool, ja. We're now looking at and reporting on our business as two different segments. Bewertung abgeben müsste. 7 von 10. 7 von 10, definitiv. And as part of this, it is time for us
to adopt a new company brand to encompass everything that we do. To reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Our company is now Our Meta. mission remains the same. Neue Still about Ankündigung, bringing boom, people boom, together. boom, Twitter-Post, alles bam, bam. Our apps and their brands, they're not changing either. And we are still the company that designs technology around people. Im Trend. But now we have a new North Star to help bring the metaverse to life. And we have a new name that reflects the full breadth of what we do and the future that we want to help build. Gerade so viel Gelaber. From now on, we're going to be metaverse first, not Facebook first. That means that over time, you won't need to use Facebook to use our other services. And as our new brand starts showing up in our products, I hope that people come to know the Meta brand and the future that we stand for. I used to love studying classics, and the word meta comes from the Greek word meaning beyond. In der For Schule me, it symbolizes was that there is präsentiert. always more to build. Mag sein, dass es ein bisschen There's interessant war, aber always manchmal a war es echt next langweilig. chapter to the Und dann story. musst du es aber irgendwie trotzdem, ne, so For us, Stichworte und so aufschreiben, It's weißt a du? story that Lass uns started in the zusammenfassen am dorm Ende, was ich meine. and grew beyond anything Hab ich immer we could gehasst, ne, imagine. auch. Into a family of apps that people use to find one another, to find their voice, to start businesses and communities and movements that have changed the world. I'm proud of what we've built so far and excited about what comes next as we move beyond what's possible today, beyond the constraints of screens, beyond the limits of distance and physics, and towards a future where everyone can be Ach so, present das meint with er each mit dem other, Meta? Komplett create weg? new Es gibt kein opportunities, and Facebook mehr? experience Das heißt new Meta things. jetzt, oder wie? It's Ja, a was so, future für mich ist es immer noch that is Facebook, wenn es immer noch so beyond aussieht wie any Facebook. one company that will be made Das erinnert natürlich, by die all überarbeiten of us. komplett alles, auch die We've built Streaming-Plattformen dort things that drüben. have brought people together in new ways. We've learned a lot from struggling with social Twitch-Konkurrenz machen, issues, hallo? living under closed Ja, weiß ich nicht. platforms. Aber wenn es jetzt wirklich so And aussieht now wie it is Facebook, time dann to take everything that das we ist have für mich learned Facebook dann immer and noch. help build Da the gibt es keinen next Unterschied, chapter. ob es Meta oder I'm Schwanz heißt. dedicating our energy to this Also ich more meine, than solange ich any das other Blaue alles company sehe, in the bam, world. bam, dasselbe And if Layout. this is the future that you want to see, then I hope that you will join us. Because the future is going to be beyond anything we can imagine. Oculus, WhatsApp, Insta, das alles jetzt in einer Plattform, das heißt Meta. Aber trotzdem, wie die in aller Plattformen. Die Insta und so haben doch, sind doch selbstständig alles. Wow, wow, wow. I hope everyone was sitting down for that announcement. Never a dull moment around here, and I, for one, am already planning how I'll decorate alles, oder was? in Hat sich ja jetzt was geändert hier, and also irgendwie? updating my business cards. Does anyone actually Alles in eine Plattform, oder was? No, just me? Okay. Wie kann dann Facebook das What a einfach so way machen? to kick things off. And now, to you, our community of creators, developers, and friends, welcome to Connect 2021. Insta, alles, WhatsApp, alles auf. As we know, Connect has gone virtual for the second year in a row, and here at Meta, we want to say that we hope everyone is doing well and staying safe, and we just can't wait to connect IRL just as soon as we can. You know, in my time as internal comms director at Meta, I've learned that Connect is one of the most anticipated events of our year, and that epic blockbuster opener was only just the beginning. Today we have an incredible slate of announcements, sessions, and panels giving you an in-depth look at the new realities our development community is building. You'll get an unprecedented peek behind the curtain as our team offers a glimpse at the many ways we'll be virtually connecting, creating, and collaborating in the not-so-distant future. Seriously, like pretty soon. So let's talk about what's ahead today and the many ways you can experience Connect like never before. Coming up shortly after a quick break is the highly anticipated Developer State of the Union, where our team will take you through some of the ways we're building the metaverse and examine the virtual experiences of tomorrow. After that, we'll take a breather, maybe a quick sandwich run, charge up that Quest 2 and return recharge for an exciting conversation with one of the world's most influential developers. John Carmack will be joining us unscripted to share his latest thoughts and ideas on development. And we won't be done with John just yet, because he will then take questions live in a Horizon Worlds from a select audience, a Q&A that will broadcast right here on the Reality Labs page. It will be out of this world. Das fühle ich jetzt aber nicht. Irgendwie, keine Ahnung, ich wäre immer hier bam fertig, weißt du? Jetzt einfach nur eine App und dann einer fauler gemacht, aber ja, exclamation point on Connect 2021. So,
Be sure to stick with us. Das ist nur Facebook, weil die das Geld denken. Irgendwie haben das Geld gerochen schon wieder. Und die sind wahrscheinlich darauf angegangen halt, ne? Weiß nicht, was fühle ich ehrlich gesagt nicht. All of the on-demand sessions you've naja, been demanding gucken, are wie es unlocked ist. Aber wird das and jetzt komplett ready to ganz geändert, oder was? Ab jetzt diesem Punkt hat sich das geändert alles. Weil ich sehe doch gerade alle rum. Interested in AR tech, expanding your community, optimizing development, all of the above. Trust me, whether you're brand new to VR or a seasoned pro, we'll have a session for you. Mehr ans Geld gedacht als schon wieder einfach zu lassen. Sessions playlist, which have been curated based on your favorite topics. And just like Connect in the past, these developer sessions will be led by some of the creator community's most influential thought leaders and innovators. They are not to be missed. In order to find them, simply pop over to the video section of the Reality Labs page. That Reality Labs page is the hub for all things Connect. Also, for you VR enthusiasts, just like last year, today's streams will also be viewable in venues, so you can kick back in the theater and enjoy with friends and fellow actors. All right, so that is what is on deck for the day. But up next, after a short break and in a brand new stream, will be our much anticipated developer State of the Union. Our VR team gives us a glimpse of the incredible tools, APIs, and features they're building for developers. Warum lässt mir das nicht einfach so, wie es ist? Weißt du? In and out of VR and vielleicht bin ich auch ein Gewöhnungsmensch, klar, ne? Sind viele. Aber ich will einfach nur eine App haben und fertig. So, wenn ich auf Facebook gehe, gehe ich auf Facebook. Weißt du? Was bringt dir das jetzt, wenn alles jetzt verbunden ist? Ich habe ja jetzt nicht zugehört, aber weiß ich nicht. Muss mir nochmal einer erklären. The Dream Team stream. See what I did there? It's all for Connect 2021, the Developer State of the Union. It's coming up at 11:45 a.m. Pacific. Okay, sag mal einmal die Gründe, weil ich habe nicht zugehört. Sag mal, Freunde, einmal die Gründe, warum haben wir das gemacht? Einmal eine Inhaltsverzeichnung, Inhaltsverzeichnis einmal. Na, das fühle ich nicht. Also, ne. Soll doch alles so bleiben, wie es ist einfach. Das fühle ich absolut nicht. An den Gründe bin ich mal gespannt, was für Gründe die da haben. Also das ist... Weiß ich nicht. Ich gehe mal ganz auf Google Play Store. Meta. Scale Capable. Ne, gibt's noch nicht. Ja, fühle ich nicht. Also keine Ahnung. Also das gibt... Nee, also keine Ahnung, Digga. Fühle ich nicht. Fühl ich nicht. So, geht's gleich weiter, oder was? Oder machen die weiter auf einem anderen Kanal, oder wie? Nein, noch nicht, das wurde gerade alles angekündigt, ja. Aber fühl ich nicht irgendwie. Das fühle ich absolut null. Statt dass du einfach die Apps so lässt, wie sie sind, weißt du, und meinetwegen soll sich Facebook so umbenennen, von Facebook auf Meta, weißt du, und da knallt ja eh alles drauf, ich meine, ja? Und das machen die jetzt, verbinden die WhatsApp und Insta und alles in einen Dings. Das will ich nicht, Mann. Das will ich nicht. So. Geht's noch weiter, Freunde, oder wie sieht's aus? Achso, das hier, ne? Als nächstes, ne? Das ist das. Oder muss man jetzt voraus drauf klicken, oder wie? Wir wollen ja nicht alles lassen, wie jetzt. Das wird die zweite Ära des Internets. Oh, die zweite Ära des Internets. Ja, irgendwie muss die immer alles ändern. Aber das funktioniert doch gut, wie es ist. So, weißt du, es ist ja nur eine App, klar. Ja, du drückst drauf und dann gehst du dahin, wo du hin willst. Aber ich check's nicht. Also man kann doch Sachen, die funktionieren doch schon so lassen, weißt du? Also das ist, weiß nicht, fühle ich nicht. Also meistens Zukunftssachen ein bisschen so unnötig. Können sich sparen, eigentlich, ehrlich gesagt. Egal, wer das ist jetzt, ob es Facebook ist oder sonst wer ist, weißt du? Ja, das sind so Sachen eigentlich, die kann man sich echt sparen. So. Wie geht's weiter? 9 Minuten geht's weiter. Geht's dann direkt hier weiter, oder wie? Perfekt, Digga. Perfekt. Ich weggebannt. Digga, was kommt da auf Facebook? Digga. Ja, deswegen gehe ich nicht aus Facebook, Digga, weil Facebook einfach der letzte Schmutz ist. So. Nee, das fühle ich nicht. Das fühle ich nicht.
Das fühle ich nicht. So, warte mal. Wie komme ich denn jetzt wieder auf die Seite? Ach, hier. Das fühle ich nicht. Aber das will man ja nicht. Man will das Metaversum. Ich dachte aber, das Metaversum hat nur was mit Facebook zu tun, weißt du? Dass die in ihren eigenen ihr Süppchen da kochen und so, weißt du? So? Ich dachte jetzt nicht, dass das irgendwas aus allgemein was verändert, weißt du? So. Also, ich meine, die haben wahrscheinlich irgendeinen Vertrag ausgehandelt und jeder hat dazu gestimmt. Also, ich meine. Weil die natürlich Geld, ne? Weil die das Geld riechen da, weil die irgendwas Veränderungen brauchen. Ja klar, jeder kriegt Geld, ne? Dass man. Aber fühlen nicht, ja. Klar, musst du die App jetzt runterladen, gehst auf die App und so. Klar, man ist für faule Leute, die müssen ja einfach nur drauflegen und dann bam bam bam, aber wo ist das Problem dann einfach so zu lassen einfach. Also, weiß nicht. Ja, das ist die Sache, die ich jetzt absolut nicht will. Ah ja, vielleicht, weiß nicht. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja, sonst 7 von 10, würde ich sagen, bis jetzt für mich. 7 von 10. Oh, ich muss kurz auf Klo, Freunde, Mann. Ich schwör's dir. Ich bin gleich wieder da. Oh, ich muss richtig. Handelsblatt Today, der tägliche Podcast aus dem Newsroom von Deutschlands größter Wirtschaftszeitung. Wir analysieren die relevantesten Themen des Tages und beschreiben deren Auswirkungen auf die Finanzwelt. Ich bin Lena Bujak und ich bin Mary Abdelaziz-Ditzo. Wir sprechen mit CEOs, Unternehmerinnen, Spitzenpolitikern und Handelsblatt-Korrespondenten in aller Welt. Handelsblatt Today erscheint börsentäglich ab 17:30 Uhr. Klick jetzt auf das Banner, um den Podcast zu hören. Dies ist eine historische Aufgabe. We must stay alert. Hi, ich bin Jean-Marie vom Nachrichtenpodcast Auf den Punkt der Süddeutschen Zeitung.
Bei uns hört ihr spannende Interviews zum Thema des Tages mit unseren Expertinnen und Experten. Ja, das lief überhaupt nicht optimal. Die fahren blind im Nebel eigentlich. Das ist eher noch immer der Kampf gegen die Lage, nicht mit der Lage. Jeden Tag top informiert. Auf den Punkt, jetzt auf das Banner klicken und auf Spotify anhören. Ja, macht ja erstmal einen Eindruck davon, ohne jetzt zu urteilen direkt. Ja, aber ich fühle das nicht. Dieses auf eine App und dann hast du eine. Das ist wie wieder eine Link. Das ist aber was anderes. Das ist wie so ein Link, dass du so einen Link machen kannst. Und dann quasi in diesem einen Link, wo du draufklickst, findest du deine ganzen Social Media Sachen, weißt du? In einem Link. Ja, das ist mal nett, aber das ist was anderes. Klar, das ist was auch nice, aber das fühle ich jetzt nicht so. Dass alle Apps sich zu vereinen, weißt du? So eine. Weiß nicht. Eigentlich musst du sowieso damit leben. Im Endeffekt, weißt du, aber ist jetzt nicht meins. Ich finde, jeder soll sein eigenes Ding machen, weißt du, ich meine. Das Metaversum ist nur Facebook, sondern allgemein alles. Ja, hab verstanden. Aber es ist so nicht, dass man dazu gezwungen wird, VR zu nutzen. Jetzt ist es soweit. Ja, aber nee, das hat ja damit nichts zu tun, ja. Also, dass du gezwungen wirst halt. Also, ja. Das ist ja, hat ja das nur mit was mit WhatsApp und Insta und so, weißt du? Das hat ja, die haben ja nichts mit Gaming zu tun. Also, ich meine. Ich hab gesagt, ja, die sollen gezwungen werden so. Also, aber speziell Games, weißt du? Speziell so Gamer halt, weißt du, ich meine? Die müssen dazu aufgefordert werden, das zu nutzen, weißt du? Aber das hat der Name nicht zu tun. Das ist ja was komplett anderes. Und eigentlich ist das sogar ein gutes Upgrade, kann da aber deine Sorgen verstehen. Ich empfehle dir einen Eindruck erstmal zu machen. Muss ich ja. Muss ich ja ausstehen, ne? Muss ich ja. Wird mir ja auf mich zukommen, aber so, wie ich das jetzt so höre, fühle ich das nicht. Ja. Aber wenn es dann so eintrifft, ist das so, ne? Aber ich würde immer sagen, glaube ich, dass das alte besser war, ne? Aber ja, manche Sachen müssen sich ja unbedingt ändern, ne? Es gibt jetzt Instagram, TikTok, WhatsApp, Twitch und Spike auf der Quest im Home-Menü. Okay. Kann man auf TikTok nee, kann man nicht, ne? Oder? Kann man mit TikTok, mit der Quest auf TikTok streamen eigentlich, Hoshi? Geht das? Dass du so eine Quest denkst und dass du von der Quest aus, also so einer auf den du hast ein Handy und die Quest ist das Handy, weißt du? Und du willst auf TikTok streamen, geht das mit der Quest? So einer auf den. Das wird schon gut umgesetzt. Die haben da mit Sony 1 Milliarde reingespendet. Vielleicht wird das erstmal vermutlich nicht. Weißt du nicht. Das ist scheißegal, wie viel da reingeballert wurde. So. Ja. Geld kann nicht alles regeln, also. Aber was ich jetzt höre, also das ist zum Schluss. Ich muss das sehen. So, und ich werde es ja auch sehen. Also, aber ja. Ich weiß nicht. Ja, das ist nicht meins. Ist halt so wie der eine Link, du klickst darauf auf die App und dann ist halt alles, ne? Aber lass doch einfach so, wie es ist. So, ne? Das ist ja auch nicht viel Klicks. Also wenn du auf WhatsApp oder Insta gehst, du swipest einfach da, wo du es hingepackt hast auf deinem Handy und fertig. Das ist, also. Naja. Egal. Ist halt so, ne? Sachen ändern sich leider. So. Wie lange noch? Die hätten auch ruhig mal so einen Countdown einbauen können, Alter. Man weiß, wann es losgeht. Alter, im Store gibt es 1000 neue Sachen bei euch, VR oder was? Haben wir wahrscheinlich geupdatet, ne? Nach der Präsentation. Nach der Business-Präsentation, Alter. So, ich guck mal kurz, was auf TikTok abgeht. Beziehungsweise ich muss ja was, wobei ich poste das morgen. Heute nicht mehr. Ich
poste das morgen. So, jetzt kommt gleich Gaming, ne? Na guck. Acht Minuten. Aber reden wir kurz mal über das andere GTA auf der Quest. Wie geil ist das denn? Ja, GTA San Andreas vor allen Dingen, ne? Das ist einer der legendärsten GTA, ne? Kommt ja auch dieses Jahr Trilogie, ich glaube am 11. Ich glaube einen Tag vor der Early Access von Battlefield. Ja. GTA San Andreas, das Legendenspiel, ne? Das auf der Quest ist, allgemein GTA auf der Quest halt, ne? Würde ich auch absolut fühlen, GTA 5 auf der Quest halt, ne? So. So rede ich so in echt so in Los Santos da rumgucken. Hier und da machen und so, ne? Was man halt in GTA machen kann. einmal vorher alle ins Stripclub gehen. Ja! Schön hier. Boop, boop. Eine raussuchen, weißt du, die dir gefällt. Und dann kurz mal Kehrt spielen, weißt du, ne? Und dann kurz mal hier hinten, ne, in Private Dance buchen. Also, ja, kann ich mir geil vorstellen, auf jeden Fall. Allgemein geht ja, ne, so richtig so drinnen zu sein, ne? Das würde ich absolut voll feiern, ne? Das wäre einer der krassen Sachen, glaube ich, für mich. Das wäre geil. Hydra, meinst du, kann den Stream, ne? Ah, genau, ich würde ja eigentlich mal was ändern, ne? Wenn wir schon mal dabei sind. Ein bisschen was ändern. Aua, mein Auge. Oh, San Andreas, freue mich. Das werde ich durchsuchen. Das ist definitiv ein Kaufgrund für viele da, natürlich. GTA San Andreas, Vice City, Liberty City, das sind alles Legendenspiele, ne? Klar. Und das auch VR, das war nochmal komplett ein neues Erlebnis, weißt du? Aber leider gab es damals nicht so den Online-Modus halt, ne? Das wäre nochmal krasser gewesen, ne? Stell mal vor, GTA, VR und dann noch mit Online und so. Boah, Digga. Hör mir auf, Alter. Digga. Das wäre darauf so eine Sache, Alter, holy shit, ey. Die würde ich so krank suchen, aber. Einfach GTA Online VR. Oh, Digga. Triffst dich einfach in dein Apartment, in deinen Leuten und so. Aber du bist richtig drin in dem Game, Alter. Weißt du? Das ist komplett andere Welt, Digga. Komplett anderes, nochmal ein anderes Level. So. Digga, was ist das für ein Schnulzenlied schon wieder? Um VR da rumzulaufen? Ja, natürlich. Das ist geil, Mann. Das wäre krank, ey. Das wäre krank. Da werde ich, glaube ich, aber heftig eine holen. Da werde ich aber heftig eine holen, dann glaube ich direkt. Das ist dann auch nochmal richtig, weil GTA das sowieso, ne? Das ist ja sowieso AAA Game. Und dann noch mit VR. So, nochmal ein anderes Erlebnis, weißt du? Immer. Kurz mal den Satz
jetzt einfach noch ganz kürzen, aber noch. Wollte ich eigentlich Offstream machen, aber jalla, scheißegal, Digga. So ist jetzt. Hallo, Amana Chuchuk. So, geht's weiter? Ne, noch nicht. Das kommt ja, was geht ja online? Geht der online kommt, oder was? Mit Quest und so, oder wie? Aber dann holst du dir nicht die Quest. Hast du die neue gesehen? Das ist keine Quest mehr. Vermutlich kommt auch noch eine Quest 2. Aber das andere Projekt mit der GT3X oder so war richtig geil. Okay. Das ist keine Quest mehr. Dieses schwarze, weißt du, meintest, ne? Das ist ja der Entwickler-Sache, meinst du ja, ne? Aber die Quest 2, ja, Quest 3, weiß ich ja nicht. Mal gucken, ne? Wird ja hier auch nochmal oder präsentiert oder wurde die schon präsentiert? Ja, ich komme voll durcheinander mit den ganzen Sachen hier, Alter. Du hast, erstmal sehe ich hier die Quest, das schwarze, so, aber da stand ja irgendwas mit Quest Pro oder irgendwas. Dann sagst du mir irgendwie, die ist aber irgendwas mit Entwicklerzeugs ist das ja. Digga, ich komme mit den ganzen Sachen hier durcheinander, Alter. Hunger und süße Überraschungen. Platz in mein Hirn, Alter. Genau das Richtige für jeden Moment. Zum Beispiel Ehrmann Grand Dessert, verschiedene Sorten. 190 Gramm, 50% günstiger. Statt 79 Cent für nur 37 Cent. So. Marken-Highlights zum Original-Aldi-Preis. Jetzt bei deinem Aldi. Dann das Kapitel 2. Wie viele Kapitel gibt es? 4 Kapitel oder was? Erlebe J.K. Rowlings magisches 4 Kapitel. Das 4. Kapitel wird wahrscheinlich Dings sein, ne? Ab Dezember live im Meertheater Hamburg. Also das 4. Kapitel wird wahrscheinlich das mit Weltall sein, ne? Wieso hast du als Frau noch deinen Penis? Genau Alles da, klar. wo das Schweigen beginnt, fangen wir an zu reden. Fritz. Podcast. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Ja, das wird wie gesagt einen Multiplayer kriegen. Multiplayer, okay. Es gab eine Entwicklerbrille, aber es gab einen 3-Minuten-Leak von der neuen Quest 2 Pro auch. Aha, okay. Sind die live? Hinter die Tabus blicken. Fritz. It's Fritz. Hey. 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 Hey, ich bin live, aber sind nicht live. Findet gerade statt. Ja, was denn? Soll ich hier raufklicken oder was? Das ist auch ein Video, oder? Wenn ich auf Startseite klicke, kommt nichts. Der ist auch komisch, Alter. Also hier die ganze Präsentation ist ganz merkwürdig. Statt dass ich einfach auf. Hier ist das, ne? Auf YouTube machen, ja. Facebook ist so lost, ja. This is my 8th Connect, and I'm sure many of you have been doing this as long as I have. But if this is your first Connect, Developer State of Union, gepostet von Facebook Reality Labs. Is try to give you a sort of holistic overview of all the things we've been working on for the last year, and an idea of sort of where we're going, both from a strategic perspective and from a technology and tools perspective. We call this a State of the Union, as we're trying to get as much information for developers in one place as possible. I'm going to talk about our ecosystem. I'm going to talk about how it's matured and how it's grown and where we think it's going. And then I'm going to have Tom Langen come in a little bit and talk about tools and tech and features and other investments we've been building to make your life easier. Ist das nicht, oder wie? Let's start with how we got here. Now, Ist doch das, oder nicht? Quest 2 is very successful in market today, but if you roll back to 2019, Der ist Quest 1, auf was guckst du? Auf Handy, ne? Stell dein fucking Handy auf 100%, Alter.
In particular, we moved to a curated store model. And what that meant was that we were not going to take everything that was proposed to us to ship on our platform. In fact, we only worked with a certain number of developers per year, and we only shipped a certain number of titles per year. And the reason we adopted this strategy is that we decided to go really deep with focus on quality. We wanted to make sure that everything that a customer sees in our store is a really high-quality product. We had a lot of data telling us this was the right thing to do. We saw on our previous VR devices that a customer's behavior in our ecosystem was very strongly correlated to the quality of the early experiences that they had in VR. So a customer that came in and experienced something really great, played with a great game, or had a really good experience, those people were more likely to go on to retain better, to spend more money in our store, and generally be a more engaged user. And we felt that for Quest in particular, it was really important that everything we put in front of our customer base be really high quality. And this has turned out to be very important because the vast majority of Quest customers are new to VR. Almost all of them, this is their very first headset. We focused on quality, and I can tell you that strategy has been massively successful. The developers that we've worked with have experienced success unlike any other VR platform that we've seen. Back in February, we told you that 1 in 3 of our developers had actually produced over $1 million in revenue on the Quest store. And of course, that was a really key moment for us because it was proof that we were doing what we set out to do, which was to create an economic platform that developers could build businesses on top of. So this strategy has been very successful. We know that we need to continue it, but we also need to expand the types of developers we work with and the types of products that we work on. So this year we've invested in new ways for you to monetize your applications. We shipped subscriptions, which is particularly valuable to certain classes of apps and games. We've been experimenting, although I think it's still pretty early, with what advertisements might look like in VR someday. And we have new features such as developer notifications, which are designed to help you reach your customers directly. We've been very happy with this strategy. Our developer partners have been very happy with our approach, and our customers have told us that they appreciate it too, that our focus on quality has been very well merited. But that strategy's also produced an interesting dichotomy. We have those developers that are in our store and they're doing really well, they're making really high quality stuff, and then we have sort of everybody else. And when we looked at who was in that group of everybody else developers, we found that there's like a lot of really good stuff in there. Was war das eigentlich vorhin, who are doing als du fast innovative gebannt wurdest? things, they're pushing boundaries and Keine trying Ahnung, to irgendwie eine, die, ich weiß aber nicht, ob das jetzt real war, aber die jetzt irgendwie so aufgeschlitzt und so war, weißt du, im Gesicht, weißt du, so Verletzungen und so, ne, aufgeschlitzt, irgendwie ganz merkwürdig. Na. Und dann eine halbnackte halt, ne, aber die war jetzt nicht so schlimm, aber halt so diese, distribution platform ja, so ganz merkwürdig. Ich weiß nicht, ob das real war. Wobei ich bei Facebook eigentlich schon denke, dass so solche Sachen schon real sind. Auf Facebook gibt es ja schon einige kranken Sachen. Once you've done those things, you get a link that you can then send to your communities. You can put it on SideQuest or put it in a Discord channel, or do whatever you like to get it out to the community of folks that is the right target audience for your app. And this was important to us because we realized that there was a lot of innovation going on in the space that was pre-market fit. Or, kann auch sein, dass er irgendwie schläft oder dass er irgendwie eine Hautkrankheit hat oder so, ne? Weiß man nicht, ne? Drogen würde ich mal das letzte behaupten. Aber ja. This has been pretty successful. I mean, we partnered with SideQuest on day one of AppLab to make sure that it would enable the existing SideQuest community to use this feature. But we were frankly overwhelmed with the amount of interest that we got. If you were one of the developers who submitted in the first couple of months to AppLab, you may have found yourself waiting in a queue that was weeks or even months long. To tell you the truth, we've received over 1,400 submissions to date, and that's a lot larger number than we anticipated. So the good news is we put a lot of effort into improving the review time for AppLab reviews. And now, the average from like initial submission all the way to launching on AppLab, the average is about 10 days. We think we can get that number down even a little bit smaller. But if you're one of those developers that jumped in early and ended up waiting in a queue for a long time, I just want to thank you for your patience. This is something we've worked really hard on. So now we kind of have two platforms, right? We have the store platform where our high-end stuff is happening. And frankly, the bar for what goes into the store is moving up.
Last year, we shipped Walking Dead Saints and Sinners, which is a really high-end video game. It's a AAA VR video game. This year, we're shipping Resident Evil 4, which is also an incredibly high-end video game. And it's not limited to video games. Like if you look at Supernatural, I think Supernatural sets a bar for polish and quality of what a Quest 2 app can be. But we're also trying to enable developers who are building interesting, innovative, experimental stuff to find an audience and be successful in App Lab. And we've been very happy with that success. If you have not played Gorilla Tag, you're missing out and you should go try it. So let's talk about where we're going. Quest 2 is selling really well, and it's going to continue to sell. I think that what we'll see is Quest software, particularly Quest 2 focused software, is going to experience a step change improvement in visual quality and also application complexity. And the reason for that is mostly that the catalog of applications we have today weren't written with Quest 2's extra power. A lot of them were written to target Quest 1, or actually some of them were written to target Rift and ported to Quest 1. gerade davon mitbekommt. Er hat gerade so hohe Einschlagquoten. Wo sieht man das? Auf Twitter oder wo kann man das verfolgen? Ja, auf Facebook ist ja wenig los, ne? Außer jetzt diese Hauptpräsentation da irgendwie. Hier fehlt man aber wahrscheinlich andere Leute, fast 90% der Leute, die gerade da waren. Also Journalisten und so. Which Tom's going to come and tell you about in just a few minutes. But here at Facebook Connect, we also have a whole bunch of sessions designed for you. In fact, there's 27 developer sessions available right now. These are video on demand. You can go to the webpage and scroll through them and find the ones that are most valuable for you. But we've tried to make sure that in addition to this session, we have a lot of information out there, both from us and from developers that we've worked with, about what it takes to be successful on our platform. The final point I want to make here is that as Quest is expanding, so is our audience. As we grow the audience, that audience is diversifying. And it's really important that our Quest developer community also grow and diversify in order to meet the needs of these new people. I'm going to give you an example. Last December, we shipped publicly for the first time the results of a long, multi-year segmentation study. A segmentation study is like research where we go out and we try to find out who the audience for VR really is and what they want. And we did this huge amount of research which helped inform us about how to position Quest and Quest 2 and where we should put our investments. And we've released that information so that you can read it as well. And I highly recommend you do. It's very valuable information for any VR developer. But one of the things you'll find in there is that one of the segments, one of the groups that we identified of gamers who are looking for VR experiences is called story seekers. And that group is specifically interested in narrative. They want to play video games where there are stories. That's their reason for playing games. They're not early adopters. They're folks that tend to come in a couple of years into the cycle of new hardware. But guess what? That group is bigger than our core gamer groups. It's bigger than the competitive multiplayer groups. It's even bigger than the groups of people who play with their kids. It's a massive collection of gamers, and 53% of them are women. This audience is starting to arrive on Quest 2 now, and they're going to continue to arrive en masse, I think, over the next couple of years. And it's really important that we have software that they want to consume. And so I would encourage you to go out and look at that data and try to see how your development fits with this audience that's coming down the pipeline. Another example is Quest 2 for the first time is the first device that we've shipped in retail in both Korea and Japan. And those regions are new for us, they're young, but the device is selling really well. We're working with developers in those regions to produce both content for their local markets and for the rest of the world. But there's a lot you can do, even if you're not living in either of those two countries, to make sure your content is accessible for those audiences, because they're absolutely and finally, there's a bunch you can do to make the content you're building today more accessible to the audience we already have today. And rather than me talk about it, I'm going to have two experts, Allison and Muddy, come in and talk to you, just give you a little preview about the sessions that they're going to give about this particular topic. And then after that, Tom will step up and give you all the information about tech, tools, and features. Thank you. Thanks, Chris. It's amazing to see how far we've come in such a short amount of time. And that's due to, in large part, our diverse community of creators. My name is Allison Lee, and I'm a developer program manager here at Facebook Reality Labs. My role focuses on providing equitable opportunities for developers to learn, create, and launch applications on the Oculus platform.
Chris already touched on a couple of different types of creators, and now I'd like to share a little bit more about how we're supporting these groups through our Oculus programs. Now, to give you a lay of the land, we have a few different programs available to content creators looking to create for Oculus. This includes Oculus Start, VR for Good, and the program that I lead, Oculus Launchpad. These programs are designed to provide support, access, and resources to creators no matter their development stage or the type of VR content they're looking to create. Oculus Start, for instance, is one of our largest programs, providing ongoing support to existing creators. If you have an application in development or launched, are looking for that extra guidance, need additional resources, or are just looking to tap into a supportive community of creators, Start has you covered. VR for Good provides opportunities for content that has potential to transform, educate, advance social movements, and expand our understanding of people and cultures around the world. This program supports amazing content creators looking to harness the power VR has to inspire change. Oculus Launchpad is one of our longest running developer programs and is designed to support diverse voices creating VR content. Launchpad onboards a small number of creators each year and provides hands-on learning, resources, and potential funding to qualified creators. Diversity, equity, inclusion, and representation are the core pillars for Oculus Launchpad. The goal of the program is to not only open up more seats at the virtual table, but also make sure creators from all backgrounds have the opportunity to take a seat. Now that you have an overview of what our programs do, let's talk a little bit about why we have them in the first place. These programs were created to address gaps we saw in our community and on the platform. Early on during the launch of Oculus Rift and later with the Oculus Quest line, we saw the need to ensure community representation in the development teams and content we support. Each program is designed to provide you, our creators, with the type of support you need to succeed, whether you have been creating for years or just about to dive into VR for the first time. Our hope is that these programs will help to create a more inclusive ecosystem of developers and inspire new innovative VR experiences. At FRL, our programs are a core part of how we share insights, best practices, and offer support to our developer community. By participating in some of our programs, you'll have the opportunity to connect with Oculus and industry leads and ask them about what's most important to you. FRL game producer Monty Kyle should be a familiar face to any of our current or previous program members. She is a mainstay expert for accessibility best practices as well as lab testing, and has popped in to share her top tips to help make content more accessible to all. But rather than me just telling you about it, Mari's here to share a little bit more about what you can expect from some of our programs and also what she's up to at this year's Connect. Hello everyone, and thanks so much for the intro, Allison. I'm game producer at Facebook Reality Labs, and I've been a big fan of the Oculus programs since well before my time here at Facebook, back when I was an indie dev myself. In the past years, these programs have surfaced and supported some of my favorite VR apps and developers. And this year, I can't wait to be inspired by all the new innovative work these programs will shine a light on. Our Oculus programs have always upheld values of inclusivity and accessibility. If you're interested in topics like these, I'm excited to invite you all to my developer session, Building an Accessible Future in VR. In my session, I'll be going over some of Oculus's biggest updates in building features for accessibility and provide some tips on how you can make your application more inclusive. Throughout Connect, vielleicht sind die ja besser in der Produktion als Sony, ne? Oculus program leads and even previous program members. To deep dive into what to expect in today's session and tell you more about our Oculus developer tools, I'm going to hand over the virtual mic to Tom Lane, product management lead for the Oculus developer platform. Take it away, Tom. Thanks, Marty. I love how as we're all building the future of VR together, our programs and our developers are prioritizing inclusivity and accessibility. Hi, I'm Tom Langen, product management lead for the Oculus developer platform. Our team here at Facebook is responsible for building developer products. The tools and features that help developers like you be more efficient, push the boundaries of what VR can do, and ultimately be more successful.
Today, I'm excited to talk about how we're providing better ways to get things done, adding new capabilities to the Quest platform, and expanding the ecosystem for Quest as a concrete step towards our vision of creating a general-purpose compute platform. We love feedback from the developer community, and we know you want better ways to get things done, so let's start there. Last year at Connect 2020, we launched the Oculus Developer Hub, or ODH for short. It's our standalone tool for things like device management, package management, news, and more. We are thrilled with the reception from the developer community, many of whom have told us that ODH is now an indispensable part of their workflow, and then told us a bunch of features they want to see next. The team has been adding frequent updates, and soon we'll launch a major update, the ODH 2.0. There's a session on ODH where you can learn more about what the tool does and get a preview of the new version. Quest 2 is powerful, but it's still built on a mobile chipset, and performance tuning is a must for basically everything, which is why performance is a big part of it. GameStar und so, ne, abonniert und Over the past year, we improved render doc for Oculus based on your feedback. The tool is more stable, with new features like Vulkan validation layers. Ja, ich werde das klar, ich werde das mitgekriegen, ne? We've added access to more GPU performance data across all of our tools. And we've added support for Perfetto, Android's system-wide profiling tool, which can be accessed via one click in the ODH. For more on all these topics related to performance, check out the talk on graphics, as well as the session on how Big Box optimizes How Population 1 happened, a performance guide. Now, since the release of Quest 2, we've been providing developers with ways to use the increased CPU and GPU to achieve high performance with minimal perceived latency. This is really important if you have fast-moving action in your app. Quest 2 now has support for 90 Hz and 120 Hz refresh rates. Du hast gesagt, ja, drum Games, Digga. Wo sind die Games? Digga, das ist, als ob ich hier eine Präsentation in der Schule anhöre und ich muss mir Stichworte machen. Ich meine... Teams of all sizes are implementing these features. Also, Digga, die grenzt ja schon an Dings hier, wie heißt das? An E3 Präsentation. And also Cubism by solo developer Thomas Van Baal. Now, on the other end of the spectrum, some apps are more resilient to latency, and instead, they want to maximize processing time per frame. Usually, this is done to maximize graphics fidelity. For these apps, we're introducing application space. This is a new feature that adds a major leap in compute power by allowing apps to run at half frame rate. On Quest 2, an app would run at 36 FPS instead of the usual 72. This technique can increase per frame compute up to 70%. The Quest 2 displays still refresh at 72 Hz, and the Space Warp system extrapolates new frames for head movement and object animation. We recommend checking out the dedicated session on this topic, which also includes late latching. The Quest ecosystem is already a diverse place, and we believe that as VR evolves, new audiences and opportunities are going to emerge. In manchen Ländern ist es ja, oder? We believe building an inclusive app is important and can result in better experiences, better reviews, man gefühlt sieht, dass fast, wenn ich jetzt von Streams rede oder Videos, dass viele das benutzen, weißt du? You can use this tool to better understand your audience with aggregated insights into the genders, ages, and countries that your app is reaching. By keeping an eye on this dashboard, you can ensure that you have healthy engagement and gauge the impact of new content and new marketing on your trends. Check out our session on bringing diversity to your app to learn more and hear examples of how developers adjusted their strategies based on demographics. 10 Millionen pro Monat. Now for our second topic, new capabilities being added to the Quest platform. We envision the metaverse as a place where people will be able to gather and travel together between apps. The Oculus multiplayer system is an important building block in that vision. Multiplayer apps and games are super compelling, especially with people you know. All too often, the fun is cut short by complicated invite systems, microphone issues, difficulty keeping everyone together in a lobby, or online abuse. We've launched the first in a suite of new multiplayer features to make it easier for people to get together, stay together, and have fun.
Recently, we introduced game events that reach friends on any surface, including VR, smartphones, and even web. We've also added an in-app roster to see which friends are available. In addition, we've improved several existing multiplayer APIs such as Destinations and Mic Switcher to improve pain points in the user experience. For your app to take advantage of these major improvements, all you need to do is make some minor additions to the existing multiplayer system in your app. Check out the multiplayer talk when we'll share more information on these new additions as well as our multiplayer roadmap. Cloud backups. Without them, your customers can lose all their state, including save games and settings, anytime they upgrade headsets or delete and reinstall your app, which can happen because people need to juggle storage space on their device. This loss of data can be frustrating and result in one-star reviews. We've heard the feedback that our previous cloud storage solutions were overly complicated. I'm pleased to share that the new cloud backup system is launching later this year. It works at the file system level with no coding required. Apps are opted in by default, and you can make adjustments to this on the developer side. If you're using the existing CloudSaves product, we recommend switching to the new system when it launches by changing settings on our developer site. Again, no coding changes required. One area of innovation that is core to us here at Oculus is improving the way apps understand the real world. This includes how accurately they can model motion of the user, as well as their understanding of the space around them. During the keynote, we announced the Presence Platform, a broad range of capabilities that will enable developers to build mixed reality, interaction, and voice experiences. These innovations will unlock new experiences, including enhanced social presence, that will make interactions in the metaverse more authentic. Presence Platform features like pass-through, spatial anchors, and scene can be used to enable people to be aware of their physical environment and have experiences where virtual objects can be positioned relative to surfaces in the real world. This is an area of long-term investment for us, and you can jump in now to be among the first to try Presence Platform and give us early feedback. Check out the session on the Insight SDK to learn more about building mixed reality experiences using the Presence Platform. Now, hand tracking is also part of the Presence Platform, and it is improving this year with the launch of the Oculus Interaction SDK, which provides a library of refined, standardized interactions for things such as grab, poke, raycast, and more. It also includes techniques to create a more authentic sense of presence. To learn more, check out the session on the Interaction SDK. A basic need of the metaverse and all social VR apps is a sense of social presence. In other words, the way people move and act needs to feel authentic to convey the subtle social cues that give gatherings in VR a distinct advantage over 2D video chat. Earlier this year, we began rolling out our new avatars, starting with a handful of apps. And today, we're excited to announce that the new Avatar SDK is launching in December for Unity, with Unreal Engine coming in the first half of next year. These new avatars are more expressive, more customizable, and more diverse than what we've offered before. The SDK combines animation, rendering, lip sync, and networking with high-quality, low-latency spatial audio. Together, the SDK delivers smooth, consistent, authentic motion for avatars out of the box on a variety of network conditions. On Quest devices, the avatars also integrate with hand tracking and a machine learning-based motion prediction technology that gives the upper body smoother and more accurate movement. Now, if you choose to use the complete avatar system, people will be able to jump into your app instantly with the avatar they've already created and are using on other apps. You'll also save dev effort because you'll be able to get avatars working really quickly and you won't need to build your own editor. However, we know there are reasons why the full Avatar SDK won't be right for many of you. You may want a different visual style, or you want your code to be portable to non-Oculus platforms. Our new avatars are powered by modular native libraries built for maximum portability to other platforms. You can use the built-in visual style or wire up the underlying skeletal and motion data to your own character system.
We're looking forward to getting the new Avatar SDK into your hands in December, and we'll share more information. Spätestens zur Weltall-Sache geht's ab. Vielleicht ist der Teil hier so präsentationmäßig, weil die dann so viel reingesteckt haben. Es ist ja immer noch die teuerste Präsentation der Welt. Ja, und das teuerste Gerät der Welt auch schon. Yes, but we also want to make people productive and help them connect with people they care about. We can't achieve this alone. Bei sowas denke ich mir eigentlich, habe ich bald ein Game zum geil sein, ey. Also, weiß ich nicht. And over the coming years, you can expect our platform to expand to new use cases, new technologies, and entirely new. Das sind einfach so Sachen, die interessiert eigentlich gar nicht, weißt du? So. Ich bin kein Entwickler, ich bin kein krasser Typ. Hey, wenn ich hier reinkomme und einschalte, dann will ich Games, so, VR, was hat sich entwickelt, bam, bam, bam. Mehr will ich sehen, weißt du, was ich meine? We also launched AppLab this year, which gives more developers access to Quest, including those with new ideas. Developers responded quickly, and we're inspired by the pace of experimentation that we're seeing. Und das bis On the web, we've been long-standing proponents of open standards for building VR experiences. WebXR is the W3C standard that taps into AR/VR capabilities. WebXR is ubiquitous. Da muss noch yes, was kommen. It works in VR, but it also supports devices like phones, tablets, and laptops. With a mode that kind of looks like a 3D video. Du bist optimistisch. Developers are using WebXR to create write once, run anywhere experiences that are social, engaging, and they're instantly on because they don't require an app download. WebXR also enables high-quality video streaming with minimal battery life impact. Massively multiplayer streamed live events last year reached hundreds of thousands. A great example am Ende bin ich noch Entwickler, Alter, Schwester. Kann mir ständig suchen als Entwickler. Standing side by das ist eine gefühlte Ausbildung, Alter. During the middle of the isolation of COVID-19 was a surprisingly moving experience. We're excited to see the uptake of WebXR for live events and a variety of other use cases. You can learn more ich mache meinen Eindruck davon. Ne? Kann ja sein, dass ich es nie wieder mache. That we demonstrated the ability to run multiple 2D applications in Horizon Home, which is the home environment on Quest 1. We're evolving Horizon Home to be a platform where people can multitask to be entertained, productive, and social. Ja, aber das ist jetzt das erste Mal, dass ihr das besser folgt, ne? So, sollte mich auch nicht jetzt überzeugen. That we are opening up the Horizon Home environment to third-party developers. 2D app customers will be able to obtain apps from the Oculus Store, as well as Gamer, just like Gamer einschaltet und so. And they'll show up right in the Oculus library. Klar, ich kann jetzt auf die Website gucken, hier, da dann haben wir auch nichts machen, ne? Ja, ich auch da online kommen können, weißt du, und dann erst. Das hören wir ja ab 19 Uhr, so. Das ist mein VIP weg, ey. We will be supporting progressive web apps, or PWAs for short. PWAs allow a developer's web app to have the look and feel of a native app. They also gain access to system features like notification. PWA developers will be able to submit app packages to Oculus, where their apps will show up in either the Oculus Store or App. PWA apps stay up to date without requiring app package updates, since they simply display the live content from the developer site. All of this means that it's easy to take the 2D experience of your site and launch it as an app on Oculus. Now, we expect most apps in Horizon Home to be traditional 2D apps at first. WebXR is supported in PWAs. This means it will be possible to seamlessly transition back and forth between 2D and VR modes. For example, a 2D launcher app could be an entry point into a virtual world, or a 2D travel app could host 360 photos and videos. We're excited to see what developers are going to do. Für den Gamescom auf jeden Fall, das wird dann auch wieder ein geiler Part. Gerade sind wir ja bei den Entwicklerprogrammen, das ist ja an uns gerichtet, nicht an uns gerichtet. Steht auch in der Beschreibung. Ja, dann könnten wir ja nicht auch rausgehen, weißt du, und dann irgendwas anderes machen, weißt du? Ja? Und danach wieder einschalten. Aber Sal meinte ja von 19 bis 23 Uhr lohnt sich das ja für mich hier einzuschalten, ne? Aber gefühlt waren nur 2, 3, vielleicht, na gut, 4, vielleicht 4, 5 Sachen interessant, aber participate in research and surveys.
And head to the forums to discuss your ideas with other developers. One thing we've heard loud and clear is you don't want to hear about all this new stuff like APIs, tools, policies, and best practices only once a year here at Connect. The best way to stay informed is to install the Oculus Developer Hub. It includes a recap of all the latest news as well as informational videos. Thanks so much for listening, and I hope you enjoy the rest of the sessions here at Facebook Connect 2021. Just wow. I think we can all agree that the State of the Developers Union is super exciting. So special thanks to Chris, Allison, Mari, and Tom for that thorough dive into where we are and where we're going. Now, if you have any thoughts on any of the topics covered, be sure to share them right here in the live chat because we want to hear your take. Some of the high points have to include the mind-blowing developments regarding Presence Platform, WebXR, and so much more. Now, don't forget, there's even more info on all of these topics in our phenomenal sessions that are unlocked right now and can be found via our Connect 2021 playlists, including Mari's Building an Accessible Future in VR session, which is such an important topic. Check out that along with many of our other sessions with just fantastic speakers and dive even deeper into all of the topics you are excited about. Ich muss aber sagen, die Musik ist sehr entspannt, die kann ich mich schon auch hier hinlegen. Einfach in die Kategorie I'm only sleeping gehen. Our friends at FitXR have put together a customized Connect 2021 FitXR workout designed FitX ist doch ein Fitnessstudio, ne? Maybe get those endorphins pumping, hydrate, have a little snack, and check out some of the illuminating sessions. There are so many cool sessions with insight on topics like mixed reality, with Presence Platform, a deep dive into the future of social and world AR experiences, and even a fascinating look at application Space Warp. There are literally dozens to choose from. And also, just a quick schedule update after our stream Das Welt allerdings ist eine VR-Experience. Du kannst das also am PC schauen und dich so bewegen, als wärst du in VR. Ernsthaft? Coming up, we'll be live right back here at 2 p.m. Pacific, 5 p.m. Eastern with none other than Mr. John Carmack, followed with a live in VR Q&A. Mit der Cam geht das dann, oder wie? We'll go for a little walk. Oh, and also, it's in space. It's a spacewalk in VR. No big deal or anything. Ich kenne halt sowas auch, ne, am Handy, so mit VR. Gehst einfach in so ein VR-Video rein und so, und dann kannst du dein Handy so bewegen halt, ne? Which is one of the ways we get ideas and perspectives from people that come from a range of backgrounds, identities, and interests. It allows us to all build the best, most inclusive products possible. Meiner Meinung nach enjoy, wird das and we'll nächste see für you right uns back here at 2 p.m. Pacific. Sport ist, ne? Okay. Ja, ich weiß, dass es Sport ist. Das ist so schlimm, ey. Ja, aber FitX, ich dachte, die meinen jetzt diese Fitness, weil es gibt ein Fitnessstudio, das heißt so, weißt du, also in Hamburg, das heißt Telling or detailing heroic black voices in America. What sparked the idea to come up with In Protest? What made you feel like this is the thing I gotta do right now? We recognized that we wanted to share grassroots stories. So we wanted to put a spotlight on our unsung heroes. We wanted to put a spotlight on the people that were doing the work. Why VR? Why did it feel like immersive storytelling was the best and the right way to capture the story that you all wanted to tell? Using VR and using immersive, the medium, was the best way to really put a person exactly there. So we want you to be able to see the power behind the people that are here, and you're side by side with these unsung heroes. And I think VR is a perfect tool for that. How are Black people now Was willst du jetzt schauen? Du kannst auswählen, wie meinst du? To tell these very important Sind jetzt stories. mehrere And Sachen so where offen, oder wie meinst du smartphones jetzt? is where the book ends, the VR is where it picks up. We have Tish Jones, who's a poet, educator, cultural strategist, and cultural producer from St. Paul. Aber wie meinst du jetzt, wie meinst du jetzt mit anderen Sachen gucken? Products of society, 24 hours of good, clean sobriety, a language that I play with because mine was taken, and a country that shunned me, and I have so much stake in it. It's really awesome to see how we're leveraging culture to drive policy and change. And that's connecting and bridging gaps, most importantly, between the elders and the youth.
And a lot of people could have witnessed those moments and not seen protests, right? But you guys did, and for me, that is the importance of having storytellers who get the culture, come from the culture, and can see the culture. I have a fundamental belief that I just believe the world should listen to Black women, and so I'm going to ask Dr. Richardson to kind of close us out with your closing thoughts. Creating this spiritual archive for our people was very important work, and making sure that we save for the next generation is essential because they will build upon this work. So. Ja, was ist denn das? Titel lesen und dann jalla. Das ist eine VR-Geschichte halt, ne? Sowas wie E3 und so, kennst du das? Sowas wie E3 und State of Play und so, ne? Aber speziell für VR Gamer, ne? Oh, was ist denn das denn schon wieder hier? Digga, ich will einmal ganz kurz. Ich fick das Scheißdrecks Facebook, Mann, Junge. Ehrlich, ey. Sowas wie halt E3-Präsentation halt, ne? Aber nur so VR halt, ne? Gedöns. Gucke ich mir heute mal an, ne? Kann ich mir ja ein Bild von machen. Und dann kann ich ja entscheiden, ob ich das nochmal gucke, jemals in meinem Leben. Also ich meine. Ja, geht's dir gut, Tag? Hoffentlich ja. Bap. SpaceX gibt's hier übrigens auch, ne? Und jetzt ist wieder Werbung oder was? Ja, oder, also Pause oder wie oder was? Kann ich jetzt, ist wieder Pause, ne? Wie lange ist denn das jetzt? Pick up. I kind of just called to hear your voice. Aber es ist halt viel Gerede halt, ne? I miss you. Klar, man ein paar Games I've been thinking about you. I've been thinking viel about our Business, Journalisten, and how much I miss you. Gerede, ne? So zum Schluss, da bin ich mal interessant, weil irgendwas meinen die mit Weltall, haben die irgendwas entdeckt oder so. Ja. Das kann noch interessant werden, aber sonst sehr viel Journalistenkram, ne? I miss being around you, hearing your laugh and holding your hand. I think of you every day. I hope and I wish that you're doing okay. I want us to go back to the old days. Because I miss you. And I just thought of you. Nächste Präsentation geht ums richtige Game da, ja. Ich hoffe, was du jetzt gesagt hast. Dann wird das schon gehen, das ist Arbeit. Ich guck mal ganz mal auf diese. Guck mal jetzt noch, was gefällt. Das ist ja wirklich, also. Holy shit. So, kann ich mir morgen Content fertig machen für morgen einmal. Peter, Moinsen, von the street, genau. The idea of you listening to this, the thought of you on the other side of the line. Nova. I can't hang up. Nova auch lange nicht gesehen, ne? I don't want this to end. Not again. I don't know if you miss me too, but I hope you do. Schade, dass ich die Twitch-Emotes nicht sehen kann in den Restream-Channel. Ärgerlich. Kann ich kein PPDJ sehen und so oder PPD oder whatever. Wie die alle heißen. Ärgerlich. Ja, war Musik laut. Nova, hörst du mich? Nova! Digga, wenn die Musik einfach laut. Ja, weil du immer sagst laut machen, Allah. Hoffentlich Nova. Hoffentlich hat er mich gehört.
Willst du dir nochmal den ersten Beitrag, den coolen zu GTA VR ansehen? Dauert 15 Minuten. Ist das neue Sachen oder ist es alte? Neue oder alte Sachen? Na, dann können wir das kurz gucken, ja? Ist das neu oder alte? Ba, ba, ba. No, you never tried trips, no. Das von Anfang, das was du nicht gesehen hast, das ist mit der AR-Brille, die kleinen, die im normalen. Ach so, dieses da. Ja, passt schon. Ich habe doch schon gesehen, aber ich habe nicht gecheckt, dass das diese Brille ist, weißt du? Ich habe das schon gesehen, oder was ich meine? Ich wusste aber nur nicht, dass das die Brille macht, ne? Das mit dem Basketball und so meinst du, ne? Den habe ich schon gesehen, aber habe ich nicht gecheckt, dass das macht. Das habe ich nicht gecheckt, ey. Boah, ist ja so geil. Nice, ey. Boah, ich hab so Bock, ey, ich schwör's dir. Ich hab so Bock, ey. Ja, Bock, Mann! So, gucken wir mal. 15 Minuten, was hast du gesagt? Wie lange dauert das? Die nächste Präsentation? Was meinst du nochmal, Sir? Wie stand denn das? Meinst du denn nochmal? Das ist was Neues. Genau, man kann sich die ganzen Sachen angucken. Ich guck was. Ja, das ist jetzt aber nur... Ja, das ist jetzt aber nur... ich weiß nicht. Das ist aber nur Dings halt, ne? Haben wir ja schon gesehen, oder nicht? Haben wir das nicht schon gesehen? Haben wir das nicht schon gesehen, oder was? No Hand, moinsen, na, willkommen im Stream. Get together wherever. Quest 2 from Facebook. Cool. Wie viel denkst? I hope this means that Oculus Quest home environment are soon going to allow us to customize our... Wann haben die das hochgeladen? Warte mal ganz kurz. Ich hätte auch mehr gedacht, dass sie mehr Dings haben sogar. Aber wann haben die das hochgeladen? 20. Ja, welche Uhrzeit? Direkt nach der Präsentation, ne? That sounds awesome. I wish I had friends so I could use it. Ich feiere diese Kommentare. Ich schätze, diese Kommentare sind so legendär. Ich wünsche, ich hätte Freunde und damit ich das Feature nutzen kann, ey. Ja, das ist auch scheiße. Jeder hat irgendwo mindestens einen Freund. Einen richtigen Freund. So Facebook Horizon is just gonna be broken into a bunch of mini-apps.
Facebook Connect was very disappointing. I'm still interested in the future, but very disappointing. Also sind nicht alle so begeistert, ne? Von Look sick, dope, next ready player, nice. So new headset, when will it release? Meta, it's only for the Quest 2, why still no legs? Okay, Oculus, okay. Give us Minecraft, schon alles klar. Imagine 2021 Minecraft auf VR haben. So no head, yo, so bad. Stupid lizard made me waste an hour of my life. Ja, die Meinungen teilen sich, ne? Aber natürlich nichts mehr positiv, aber die Meinungen teilen sich irgendwie, ne? Ja. Soll ich dir was zu Sport schicken? Nee, brauchst nichts, alles gut. Habt ihr schon alles gesehen? An diesem Punkt will ich das selber testen, wenn überhaupt, weißt du? An diesem Punkt will ich das ehrlich gesagt selber testen, weißt du, was ich meine? Na, ich habe das schon alles gesehen, was zu sehen ist. Der Upload ist 2 Minuten her oder so. 2 Minuten. Oh. Ja, ich wünsche Oculus definitiv, dass die ihr Game upsteppen, ne? Müssen die aber auch irgendwo, ne? Wenn die irgendwas erreichen wollen, muss immer mehr kommen halt, ne? Ich wünsche das denen, ehrlich. Er hätte auch schon Bock, ne? So ist es nicht. Aber für mich ist halt noch die Generation halt Konsole oder PC halt, ne? Also natürlich Konsole, bei mir immer Konsole, ne? Aber halt das halt, ne? So. In meiner Welt kommt noch gar nichts anderes irgendwie was anderes überhaupt zustande halt, weißt du? Aber ich wünsche es denen. Ich hoffe, die steppen definitiv again ab. Kann nicht genug Sachen fürs Gaming geben, weißt du? Kann nie genug davon geben. So, guck ich mal kurz. Aktualisieren. Ja, Digga, ich aktualisiere einmal und dann bin ich komplett wieder woanders. Ah, perfekt. Ich hasse Facebook, Mann, ey. Junge, warum schicken die mich dann immer in diese... Ich will mich anmelden. Nein, will ich nicht. Ich will nur kurz... Warte, ich will kurz auf Startseite, dann muss ich mich wieder anmelden, weißt du? Ich hasse das. Warum machen die das nicht auf YouTube, Mann? Das nervt. So. Jetzt melde ich mich kurz an, ey. Es nervt echt hardcore, Alter. Das ist Medal of Honor im Shooter, Multiplayer auf der Quest, so geil. Medal of Honor. Medal of Honor habe ich nie gezockt, aber war auch damals auch echt krass, habe ich gehört. Medal of Honor war auch sehr stark, habe ich gehört. Habe ich aber noch nie gezockt, leider. War aber auch meine Zeit halt noch, ne? Da war ich, glaube ich, noch in der Call of Duty und so, weißt du? In der Call of Duty Szene noch. Guck mal, jetzt sieht es aber irgendwie anders aus, Mann. Was ist das denn jetzt? Ja. Jetzt habe ich mich angemeldet und jetzt kommt jetzt alles anders aus. Ja. Aber. Wie sieht das denn alles anders aus auf einmal, meine Fresse, Alter? Junge. Wie kann man sowas auf Facebook auf Kampf machen, ja? Muss ich dann hier gucken, oder was? Weil ich habe mich jetzt angemeldet, weißt du? Muss ich dann hier rauf machen, oder wie ist das dann jetzt? Ah, hier. Nee. War live. Muss er hier entscheiden, ne, oder? Dann auf refreshen, ne?
Geh mal auf den Link von Sir. Ist echt cool. Welchen Link? Den letzten, den er geschickt hat. Das Medal of Honor Ding da jetzt, schaust du oder was? Aber Medal of Honor kenne ich. Oh, VR, ja, aber kenne ich halt, ne? Willkommen in der Garage, einem der kreativsten Orte der Welt. Willkommen in der ersten Cupra-Garage Europas. Der Heimat zeitgemäßer Sportlichkeit. Aber erscheint da dann den Link dann, oder? Und unverwechselbare Autos. Gebaut für alle, die ist doch Dings, ja. Ist doch YouTube. Teile den Spirit. Verstehe ich das nicht. Ist doch YouTube, Sir. Na, da sind jetzt. Und wie würden Sie sich mit einem Wort beschreiben? Partymaschine! Falsche Antwort. Das ist wirklich was anderes. Kriegst du bei monster.de. Ja, ich kenne aber Medal of Honor, weißt du? So, das ist jetzt auch nicht irgendwie. Ist auch ein altes Spiel, aber das war auch damals auch sehr cool gewesen halt, ne? So wie Call of Duty halt, ne? Ich will gerne mal sehen, hat einer einen Link für Battlefield VR? Irgendwie? Kann einer mal einen Link mir mal für Battlefield VR schicken? Das würde mich mal interessieren. Das würde mich mal interessieren. Naja, wahrscheinlich hier einmal warten, bis es weitergeht. Auf Galeria.de. Ah. Okay. That's right. So, ich gehe mal ganz kurz auf Sir, sein Link hier. Vielleicht komme ich dann da wieder auf diese Dings. Auf hier Facebook Reality, das ist doch selber, ist klar. Ja gut, dann muss ich halt gucken, dass ich da... Ist ja nur anders aus, aber... Ja, muss da weitergehen. Aber ich fühle das nicht, dass sie das auf Facebook aufgraben. Ich hasse Facebook, deren wie man Livestreams findet, weißt du. Facebook Gaming ist alles so easy, ne? Also ein bisschen leichter als dieses normale Facebook, weißt du? Dass du Sachen findest und so, und dass es geil angezeigt wird und so. Ja, das finde ich Facebook Gaming sogar noch mal ein bisschen besser als normal. Ah, jo. Bananenhelfer, moin, so kommen im Stream für Kohlekraftwerke, wie meinst du? Was meinst du mit für Kohlekraftwerke? Ist das Event schon vorbei? Nee, das geht noch bis 0 Uhr. JMX. Gefühlt aber fast nur Gequatsche und Presse-Stuff. Ein paar Games hat man gesehen, ja, aber ist nicht irgendwie... Nicht so viel halt, ne? Und halt neue Features halt, ne? Oder viel Entwickler, viel Presse, bla bla bla, ne? Ja, das mit GTA und so war geil auf jeden Fall. So, dass man richtig so in GTA und so, ne? Also VR und GTA und so, ne? Das kann ich mir sehr krass vorstellen auf jeden Fall. San Andreas sowieso ein Legendenspiel, ne? Das einmal so in Story-Modus in VR zu zocken, warum nicht, ne? Oder allgemein so das rumzulaufen, Scheiße zu machen, ne? Aber so GTA 5 und so und online und so, das könnte ich mir absolut geil vorstellen, ne? Also nur in VR, aber weißt du? Online. Statt mittendrin statt nur dabei, ne? Mittendrin statt nur dabei. Bye. Pamela. Ash ist hier. First Impression Gameplay. Yeah. Ah, lass mal kurz gucken, ein bisschen. Kurz mal Candy Roll gucken. Wann geht's weiter? Wie viele Minuten noch ist er? Geht das noch oder ne? Ist zu spät, ne? Hätte ich gerade das Video mit euch geguckt hier.
Von Candy Roving Apex. Digga, was für geile Musik hat Non-Copyright-Songs mittlerweile. Holy shit, Alter. Und das ist alles Non-Copyright, ey, krank. Long Night Part 2. Und das ist Non-Copyright-Songs, Alter. Holy shit, Alter. Die haben sich echt entwickelt, ey. Also die Non-Copyright-Songs, die ich kannte, die waren alle Höhlenmenschen-Sachen. Ja, gut, manche waren cool so, aber die haben mich echt entwickelt, ey. Holy. San Andreas soll einen Multiplayer bekommen? Ernsthaft? San Andreas hat ja noch nie einen Multiplayer. Extra für VR oder was? Okay. Habe ich das Multiplayer aus San Andreas fühle? Ja, weiß ich nicht. Ja, die Zeit ist auch vorbei, ne? Irgendwo mit San Andreas und so, ne? Also ich würde es fühlen, wenn die GTA 5 online machen. Also GTA 5 online VR, weißt du? Weil das war das Aktuelle. Ne? Das war ein bisschen geiler dann auch. Würde ich mehr fühlen, ehrlich gesagt. Du würdest das killen, Name? Was denn? Was würde ich killen? Was würde ich denn killen? Mit GTA, meinst du, oder was? Apex, ja. Ich hätte da wirklich ein geiles Gameplay-Video. Von was denn? Von was denn? Aber ich würde fühlen, Digga, wenn die GTA 5 online machen. Auf VR. Das würde ich definitiv fühlen. Dann kann man wenigstens aus diesem Game, was über 3 Generationen schon geht, noch was rausholen. Und was Vernünftiges rausholen halt, ne? Und würde ich geiler finden. Also dieses auf Next-Gen-Update und das war es auch wieder. Ein paar neue Features und dann war es das wieder. Digga, du musst dir vorstellen, GTA 5 einfach 3 Generationen, Alter. Holy. Nur weil wir da so faul sind. Was heißt faul? Die Schuld der Spieler halt, ne? Weil die da so viel reinballern noch an GTA 5. Und zocken wie verrückt. In den meisten Fällen natürlich RP. Also RP ist auch cool auch, ne? Aber in den meisten Fällen gehen ja Leute noch Geld aus dafür, ne? So Shark Cards und hier und da, ne? Ja, was würde ich wohl ausgewählt? Schon. Aber Quest 2 exklusiv mit dem Online für San Andreas war das cool. Das war cool, ey. Hat man sich gewünscht damals, ne? So ein Online-Modus. Ist ja nice. Half-Life Alyx, ich glaube das krasseste Spiel der Welt, eine Evil 4 VR, oder eine VR, oder Star Wars, und das bin ich, da bin ich mir sicher, ist für dich spannend, weil das neue Star Wars VR-Spiel so geil ist. Warte mal, das ist eine neue Star Wars, ne? Das meintest du irgendwas von, ja. Außer das Story-Game, ne? Ich bin ja Multiplayer-Gamer, weißt du? Ich will immer dominieren, Hoshi, weißt du? Ich will Leute von 10. Stock runterwerfen. Und von 10. Stock dann, weißt du, auf dem Boden dann wieder aufkratzen. Ja, ich mein? Und dann will ich weitergehen. Und vom Hochhaus hinter mir muss alles explodieren. Bum, 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 bum. Dann geht's aber weiter. Das hat noch gar nichts, weißt du? Ändert nicht, nein. Ich steige in einen Wagen. Bam, bam, bam. Und dann geht's weiter. So, zum nächsten Ziel. Und dann geht's dann davon wieder weiter. Weißt du? Ich bin Action-Typ, weißt du, ich meine? Oh, Action. Klar, in Star Wars auch Action, bla bla, aber halt Multiplayer, ne? So meine ich auch Multiplayer-Action, ne? So, geht weiter, oder was? Ne, geht auch nicht weiter. Kannst auch nur kurz reinschauen. Mit dem VR. Machen wir nächstes Mal, Machen wir nächstes Mal. Machen wir nächstes Mal, du. Machen wir nächstes Mal. Das gibt Action einmal, glaub mir. Ganz kurz, nur 1 Minute. Ja, aber es ist ein Story-Game, Freunde. Ne? Also, ne. Story-Game. Oh, Multiplayer. 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 Multiplayer.
Nein, nicht weiter, dauert noch ein bisschen. Um 22 Uhr geht's dann weiter, ne? Oder was? Ja, dann können wir doch das Video noch gucken, oder ne? Ja, wenn es jetzt um 22 Uhr nochmal weitergeht. Ja, lang. Gucken wir mal, was abgeht. Neue Season Apex. Na, perfekt, Digga. Na, kurz von vorne anfangen. Die neue Legende Ash. Hätte Apex auch nur einen Solo-Modus machen, holy shit, Alter. Das wäre so mein Main Battle Royale Spiel, ey. Ah, ich werde mal ein bisschen durchskippen, weil Candy hat ja nichts dagegen, ne? Dass ich ein bisschen seine Videos gucke, oder? Candy, hallo? You're good, yeah, Candy? Can I do it? Can I watch your videos on livestream? Ich werde das mal ich werde auf jeden Fall offstream mal checken, die neue Map hier und da, aber ist auch ein geiler Charakter, Ash eigentlich, ne? So richtig, eigentlich mein Charakter, so richtig so pushend eigentlich. Aggressiv, geil. Aber ja, Battlefield ist da und dann war es das auch. Ja. Aber ich werde es abchecken, aber offstream. Ein bisschen zocken. Wow, it's so slow, this It is pretty slow, eh? Like I'm watching you throw it, it looks like a slow motion. Okay, dann habe ich auch einen Multiplayer am Start, okay. Aber dann noch eins, was aus Shooter ist für dich. Dann ist dann dich, dann aber halt VR. Ja, aber VR bringt ja nichts auf Hoshi, weißt du? Ich hab das Ding ja nicht. Weißt du, ich meine? Ja, ich bin ja immer auf Konsole. Ja, werde ich auch lange bleiben, glaube ich mal. Ja, bis ich das mal irgendwann kaufe, VR. Boah, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, du. Er will Boxkampf, ne? Boxkampf. Ah, perfekt. Er gibt einfach recht. Er wollte eigentlich Boxkampf, ey. Die Map sieht nice aus, man. Bin gespannt. Vor allem auch die Waffe, die KSMG, ey. Bei Titanfall war sie so ein Biest, ey. Und anscheinend ist sie wieder so ein Biest hier. Gefühlt gar kein Recoil, Alter. Gefühlt gar kein Recoil, Alter. Der ja gar kein Recoil hatte, genau wie in Titanfall 2 damals. No, you should have thrown that grenade out. Dude, it's weird. I don't have a grenade. I guess you used it earlier. Ja, schade. Okay. Ja, die Tactical ist auch geil, Mann. Ja. You just punched me. No, I think no, it expired right when I punched you, I think. Ich werde es mal abchecken auf Stream. Ah, Tim ist auch online. Tim the Tatman. Tim the Tatman. Tim the Tatman. Digga, ich will... lösch dich. So. Werde ich mal abchecken. Ja, und nächste Woche, ne? 2. November. Dienstag ist, glaube ich, die neue Season. Oder bei Battlefield! Was sagst du dazu?
Ja, Half-Life ist ja Story-Game, ne? Half-Life ist das Story-Game. Ja, so alleine vielleicht, ja, so, keine Ahnung, so für sich selber mal zu, ja, warum nicht, ne, aber weiß ich, bin nicht so ein Fan von. Das ist ein Gedärme oder was? Also für sich selber zocken mal, ja, okay, na, aber weiß nicht. Aber ich glaube, das ist auch mehr, so ein bisschen scary Stuff, ne? So ein bisschen Jumpscare auch, ne? Also, ne? Ja, grafisch sieht es heftig aus, definitiv. Und das sieht hier schon heftig aus, ehrlich gesagt. Also ohne VR, so. Sieht schon heftig aus. Grafisch ist definitiv heftig. Geil Film, ja. Grafisch sieht heftig aus. Aber würde ich nicht allein zocken, definitiv nicht. Gar keinen Bock auf irgendwie scheiß Jumpscares, scheiße. Ja, habe ich gar keinen Bock drauf. Würde ich definitiv nicht allein zocken. Also definitiv nicht zocken. Was ist das denn? Oh. Scheiß Wurm, ey. Ja, moin. Ich weiß, dass es VR ist, ja. Richtig zerquetscht. Willkommen zurück, Jamek. Wo ich ja kein Fan drin bin, ist ja auch dieses Zombie-Abgemetzeln, nur, ne? Sinnloses. Also, ne? Also Zombie oder Aliens abgeschlachtet, einfach so sinnlos. Fühle ich auch nicht irgendwie. Das ist gar nicht meins, weißt du? Habe ich auch damals bei COD auch absolut nicht gefühlt. Aber also für sich selber, ja, warum nicht? Ja, kann man was sagen. Kann man kann man auch so ein bisschen die Grafik aussehen von der VR, ne? Also das Feeling auch so ein bisschen kriegen. Aber jetzt so, ja, einmalige Sache halt, ne? Und dann war's das auch. Gibt es eigentlich auf der VR eigentlich auch Trophäen und so? So wie auf der Konsole? Oder am PC? Ich bin jetzt kein Trophäensammler, aber gibt's das sowas? Oder? Also für die Leute, die Trophäen sammeln wollen und so, oder whatever, Erfolge schaffen wollen, für die ist es ja nochmal ein bisschen mehr interessant, ne? Die können es ja wahrscheinlich nochmal mehr öfter zocken, oder? So, das Game ist schon rausgekommen. Okay. Okay. Ja, das ist interessant. So, gucken wir mal, was abgeht. Ja, perfekt, Digga. Einmal. So. Ja, nicht weiter. Das hier war das, was Fusche geschickt hat. Ja, lass mal später gucken, bitte. Mal später gucken. Nach dieser nächsten Präsentation, dann gucken wir das von Hoshi da. Ne? Ich weiß gar nicht, wie ich diese das zweite Kapitel bewerten soll, ehrlich gesagt. Es war sehr viel Gelaber, ehrlich gesagt, das heißt mal.
4 von 10. 3 von 10. Aber jetzt kommt wirklich gleich was Gaming, ne? Also kontinuierlich Gaming. Wenig Gelaber, einfach jalla jalla jalla. So, oder? Du hast mich richtig verarscht, Mann, Alter. Du sagst einfach zu mir, ja, 19 Uhr und so. Alles für mich interessant. Ja, ein paar Sachen, aber nicht alles, ne? Und nicht kontinuierlich. Ah, muss mal gucken. Ja, ich mache hier mal für euch, ne? So ein bisschen VR, babab, dann war es das aber auch. Dann wieder in meine Welt zurück. Ja, auch, ne? Geben und nehmen. Ich gehe jetzt wieder rein im Brawler schwitzen. Mach doch, Max. Ja, man kann auch auf Trophäen grinden. Okay, gut. Ja, schau dir mal ein bisschen das an. Ja, gucke ich später, ne? Gucke ich nach dieser dritten Präsentation hier. Und dann erinnere ich mich nochmal, ne? Erinnere mich nochmal bitte dran. Dauert immer noch, wir müssen uns anders beschäftigen in der Zeit, also die Reaction passt noch rein. Es dauert lange, weil die live aus dem Weltall-Stream ist. Das jetzt schon? Ist doch gerade 22 Uhr erst. Ich dachte 23 Uhr wäre das mit Weltall, meinte Horst zu mir. Hä? Ich dachte 23 Uhr ist das mit dann können wir es ja gucken. Ich dachte aber 23 Uhr wäre das erst. Wie schön, na, warte mal. Dass du da bist. Lass uns schon jetzt den Gletscherstart am Kitzsteinhorn in höchsten Zügen genießen. Und danach tiefenentspannt abtauchen im Tauernspa. Das ist Winter im Salzburg. Warte mal kurz. Von Alpen das Beste. Bis bald in Zell. Ich dachte 23 Uhr wäre das mit dem Gedöns. Also bereiten jetzt alles vor für 23 Uhr. Also eine Stunde bereiten jetzt alles vor, oder was? Hey, what's up? Listen to the Real CK playlist on Spotify. Okay. Lande. Sule. So, einmal den Link klicken hier. Bam. Zack. Bam. Achso, Star Wars und Dings da. Ich glaube, das hat er mir, glaube ich. Hunting down a Jedi Relic. Ja. Star Wars The Last Call. Achso, ne, das kenne ich ja gar nicht. Ich kenne eher was anderes, aber. Okay, Intro. Oh, diese Musik, Digga. Traum. Traum. Intro und Welcome. Okay, ja gut, gucke ich alles. Also, halt nicht alles, ich werde ein bisschen skippen halt, ne? 26 Minuten Video. Hello, Wolfpack, and welcome back to Star Wars Tales from the Galaxy's Edge. And the Porg. Hi, Porg. Oh, I missed you guys. Did I have a body before in this game? This is awesome. Now, it has been about a year since we played the first half of the game, but part 2 and the finale is out, and I am so excited. A bit of a story refresher. Stimmt auch, das Weltall kommt, aber davor ist noch der Oculus-Boss dran. Der Oculus-Boss. Da kommen eventuell Spiele nochmal und dann geht's aus dem Weltall ab. Achso. Oculus-Boss, ist das denn? Also das Video und 2 mehr sind drin, aber ich und Sir finden da was Gutes raus. Egal, Gameplay. Hey man, how you doing? I really missed being here. The memories there. Do you have anything to say? Wonder who won last night's Boonta Night Slam title match. Check it out here. Yeah, no, that's important too. But I mean, you could also say hi. Hello? Aber ist man da ein Jedi oder ist man da oder wie oder was? Oder ist man da nur so ein Pilot oder was? Oh, it's a cup. Hello? Nah, he's fine. He probably just had too much spaghetti. And what do we have here? A broom? I want it. Cool. Tail unlocked the sacred garden? Well, that's pretty nifty. I don't think I'm supposed to be doing that yet. Where do I start the new... holy crap. Was der dem Oculus zu Beginn gehört hat? Verstehe nicht. Ach so.
Man ist ein Pilot und wird Jedi. Achso, okay. Ah, das ist cool. Ein Pilot, aber erst ein Jedi? Oh, okay, das ist ein... Ja gut, doch. Ja, doch, macht Sinn. Macht Sinn, irgendwie doch. Und man trifft Bekannte wahrscheinlich, ne? Bekannte Charaktere, ne? Und? Okay, we do not want to do that yet. I want to do the main story. It's you! Yeah. Okay. Okay. Yeah. Just missed it. There was this huge boom, and then everybody was like, ah! Whoa, she jumps out the window. I have no idea what's going on, but by the smoking hole in that corpse, I think you can tell where we are right about. Oh God, that is a corpse. And look at this. This puck flew out of his hand when he got... What? Hmm? Bad turn. We're gonna draw that one. And that fella on the wrong end of the blaster was a... Okay, hier kriegst du eine Mission. Ich will mal kurz hier gucken. Oh yeah! I have like a multi-tool. So that's everything. There's my inventory. Okay, also Granaten. Oh yeah. 1, 2, 3, 4. And seeds, I don't remember what the seeds are. Those 5 Granaten. Horns. So ist ein Inventar, ne? Okay, cool. I'm getting the hang of this again. Gonna be a bit of a journey. Ist Inventar, Alter. How to survive. Hello? The rival I spoke of somehow discovered the false combination and buried it in that cipher. Luckily, his arrogance prevented him from taking the secret. Man kriegt durch Zufall mit, dass man die Macht in sich hat. Okay. Man trifft Yoda und sogar für die ultimativen Star Wars Fans so Oldschool-Dinger. Mhm. Mit Star Wars hast du aber nichts zu tun, Sir, ne? War ja was, ne, oder? Da war ja was, wa? Ah, hier. Ist das Yoda da, ne? Oh, ein Double Jetpack. And then here come his little easy to kill buddies. Vent it, vent it. Good job, ist aber auch eh alles Einführung, ne? Würde mich interessieren, ehrlich gesagt, wie Laserschwert und so. Ist alles eh Einführung nur. Yeah. Oh, no. Little porgy. Hä? I will save you. Pinguin oder was? There's a way to change this, isn't there? Ja, eine Art halt. Perfect. Fergie heißen die? Yeah, there it is. I'm getting you. Nee, es ist ein Vogel. Es ist ein Vogel. Be free. Süß. I love him. And you, buddy. Well, okay, we're gonna take a swing. Ein Typ, Alter. Do I have to climb this, or is there another secret cave that I can wander into? What the hell? Ein Kinderzimmer, oder was? What? Ja. Skinned Kowakian monkey lizard? Oh my god! Nee, das waren, achso, die Vanille, das waren ja that's so gross. Why are they gehäutet. skinned? Die waren gehäutet übrigens. I hated it so much. I mean, these were very annoying in the original game. Die waren gehäutet. Classic D. Warte, dann habe ich was Richtiges, Star Wars-mäßiges für dich. Ja, kann mir schon vorstellen, Star Wars und so. Ah, das sieht auch schon interessant aus. Das ist aber so ein Einzelding, das zockst du einmal und das zockst du dann nie wieder, weißt du? Es sei denn natürlich, du willst Trophäen irgendwie. Ja, ich meine. Also ein One-Way, einmal Experience, ne? Aber ja, gut, ist cool. Aber ich will direkt mit Laserschwert anfangen, weißt du? Am besten fange ich so an, wie hier dieses eine Spiel, ne? Star Wars Unleashed. Habe ich auch leider nie gezockt. Aber am besten fange ich direkt so an. Bin bei Darth Vader oder so, ne? Erstmal Sith und dann auf einmal will ich aber raus aus raus aus seinen Machenschaften kommen. Und dann mache ich so mein eigenes Ding und kämpfe dann gegen Darth Vader, Digga. Sowas würde ich fühlen, Mann. Halt wie Star Wars Unleashed, Alter. Ah, dann Feuer, ne? Shit, I'm almost dead again. One is fine for now. Yep, put that there. Oh, I am in deep doo-doo. These guys are really powerful. Ja, ich guck mir mal das, was du mir geschickt hast. Das ist ein Vader. Alter,
So Star Wars Unleashed-like, Digga, hätte ich Bock drauf. Ja, Darth Vader Resurrection, Star Wars Immortal. Ist das VR? Das ist VR, ne? Was soll sonst sein? Ah, das ist schon ein bisschen mehr, ist er. Ist man da hinten, ist man da gefangen oder was? Oder belauscht man ihn noch? Also man belauscht ihn wahrscheinlich. Ja, sehe ich dunkel. Das ist normal. Aber ist man da jetzt ein Jedi, Sir, oder was? Ist das hier Jedi, oder? Das ist ein Jedi, ne? Ja, ich glaube, ja doch, das ist ein Jedi. Man ist ein Jedi. Doch, das sehe ich jetzt schon. Er hat noch kein Laserschwert, aber. Ja, mein Laserschwert gegen ihn, ne? Das würde ich so fühlen. Würde ich sowas, wäre ich so in meinem Film, Alter. Yay! Digga, so einen epischen Kampf gegen Darth Vader einmal. Du bist aber selber so Dings, ne? Boah, will ich das fühlen, Alter. Wäre ich mal im fucking Film drin, ey. Benny, na, hey, was geht? Lange nichts mehr gehört. Kennst mich safe nicht mehr, aber wie geht's dir so? Mir geht's gut, Digi. Ich kenn dich. Doch, Benny. Doch, ich kenn dich, Digi. Dann bist du wieder live. Ja, ich war 2 Monate auch weg, ne? Hier und da. Und ich war auch allgemein auf Twitch, ne? Kannst auch gerne mit rüberkommen, wenn du magst. Weil die anderen sind auch hier, ne? Ja. Aber es ist halt auch viel auch geschehen, ne? Hier und da, bob. Ne? Normal wäre ich auch gar nicht auf YouTube-Dings, aber... Ja, erzähl's ja vielleicht anders mal alles, ne? Aber wenn du magst, kannst du auch mit auf Twitch rüberkommen zu den anderen, ne? Freue mich, dass du mir da bist. Ne, die meisten sind alle auf Twitch, weißt du? Weil das ja da will ich ja streamen, weißt du, hauptsächlich. Ja. Ja, freut mich, dass ich sehe. Beziehungsweise du hast auch wahrscheinlich auch keine Nachricht gekriegt wegen den ganzen Sachen und bla bla bla. Ist doch nicht schlimm, ist doch nicht deine Schuld oder hier und da, whatever. Aber ja, ne? Der Benny, du. Boah, sieht geil aus. Das würde ich richtig fühlen, Sir. Also, da gebe ich dir richtig recht. Das würde ich... Boah, Digga, würde ich mal für... Ist das neue Game, oder was? Warte mal ganz kurz. Ist das ein neues Spiel? Ne. 2019, ne? Star Wars Vader Immortal, ne? Ja, nee, das Mann! Alte Sachen immer, Mann. Schmutz. Ja, vielleicht werde ich es einmal zocken, so. Bob. Ja, so. Zum Nachholen. Abend, Chat, okay, willkommen im Stream. Was sagen, komm mal rüber. Sibi, Benny. Es gibt einen epischen Kampf. Es gibt einen Kampf gegen Vader, muss abwarten. Ja, ich will kämpfen, Hoshi, weißt du? Ich will der Jedi sein. Oh, will ich das fühlen, Mann, ey. Oh, ich bin Lederschwert, Alter. Ich werde in meinem Film, Freunde. Ihr könnt schreiben, was ihr wollt, ne? Ich werde in meinem Film. Ich werde sowas in meinem Film, Mann. Danke, Benny, für dein Follow. Kuss. Schön, dass du da bist, Benny. Und Benny, alles gut bei dir, oder was? Läuft alles bei dir? Hoffe, ja. Mir geht's gut, Shadow. Wie geht's dir? Das wird noch geil damit. Was ab? Ja, ich sehe das auch schon, dass es geil ist. Aber ich will es selber haben, also. Ich will selber da in der Welt sein. Das Gute ist, das kostet nur 7 Euro, ja, weil es auch schon alt ist, ne? Da haben wir runtergesetzt. Oh. Weil es auch schon alt ist, ne? Oh ja! Oh! Oh! Ja! Oh, Digga, da würde ich so, oh Mann. Da würde ich echt eine Dings holen, aber sowas von Zacki-Zack, Alter. Also sowas würde ich direkt aber eine VR haben wollen, Alter. Sag ich so, wie es ist. Okay, jetzt hat er gesagt. Boah, diese Stimme auch. Das ist auch diese Originalstimme von Dings, ne? Die englische. Kann man auch Side-Laser-Schwerter haben? Boah, würde ich das fühlen. Würde richtig so geil sein. Ah, perfekt. Jetzt zieht er sich wieder ran. Oh,
Komm her! Ich mach mit, obwohl ich gar nicht eine Dings hab, Alter. Oh, ist das geil, Digga. Nun ja, sind im DFB-Pokal erste, dritte rausgeflogen. Ah, belassen, Shadow. Belassen, Digi. Welche Mannschaft supportest du denn? Was ist deine Mannschaft? Das gibt es doch schon längst. Das ist die Originale. Ja, ich weiß, was die Originalstimme ist. Ja, alles gut. Machen gerade eine Ausbildung. Und bei dir so? Was Ausbildung? Auf was machst du deine Ausbildung? Ja, läuft, ne? Ja, ich bin da, ne? Benny, Bob, Alltag, ne? Wie man es kennt. Und ja, ne? Ist auch viel. Was heißt nicht unbedingt viel passiert, aber halt, ich war halt 2 Monate weg, ne? Ich war ja auch immer im Stream, aber die meisten haben ja auch keine Nachricht bekommen und so, dass ich rüber gehe auf Twitch, ne? Weil ich habe eh nichts mehr zu verlieren, und auf Twitch macht eh mehr Sinn, weißt du? Ja, ja, aber sonst alles gut bei mir, privatmäßig, bam bam. Ja. Aber halt, 2 Monate war ich halt weg und das war ich noch nie in meiner ganzen Laufbahn. Ja? Weil, ja, wegen Streaming und so, ne? Ein paar Gedanken gemacht. Etc. ne? Kann ich dir aber auch irgendwann mal so erzählen, wenn du am Wochenende oder so da bist, kannst du ja nochmal nachfragen und dann kann ich dir ein bisschen mehr erklären oder so. Eigentlich müsste ich mal so einen Clip machen und dann so ein, weißt du, Ausrufezeichen, keine Ahnung, Statement. Und dass ihr dann den Clip immer angucken könnt. Ja, ist halt ein paar Gedanken, die ich mir wegen Stream auch gemacht habe, weißt du? Aber sonst alles gut bei mir. Alles nice. Digga, ich will hier mitmachen gerade, Alter. Ja, Freunde, keine Ahnung, Alter. Das ist meine Kindheit, Alter. Ja, moin. Achso, haben wir ihn jetzt so aufgehalten, oder was? So einer auf Ding, ne? Diesen Zeitstopp, ne? In die Kraft. Was ist das denn? Aber es ist alles, ist Non-Canon, ne? Also das gehört nicht zur Star Wars Story dazu. Das ist ja Non-Canon, glaube ich. Use the Force. Reach out with your mind and summon the light sword. Straßenbauer machst du? Straßenbauer? Boah. Ist auch viel, ist auch körperlich, ne, Benny? So, die Maler hier und da und Dachdecker und so, auch alles, wer ist das? Körperliche Anstrengung, ne? Ja, zieh durch, ne? Ich weiß ja nicht, ob du das weitermachen willst später. Aber mach erstmal, hab deinen Brief und dann kannst du immer noch gucken, ne? Was vielleicht doch was anderes machen willst. Boah, das sieht geil aus, Digga. Also auf dieses Game habe ich richtig Bock, Mann. Holy shit, ey. Alles, was sowieso mit Star Wars zu tun hat, ne? Aber ich will ein Laserschwert haben, sonst ich flippe aus. Ich will fucking Jedi sein direkt und yalla. Warum war ich so lange weg? Ja, Ausbildung, ne, oder? Deine Ausbildung wahrscheinlich, ne? Ist ja normal, ne? Und Zeit. Hast ja Sachen zu tun auch, ne? Na, Benny? Wie geil das ist. Ja. Soll ich dir was zu Star Wars Story zeigen, was damit zusammenhängt? Vielleicht erkennst du das wieder. Star Wars Story zeigen, was damit zusammenhängt. Ja, kannst du schicken. Aber das war echt geil. Also alles, was mit Star Wars zu tun hat. Also auch überhaupt Laserschwert, ne? So, Digga, ich würde das so fühlen. Holy shit. Aber das ist echt, glaube ich, das, was man sich auch immer als Kind gewünscht hat. Auch so VR, ne? Star Wars mäßig Sachen, weißt du? Ja, das ist so Sachen, ja, die hast du dir immer so gewünscht als Kind. Also richtig Hardcore Star Wars Fan, ne? Du bist richtig damit aufgewachsen und so, also. Filoni already proved the sequels are in alternate. Aha. Star Wars Theorie, auch ein geiler Channel. Auch geil wegen Star-Dings. Oh, das ärgert mich so hardcore, dass Star Wars beendet ist, ey. Das ärgert mich richtig, Freunde. Das ärgert mich richtig, ey. Star Wars hätte, oh Mann, ey. Ray und so, Mann. Banger, schön. Ach Mann, ey. Naja. Irgendwann muss Sachen auch beendet sein, ne? Damit ein neues Kapitel beginnt. Muss das
So ist das. Es gibt noch ein Spiel mit einem Kampf mit Yoda aus der Story. Okay. Yoda. Das hier, Sir. Das hier. Ray, diese... Arschie? Ich komm gleich rüber, Alter. Wieso? Fühlst du Ray nicht, oder was? wieso sagst du das? Er ist da? Hallo? Arschie? Statement? Statement. Benny, bist du in einem Discord-Server drin? Digga, das hab ich ja schon geguckt. So laufst du was. Star Wars Galaxy Schwanz, ey. Das hab ich doch schon gesehen, Sir. Benny, bist du in unserem Discord-Server eigentlich? Wenn nicht, Ausrufezeichen Discord, ne? Kannst du wieder Dings, oder ich weiß nicht, eigentlich warst du doch, ne? In Discord, oder täusche ich mich? Weiß ich jetzt nicht mehr. Aber was ist denn hier? Aber die Star Wars Galaxy Digga, ich kann nicht mehr reden. Galaxy Edge. Das kenne ich doch schon, Sir. Das hast du mir doch schon mal gezeigt. Das kenne ich doch schon. Oder ich hab's mir sogar privat, glaube ich, mal ein bisschen angeschaut. Warte mal. Da ist Yoda. Okay, das mit Yoda habe ich jetzt nicht gesehen. Achso, von ihm kriegt man das Dings, oder was? Das Laserschwert? Aber von Yoda mal so unterrichtet werden und so, ey. Digga, das will ich voll fühlen. Wirklich. Kindheit Traum, Mann. Da will ich so ein Jedi werden, ey. Jedi-Ausbildung, oh, Digga, Jedi-Ausbildung würde ich fühlen. Holy. Jedi-Ausbildung, Alter, würde ich sowas von fühlen. Oder, nee, warte, ich komm rein. Benny. Ja, ich gebe dir gleich eine Rolle und dann kannst du Dings. Spur mal zum Ende hin. Das wird richtig geil nochmal. Ja, ich will kurz das hier sehen. Ja, da wo man zusammen mit Yoda etwas von Explodieren rettet, mit der Macht, da ist man in seinem Film, okay? Aber wieso meinst du jetzt wegen Ray? Ich hasse sie. Wieso hast du sie, hä? Wieso hast du sie, Hoshi? Erklär mal, warum? Jetzt also die Schauspielerin jetzt, oder wie, oder was? Oder jetzt Ray, ihr Charakter, oder was? As you wish. Ja, schon geil. Das ist schon ein geiles Feeling auf jeden Fall. Aber man muss auch damit aufgewachsen sein, ne? Irgendwo. Aber wisst ihr, was ich mich frage? Man benutzt ja gerade einen Controller, ne? Also dieses Nunchuck, ne? Also diese Sticks da, ne? Bei VR. Gibt es eigentlich auch einfach nur so eine Controller, wo man so einen Handschuh hat? Weißt du, was ich meine? Einfach nur, wo man so seine Hände nutzt und hier und da, bam. Gibt es das auch sowas eigentlich? Jetzt nicht diese Dinger da in der Hand die ganze Zeit, sondern auch einfach nur einen Handschuh anziehen oder so, ne? Keine Ahnung. Wo das alles das so aufnimmt, weißt du? Dass du es auch selber halten kannst, hier und da, bam. Gibt es auch sowas als Controller, aber ist so ein Handschuh? Oder wie sieht es aus? Oder gibt es nur diese Sticks da? Schauspielerin, ist egal. Hoshi? Also persönliches Problem mit ihr, ja. Ich habe aber gehört, diese Schauspielerin hat Nacktbilder gemacht. Ne? Ich war direkt enttäuscht, Digga. Ja, hab so über sie geschwärmt. Auf einmal höre ich, dass sie Nacktbilder gemacht hat, Dings. Hab ich da noch nie angeguckt, aber werde ich auch nicht. Aber ich absolut enttäuscht bin. Absolut Welt zerstört. Ja, warum müssen auch manche Promis auch einfach Nacktbilder machen, ne? So richtig lost, Hauptsache irgendwas verdienen, weißt du? Junge. Aber eigentlich ist es ganz korrekt, also, weißt du, aber Digga, man macht Nacktbilder. Einfach Nudes, Alter. Okay, ich guck mal ganz kurz hin. Warte, ich gebe mal ganz kurz Benny, Freunde, die Dings, die Rolle. Kann alles sehen, auch im Discord. Ah, perfekt. Oh, erstmal gekickt auf dem Discord, Kapi. So, zack, bam. Benny! Freut mich, Diggi, dass man sich wieder sieht. Und hoffentlich öfters, wenn es passt, ne? Also, wenn du Zeit hast. Guck mal, also melde die ganze Zeit online. Ich weiß nicht, ich würde dich so hassen.
So, okay. Da. So, weiter geht's. Gibt es also, okay, aber mit Controller ist das echt angenehm. Ja, ich will aber so Hände haben, ich will nicht mit Controller, weißt du? Ich will das mehr fühlen, so mit Hände und bla bla bla, weißt du? So hin und her bewegen und so, weißt du, ich meine? Hätte ich viel mehr Bock, ehrlich gesagt. Handtracking, ne? Ja, okay. Okay, muss ich mir für ein Schulprojekt angucken. Alles klar, hast du gönnt dir? Ja, keine Ahnung, ich habe gehört, dass sie Nacktbilder gemacht haben und so, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht auf einer Pornoseite oder so, aber ich weiß, sie hat Nacktbilder auf jeden Fall gemacht. Haben wir News halt, ne? Bisschen zurück wieder. Das hier, oder was? Noch weiter zurück wahrscheinlich, ne? Das ist ja ein kompletter Kampf hier, oder was? Ich glaube das hier, ne? Aber du bist zu weit gespult, musst ein wenig zurück. Ist das so perfekt? Das macht man ja auch mit Controllern, die werden ja auch verfasst und getrackt. Bewegen musst du dich damit auch, ich weiß, aber ich will keinen Controller in der Hand haben, Sir. Verstehst du, was ich meine? Ich will diesen Handschuh haben und, weißt du? Ich will selber meine Finger bewegen und so, weißt du, was ich meine? Und nicht hier ganze Zeit mit dem Nunchuck ganze Zeit rumeiern, weißt du? Mit diesen Sticks. Ja. So ist gut? Okay. Mhm. Aber gerade so alles rot, alle. Ne? Also so gut aussehen tut das auch gerade nicht so, finde ich. Hat sich der Boden da geöffnet oder was? Ah, da unten, ne? Ja. Wie das sich anhört, Alter, wenn du die zerteilst, ey. Aber ja, geht auch mit Handschuhen. Ja, ich würde das mit Handschuhen zocken. Definitiv. Handtracking. Definitiv würde ich das nehmen. Warte seit heute noch, dass ich Minecraft spielen darf, lol. Hab das Game hab das Game jetzt nicht mehr. Wie? Warte. Seit heute noch, dass ich Minecraft spielen. Hä, wie, du hast das Game nicht mehr und darfst aber spielen? Achso, du hast es gelöscht und so, oder wie? Oder wie meinst du das jetzt, Benny? Ich liebe diesen Kampf, der bockt, aber Vader ist schon eine Nummer besser. Ja, Vader kann man nicht toppen. Es sei denn, ja gut, was heißt toppen? Also Vader, so Grievous und so, weißt du? Die sind schon krass. Vader, Grievous, Palpatine. Das sind schon die so Bosskämpfe, holy shit. Aber Vader würde ich von den drei am meisten fühlen. Wenn man jetzt ja noch Kylo Ren mit dazu packt. Ja, würde ich Vader immer als Top 1 sehen. Alleine schon von der Atmosphäre, von der Stimme. Und so, ja. Vader sprüht so eine heftige Energie aus, ne? Grafisch ist das Spiel nicht der Kracher, ist aber auch ein ganzer Planet von der Open World, okay. Ja, das andere fand ich geiler. Aber ja, Digga, das würde ich definitiv zocken, oder 100%. Hungriger Hugo. Hugo-Video, Freunde. Habt ihr Bock? Nee, ne?
Hungriger Hugo. Ich habe lange Hungriger Hugo auch nicht mehr geguckt. Holy shit, Alter. Echt extrem lange nicht mehr. Hungriger Hugo und Hungriger Hugo und wer war der andere noch? Keine Ahnung, hab ich jetzt vergessen. Kein Konzept, genau. Kein Konzept, habe ich noch nicht geguckt. Aber heftig, hätte Bock drauf, auf jeden Fall. Dann müssen wir jetzt 1 Stunde warten, bis das Ding jetzt kommt, oder was? Holy shit, ey, oder beziehungsweise eine halbe Stunde warten, ne? Dann gibt es eine Fortsetzung von den anderen. Oh ja, die ist geil. Ja, nee, aua. Er kam doch in ein Live und hat gefragt, ob ich mitspielen darf. Und du hast gesagt, dass ich einen Tag warten soll und dann mitspielen darf. Achso. Wann war das aber? Das war ja lange her dann, Benny, ne? Holy shit, wie lange war das her? Und dann kommst du Digga, das war ja aber lange her, ne? So, ja, so oder so muss wohl geil sein halt, ne? So, ne? Weil Menschen haben ja auch so Toni und da, aber trotzdem sind ja ab und zu hier, ne? So ist ja klar, ne? Aber wann war das? Das wäre aber echt lange her dann, ne? Das wäre ja nicht irgendwie vor kurzem oder so. Aber warst du zuletzt da, ey? Holy shit. Was ich meine? Holy shit, Benny! Ne? Oh, ich hab Bock heute auf die nächste Folge. Far Cry 6. Also Far Cry muss ich echt sagen, Storygame-mäßig ein Kracher. Also ist echt ein... Ja, ich weiß nicht. Ja, ich könnte schon sagen Meisterwerk. So ist es nicht. Also seit langem mal wieder, wirklich. Also Far Cry 3 wird für mich immer das Legendenspiel bleiben, ne? So, aber Far Cry 6 muss ich sagen, haben die wirklich schon ein geiles Far Cry mal wieder rausgehauen. Ubisoft, also schon was heißt Respekt, aber die anderen Far Cry haben ja meiner Meinung nach so reingeschissen, ne? So, aber seit Far Cry 3 mal wieder richtig ein geiles Far Cry, also wirklich, das ist geil. Das ist geil. Venom, The Birth of Carnage. Venom will ich auch mal gucken, habe ich noch nie geguckt. Venom. Muss auch mal gucken irgendwann. Ja, 4 Monate oder so, ja, guck mal, wie lange das ist, ne? Jetzt muss es sowieso geil sein, ne? Gut aussehen, bam bam, Benny, bevor du irgendwas von mir kriegst. Aber zieh da der Ausbildung durch, ne? Ja, mach mal ab. Zieh das durch und dann kannst du immer gucken, ne? Aber das ist echt körperliche Arbeit, ne? Straßenbauer oder so, muss Ziegelsteine und so steppen, ne? Also diese Sache halt schwere Sachen, Sandsäcke und so steppen und so Dinger, ne? Ja. Das ist heftig. Aber zieh das durch, ne? Hab den Brief in der Tasche und dann ich weiß nicht, ob du es weitermachen willst, aber kannst du dann auch immer gucken, ne? Erstmal durchziehen und dann alles andere. Capture Card für eure Kamera. Aber Media, Digga, eigentlich habe ich mich für Elgato entschieden. Aber Media, lösch dich. So, das ist, was Hoshi dir zeigen wollte. Ich habe noch eins meiner Kindheit, das Spiel liebe ich. Das hier oder was du mir geschickt hast? Resident Evil. Spoiler Alert! Ja, das Spiel, was Sir reingeschickt hat, war schon Liebe. Ist aus 2005, ein Remastered auf die Quest. Feierst du das auch? Warte mal. Remaster? Meinst du jetzt Resident Evil oder wie? Oder was? Hoshi? Resident Evil habe ich nichts damit zu tun, ehrlich gesagt. Ich habe mal diese neuen da, Resident Evil, also das jetzt auch mal gesehen, ne? Aber die ganz neuen halt, ne? Aber ohne jetzt VR. Die habe ich mal durchgeguckt, Let's Play bei jemandem, ne? War ganz cool eigentlich. Ja, war cool. Aber so die Resident Evil Reihe habe ich nichts mit zu tun, ehrlich gesagt. Ist nicht so meins. Das habe ich nie irgendwie was zu tun gehabt. Ein richtiges OG-Game umgesetzt. Okay. Ja, dieses letzte, diese Resident Evil 7, Resident Evil 8 war das letzte, ne?
Und diese Paar davor und die mit diesem Blondie da. Habe ich mal damals mal so ganz kurz so, vielleicht habe ich glaube kurz gespielt, ich weiß nicht, bei jemandem. Aber so richtig gecatcht hat mir das nie. Aber so diese neuen Dinger war schon krass. Ja, also die Story habe ich schon so ein bisschen am Plan, ne, was abgeht. Ne? Also jetzt von den neuen halt, ne. Na, weiß ich schon, so was abgeht. Aber schon ist auf jeden Fall eine coole Serie, aber habe ich nie was mit zu tun gehabt, ehrlich gesagt. Ich kenne halt nur auch meistens auch nur diesen einen hier, ne, diesen Blondie da. Hat sich ja komplett dann auch anders entwickelt irgendwie, ne, von der Story. Tomb Raider auf PS2, ist so geil. Tomb Raider? Ja, Tomb Raider auch ein Legendenspiel. Tomb Raider Legendenspiel, Dieses Rise of the Tomb Raider habe ich auch mal gemacht, ne? Leider ist am Ende Benny irgendwie in so einen Bug gekommen, wo ich nicht weitermachen konnte einfach, ne? Musste das mal reinziehen. Ich war kurz vorm Ende, kurz vorm Finale und einfach ein Bug gefühlt. Ne? Irgendwie so im Haus war ich, musste da so ein Ding aktivieren, weißt du? Oder was suchen, ne? Bestimmtes. Und das wird einfach mir nicht angezeigt, obwohl da steht, ich muss da hingehen, weißt du? Absolut konnte ich das Finale nicht zocken, perfekt. Aber ja, Rise of Tomb Raider und diese andere wollte ich auch nochmal zocken. Aber werde ich wahrscheinlich privat mal machen, oder vielleicht, wenn überhaupt. Ja, Tomb Raider sowieso immer. Ja, Tomb Raider auch Kindheit. Das, was du gerade siehst, erschien ursprünglich 2005 auf dem Gamecube und wurde dann auf die Quest gebracht. Hat mich echt gefreut dann. Okay, achso. Ah, auf dem Gamecube. Achso, das meintest du, Sir, ne? Ja, Sir meinte das, irgendwas mit Gamecube oder so. War das hier. Ja. Ja, Gamecube hatte ich auch, aber wie gesagt, nie mit Resident Evil so richtig zu tun gehabt. Gamecube sowieso, Mario Kart Double Dash, einer der geilsten Spiele auf Gamecube damals gewesen, holy shit. Das beste Mario Kart, meiner Meinung nach auch. Und halt Smash Bros. Und so, ne? Mario Party. Mario's Sunshine. Which is understandable, but still a bit of a letdown. Thankfully, the cutscenes Leon has on his communication device have been moved to VR. Oh ja, das sagst du auch einmal, ne? Also wenn du auch die Mutter hast, habe ich schon genug, aber das bringt auch nichts, also. Nur Resident Evil und so. Für mich gibt es einfach nur ein Spiel. Und das ist Battlefield 2042. 40. Also erstmal noch ein Ding, ne? Sollte GTA 6 irgendwann um die Ecke kommen, das dauert sowieso noch ein paar Jahre, dann zeige ich natürlich beides. Aber solange kommt ja sowieso kein AAA-Game, von daher, ich bin bedient. Für eine ganz lange Zeit. Für eine ganz lange Zeit werde ich bedient sein. Stick mit IGN, auch IGN hier, den Schmutz da. Hoshi, sag mal, möchtest du kurz ein Timeout? IGN, imagine, IGN. So, haben ja neue Sachen hochgeladen, ne? Wegen gestern auch State of Play. Was ich auf IGN aber cool finde, was man denen lassen muss, dass sie auch wirklich Film-Trailers und so hochladen, ne? Nicht nur Games, sondern auch Film-Trailer und so. No, ganz schlecht. Ja genau, dieses Kart Rider da. Digga, ich dachte erstmal so Mega Man Racing oder so, das war keine Ahnung. Das war gestern alles, das war so langweilig, ne? Die State of Play, holy shit. Ja, okay, Five Nights at Freddy's, okay, ja, habe ich jetzt auch gesagt, aber auch nie was mit zu tun gehabt, so richtig. Ist auch so ein Horror-Jump-Scheiß, hab ich auch Bock drauf. Aber sonst, Schmutz. Lightyear Official Teaser? Was? Buff Live hier? Warte mal ganz kurz. Einfach 6 Millionen Aufrufe, kurz. Wie Buff Live hier? 3D-Dings? Oder ist ein Film, ne? Ja. Buff Live hier? Was? Haha. Wie in Battlefield? Ja, machen wir gleich. Einfach live hier. Zumindest haben wir ihn gut getroffen, ey.
Zumindest haben sie ihn gut getroffen, ey. Wäre richtig sauer gewesen, wenn er nicht so aussehen würde. Ja, gut. Ja, doch. Also vom Gesicht von hier und da. Doch. Ist schon. Aber quasi, was live ja eigene Serie. Also eigener Film, oder was? Muss ich gucken. Wow. Muss ich gucken. Kindheit. Toy Story. Sowas finde ich in Ordnung, wenn die es aber auch gut umsetzen halt, ne? Sowas finde ich auch in Ordnung, wenn Disney das auch zumindest auch gut umsetzt, ne? Sommer 2022. Hm? Krass. Bud Live hier mit seiner eigenen Geschichte. Oh, cool. Das ist nice, ja. Das ist auch geil umgesetzt, ja. Die Bewertungen sprechen für sich. So, this is become to Toy Story canon. This is the backstory that Bud Life has. Ja, das ist die Hintergrundgeschichte, ne? Genau. Also wahrscheinlich bevor er Woody oder so kennengelernt hat, ne? Würde ich jetzt mal meinen. Also vor der Geschichte von Toy Story. Nice. So. Krass, diesen Dings. Zockst du Horror Games? Ja, ich wollte ja eigentlich am Sonntag wieder einen Horror-Stream machen, ne? Sonntag ist ja Halloween, ne? Aber dadurch, dass ich jetzt ein bisschen achten muss, weil kann sein, Benny, dass ich meine PS5 kriege, im November oder Dezember, ne? Habe mich ja da registriert für eine vorbestellte Aktion. Und da muss ich ein bisschen gucken wegen Geld und so, weißt du? Ein bisschen jeden Cent doppelt umdrehen. Ja, ne? Ein bisschen achten halt, ne? Und ja, aber sonst, ja, Horror Games aber nur dann, wenn Halloween halt ist, ne? Aber sonst halt nicht. Sonst kennst du mich ja, bin ich ja Multiplayer und Battle Royale Spieler, ne? Ja, fühle ich jetzt aber nicht dieses Setting, ey, dieses auch Oldschool schon wieder, ey, oh, schlag ich wieder ein, ne? Ich fühle ich nicht. Ich will moderne Waffen haben. Dieses WW2 und so, ja, Modell Medal of Honor halt, ne? Aber, ja, Aber war Medal of Honor immer so, oder was? Warte mal. Ich kannte Medal of Honor eigentlich auch mit modernen Waffen, oder bin ich doof? Medal of Honor. Modern. Ich kannte doch Model, ja, ich glaube, das ist ein Medal of Honor, habe ich damals, ja, Medal of Honor Warfighter, genau. Ja, Mann, das ist Medal of Honor. Was schickst du mir da, mal? Ich kann ja Medal of Honor suchen auch, ey. So moderne Sachen, geil. Bub. So Medal of Honor, ich fühle dieses WW-Setting absolut null, ey. Halt nicht zum Einschlafen, ey. So, noch irgendwas, Freunde? Noch irgendwas, was wir anschauen können? Geht auch bald los, ne? Ein paar Minuten noch und dann geht's weiter, ne? Mit der Präsentation, ja? Die Stream vom Weltall, ey. Da bin ich mal gespannt, ey. Die Stream vom Weltall. Ist geil, ne, ich feiere das, also ist cool so, ja, zu zocken, aber ich feiere das Setting nicht so. Ich mag dieses Weltkriegssetting absolut null. Nee, Mann. Ich mag das Hier und Jetzt, Gegenwart oder so ein bisschen nahe Zukunft. Also, aber nicht irgendwie auf wieder zurückentwickelt. Was ich meine? Das ist absolut nicht meins. Nee. So. Na, hast du was für mich? Aha. Was, Leo, hä? Aha, Leo. Aha. Komm mal aus auf Airschuss, ey. Das wollte ich mit euch machen, ne? Werde ich wahrscheinlich bei Annie gucken, alles. Story. Ärgerlich.
Ärgerlich, aber ich muss echt achten darauf, dass ich meinen PS5 irgendwie kriege. Sorry, Caps. Wieso? Wieso? Benny? Benny, komm mal her, du. Sag mal, du musst langsam ins Bett, ne? Das kann ja wohl nicht wahr sein, Benny, du. Du musst noch Zähne putzen gehen und dann ins Bett. Ja. Ach ja. Na, Freunde, so ist das. Aber egal, wenn ich die PS5 habe, da habe ich ja gesagt, mache ich Unboxing, ne? Bauen wir die alle zusammen auf. Hier und da. Ich hoffe, ich werde da keine Probleme mit kriegen. Irgendwie ist ja auch nicht schwer, alles einzustecken. Einfach nur alles Jalla raus von der PS4 und Jalla rein von der PS5. Also. Mit den Kabel und so soll auch kein Ding sein. Einfach ich denke mal, ich kann die PS4-Kabel benutzen, ne? Für die PS5. Es sei natürlich, ich will auf 4K gehen oder so. Mache ich aber nicht. Da brauche ich ein anderes Kabel für, ne? 3.1 Kabel oder irgendwas. Aber dann kann ich das Kabel ja weiterverwenden, ne? Ja moin Leo, ja moin. Die Präsentation von All hat eventuell was mit dem Spiel zu tun, weil die laut sagt irgendein Sir, du brauchst auch nur einmal den Dings reinstecken, ne? Du brauchst nicht 10.000 Mal reinstecken. Und ich schwör's dir, nehme ich dir dein VIP weg. Langsam reizt mir da. Einmal reicht, ne? Ich sehe das schon. Was ich meine? Also wenn würde ich dir ein Spiel sagen, Outlast ist geil. Benny, für dich auch nochmal. Für mich wird es nur, und was für eine sehr lange Zeit, ne? Und wäre das Spiel dieses Jahr nicht gekommen, würde ich auch absolut nicht zocken, ne? So. Stream vielleicht, ja, aber dann würde ich uns die Videos angucken, weißt du? Aber zocken für mich persönlich und privat würde ich absolut nicht machen, weißt du? Weil es kein Game, wo ich sage, da gehe ich alle rein, weißt du? Da spende ich meine Zeit, bam, 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 so, ne? Dass ich dieses Gefühl wieder habe, so, du stehst auf oder so, ne? Oder du kommst von draußen, bam, bam, ne? Und schmeißt die Konsole an. Oder die PC, whatever. Ja, ich meine, ne? Nur das einzige Spiel, was mich interessiert, jetzt in dieser Zeit und auch für eine lange Zeit, solange sowieso kein anderes heftiges Game kommt, ist Battlefield, weißt du? Ja, so. Battlefield, nichts anderes. Ja, weil das ist das einzige, wo ich sage, ja, bam, 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 ne? Das kenne ich. So, ich weiß, wie der Content aussieht, ne? Ich weiß, dass man kann man geil reingehen, 24/7, weißt du? Ja? Und das wird ein Kracher werden, so. Ja, ne? So, Outlast und hier und da, bam, bam, ja, ne? Alles kann man noch davor vielleicht machen. Aber Outlast müsste ich auch kaufen, weißt du? So, und ich musste gesagt, ich muss das auch noch kurz gucken. So, ich muss ein bisschen abwarten, was die nächste Woche bringt. Ja? Kann sein, dass sie mich anrufen mit der PS5 und so, weiß ich mein. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen chillen, also. Ich muss sowieso chillen, bis Battlefield da ist. Was soll ich machen? Ja, ich meine, ne? So, ich muss sowieso chillen, bis Dings da ist, ne? So im Großen und Ganzen, weißt du? Also von daher. Benny! Komm mit auf die geile Reise mit Battlefield. Oh, lass es! So. Sonst schwörst du, ehrlich. So, zur Zeit ist sowieso bum bum, ne? Aber ein Glück ist Battlefield da, wirklich. Ein Glück, ein vernünftiges Multiplayer-Spiel, ey. Ja. Echt, ich freue mich wirklich. Also das ganze Jahr auch drüber aufgewartet, weißt du? Digga, ich hätte das gar nicht verkauft, hätte ich das irgendwie bis nächstes Jahr verschoben oder so. Ich sehe dich da in Geometrie Dash. Wie meinst du Geometrie Dash, Leo? Noch 14 Minuten, dann geht's weiter, Jungs. Wer ist das hinter dir? Wo hinter mir? Was für hinter mir? Das ist doch keiner, Benny. Achso, hinter mir. Benny, bin ich frisch. Komm her. So, was ist das jetzt hier? Leo Echo. Whatever. Ja, auch ein bisschen so. Sagen muss auch wischen. Okay. Lone Echo. Ist man da nur in den Dings, ne? In Weltall und so, ne? War ganz nett, aber das ist jetzt nicht meins. Ganz nett ist aber nicht meins. 15 Minuten. 14 Minuten. Ja, 14 Minuten noch warten, ne? 14
Eine GTA-Folge, GTA-RP-Folge, die ich noch nicht geguckt habe. Wobei, bei Mickey habe ich schon geguckt alles, ne? Irgendwas, was ich noch nicht gesehen habe. Ja, Benny, ne? Du Schlumpf. Wie alt bist du jetzt eigentlich, Benny? Wie alt bist du geworden? Weiß nicht, der letzte Stand weiß ich ja nicht mal, bei dir. Wie alt ist der Monsieur? Wie ist eigentlich mit dir? Benny, du warst auf PC nur, ne? Unterwegs, oder? Du hattest jetzt nichts mit Konsolen zu tun, ne? Wenn ich mich recht erinnere, oder? Ja, ne? Doch. Ich glaube, du warst irgendwas nur wie PC und hier und da, ne? Unterwegs. Ja. Also geil, wie gesagt. Kann ich dir nur empfehlen, Battlefield, ne? Wenn du auf geile Sachen Bock hast. Geilen Shooter-Bock hast, auf jeden Fall, ne? Gönn dir. Gönn dir. Heftiges Squad Game, Spannung. Ach, das habe ich schon gesehen. Da im Stream. Squid Game oder wie das heißt, ne? Diese overhypte Serie da auf Netflix. Squid Game. Yeah, Netflix. Geh mal kurz auf den Oculus-Kanal, wenn ich den finde. Sir. Wenn ich den finde, Mann, Jokto. Sir. So, Oculus. Na moin, jetzt geht's um einen Film, der so heißt. Ja moin. Zeigen die das hier oder was? Ich schaue, das wäre besser jetzt, wenn die es hier zeigen. Sir? Zeigen die das hier oder wie? Da brauche ich jetzt nicht auf Facebook direkt darauf gehen. Kann ich jetzt einfach hier gucken, einfach simple, easy. Bam bam. Ja stimmt, da ist was neu. Wie hast du es vergessen? Ja, nur PC, hab P2 und PS4. Ah, stimmt, genau, das ja, wenn ich, weiß nicht. Kurzzeitgedächtnis. Manchmal habe ich ein Kurzzeitgedächtnis, muss ich sagen, ja. Aber wie gesagt, ne, ja, viele auch andere Sachen im Kopf, ne. Ja, stimmt, du hast eine Konsole, aber du warst mehr auf PC unterwegs, ne, genau. Du bleibst auch auf PC, ne? In Zukunft, oder? Kostet jetzt keine Next-Gen-Konsole, ne? Kann ich das hier gucken, oder was? Nein, machen die nicht. Oh, Mann, ey. Kein Bock. Introducing Supernatural Boxing. Okay, was soll ich da gucken, Sir? Was soll ich da gucken? Supernatural Boxing. Das war ja präsentiert, haben wir hochgeladen. Oh, nix. Ja, alles gut, ist kein Ding. Ja, bleib auf PC. Also. Hast du einen guten PC? Einen guten Specs? Ja, weil irgendwann wird es ja auch ändern, ne, Benny? Was denkst die Games so betrifft, weißt du? Ne, so Next-Gen-Games und so, ne? Battlefield wäre das einer von den ersten, ne? Das zählt ja auch schon, ne? Also zumindest mehr so ab so eine GTX 1070, weißt du? Alles nach oben, bam bam. Ich glaube sogar GTX 1050 und so, ne, reicht auch noch, aber irgendwann, ja. Da muss man auch irgendwie so ein bisschen updaten, ne? Gut, dass man mit der Konsole so hier Probleme mit der Konsole keine Probleme hat damit, weißt du? Einfach ja da und let's go, ne? Aber PC-Leute haben immer hier da upgraden, irgendwann mal wieder. Was ich suche, ne, ich warte auf Sir, was er mir schreibt. Resident Evil 4 Truck. Oh, was ist das? Resident Evil 4 Truck. Resident Evil. Ich gebe das einfach ein, Digga. Wie so ein Oculus-Dings. Oder muss ich unbedingt, oder ist es speziell oder was? Resident Evil 4 Truck. Wo ist denn das? Welches Video? Das ist ganz oben. Ich glaube in der zweiten Reihe. Das hier? Ah, hier. Warum öffnet sich dann so? What the fuck, man? YouTube löscht dich. Was ist das hier?
Einer auf Halloween oder was? Einer auf Resident Evil promoten. Oh, Werbung. Ja, erstmal Blut, Alter. Erstmal weggebannt dafür. Kuss. Bis in 30 Tagen, Freunde. Ach so. Er präsentiert das so einen auf den, ne? Hm. Ja, geht, also hab eine 2070 super. Ja, ist gut. Das ist noch gut. Brauchst auch nicht upgraden erstmal. Das ist gut. Ein 2070 super ist super gut. Ist sehr gut, Benny. Sehr gut. Aber auch einen guten CPU hast du, ne? Guten CPU und ausreichend RAM, ne? Ist auch wichtig. In Deutschland wäre der Wagen nicht zulässig. Der jetzt da, oder was? Okay, warum nicht? Aber warum nicht, Sir? Achso, weil du das auf einen auf realistisch gehalten ist, oder? Ist das Wasser, was da jedes Mal rauskommt, oder was? The fuck? You're dead. You're dead. Resident Evil X Quest 2. Alles klar. Wieso wäre das nicht zulässig? Was ist das schon wieder? Ja, in Deutschland ist ja immer irgendwas. Aber ja, warum ist es jetzt hier nicht zulässig? Resident Evil 4 is amazing. Ja, Junge, lösch dich doch mal kurz. Mein Traumauto so, wenn ich mal irgendwann mal in meinem Leben einen Führerschein mache, Penny. Ja gut, in Hamburg brauchst du auch nicht unbedingt einen Führerschein, ne? Du suchst so 10 Jahre mal einen Parkplatz. Ja, aber wenn ich mein Auto hätte, ja, ein BMW, ne? Ein BMW muss jetzt aber nicht diese Dinger da, weißt du, diesen Protzauto, sondern einfach so ein schön, ne? Vier Sitze BMW, schon modern, aber ne? Und ja, weiß nicht. So einfach einen normalen BMW-Wagen halt, ne? BMW irgendwie habe ich mir irgendwie angetan. Keine Ahnung, also fühle ich irgendwie was. Oh ja, aber so schlicht einfach, bam bam. Na klar, ein bisschen moderne Ausstattung, so logisch, ne? Aber jetzt nicht so wie ein Bob und so, weißt du? Bringt gar nichts. Ne? Aber so ganz normal, modernen BMW. Ja, da hätte ich Bock drauf. Definitiv. Ich weiß auch nicht, ich sage immer, ich mache Führerschein, Alter. Im Endeffekt brauche ich auch gar nicht, ne? So unbedingt. Aber er ist ja nice to have, ne? Das ist natürlich die Sache auch, ne? Da werden ja auch Fragen manchmal gestellt, weißt du? Ne? Da habe ich auch manchmal ein bisschen Bedenken, Alter, dass ich das verkacke, weißt du, was ich meine? Und ich bin nicht dumm, so ist es nicht. Aber da sind manchmal so Fragen, so doppeldeutig und hier und da, weißt du? Da denkst du, ja, also. Früher war es einfacher, weißt du, Benni? Ja, früher damals für 500 Mark, ne? Führerschein gemacht, bam, bam, die Fragen waren auch nicht so dumm, ne? Aber mittlerweile hat sich das auch geändert, weißt du? Und dadurch die ganzen Unfälle und so und in der Statistik auch meistens von Jugendlichen auch, weißt du? Klar, dann dass sie das erhöhen, weißt du? Ja, früher war es aber alles noch gechillter. Hätte ich mal früher auch mehr drauf machen sollen, weißt du? Wo es noch Mark war und so. Aber ja. Damals, ne? Ist leider alles nicht so gekommen, wie man es vielleicht auch gedacht hätte, ne? Ist halt so. Wenn ich einen Führerschein mache, ja, muss ich gucken. Schauen wir mal. Tarek, ne? Kennst du Tarek auch eigentlich, Benni? Ein Kumpel von mir, Tarek? Der hat ja auch einen Führerschein gerade dran, ne? Ich weiß nicht, ob er schon fertig ist, aber der ist noch ein Führerschein dran und so. Bin mal gespannt, aber Auto wird er wahrscheinlich noch nicht kaufen. Und so, aber ja. Erstmal Führerschein und dann kann man ja sowieso so Autos renten und so, ne? So, wie heißt das? Ausleihen halt, ne?
Ja, safe, BMW ist geil. Ja, ich weiß nicht, ich fühle das irgendwie. Ich fühle einfach deren Modelle halt, ne? Genau. Ich fühle halt diese Modelle und so halt, ne? Ganz cool. Aber sonst, ja, so ein Pratzauto und so, brauche ich nicht. Also, was ich meine. Ja. Im Endeffekt siehst du dann später nur noch so einen Riss drin, Alter, weil irgendwer neidisch ist. Was ich meine? Ja. Aber dein Fahrrad fährt und du fährst halt so ein Ding, ey. Ja, gibt's also Leute. War ja auch in Deutschland, ey. Neidgesellschaft leider, weißt du? Das bringt gar nichts. Das ist ja, du hast eine Garage und so, alles safe, aber sonst. Ja. Sonst bringt das gar nichts. Aber auch so. Macht das der Reh. Wer das scheiß Holzplatten von der Scheibe hat. Also Holzplatten, alles klar. Deswegen erlauben die das nicht. Ja, Kuss. Ja, ihm viel Glück und dir auch, wenn du einen machst. Ja, danke dir, Benny. Werde ich ihn ausrichten. Ja. Und du, Benny, was ist so dein Auto? Was machst du so? Was würdest du so fahren später? Oh, macht es ja auch Sinn bei dir ein Auto? Also, weißt du? Also macht das Sinn bei dir einen Führerschein zu machen? Oder sagst du einfach nur nice to have oder einfach so? Oder wie sieht's aus bei dir? Beyond Our Planet. Sign up now. Connect 2021 takes you on a immersive spacewalk in virtual reality in 2050 miles above the Earth. Ja, aber ich bin gespannt, Mann. Machen wir mal Welle, ne? Will ich mal sehen jetzt. Ah, hier wird das angezeigt, ne, Hoshi, oder? Direkt, wenn ich jetzt aktualisiere, also wenn das dann 23 Uhr ist, oder wann geht's jetzt los? 23 Uhr, ne? Dann wird es hier angezeigt, ne? Direkt, bam. Oder ich jetzt irgendwo anders klicken muss. Daniela. Alles klar, einmal reloaden. Jo! Bama Manajekte! So, jetzt live. Wow, wir reden jetzt wieder 10 Jahre lang. So, bin ich mal gespannt. Hat sich das hier alles gelohnt? Oder wird das Einschlaffestival des Jahres? Ja, mein Einschlaffestival des Jahres. Kuss. Schauen wir mal, ne? Lauter! Found right now via our Connect 2021 playlists, including Mari's Building Accessible Future in VR session, which is such an important topic. Also wenn ich mir keine Sorgen um Geld machen muss, wäre es der Nissan Skyline GTR R34, okay. Also mit Autos kann ich mich nicht so aus, aber jetzt nicht jedes Modell. Nissan, sagst du? Warte, gucke ich mal gleich auf mein Handy. Nissan GTR. Ah, Benny? Siehst du dich drin? Ja, guck ich mal gleich, was das für eine Wagen ist. CTO, everything that we're excited about. So let's go to him right now. Welcome to Connect, everyone. So my process for these talks is that I basically go back through the last year of internal posts and public tweets that I've made, looking for things that are interesting and worthwhile to talk about, and then I try to roughly sort them into some kind of a coherent topic flow. And then usually 1 or 2 days before the show, I wind up kind of feeding those notes over to comms to make sure nobody's going to absolutely freak out about anything that I say. And normally there's just a little bit of kind of gentle pushback on a couple things, and only one time in the history of all the times that I've done this has anyone ever said, it's like, no, don't talk about this. And that was about calling out SLAM, or simultaneous localization and mapping, before we had Quest's insight tracking working, which was really a silly thing in retrospect. But
So I'm usually a bit of a counterpoint to the grand strategic visions, because I'm all focused on the nuts and bolts of things. And I'm also usually the one that's a lot more kind of grumpy and unhappy with the way things are going, as I always want more faster progress. But this year I really have a lot of things to be quite happy about. By far the most important is that Quest 2 has been a really big success. And it was a heroic effort to get it out when it was last year in the space of all the headwinds that we had. But it was better, faster, cheaper. One of those just rare combinations that you almost never get to have in a product. And while there's still like a couple minor things where some people do still miss the OLED displays or the continuous IPD adjustment, it really was a fantastic product, and the market has responded very positively to it. I mean, it would be a really big danger sign if we had been able to do all of that and we didn't have this major multiple uptick that we saw with Quest 2 and Quest 1. But so that's a sign that things are looking good for that, and the whole ecosystem has been There's a bunch of other things that I've often talked about in these past Connect talks that I've been complaining about how we should really have this, why don't we have this yet, and a bunch of them did land this year. AirLink got released, where we had Oculus Link out, and it was doing better than people expected internally. Lots of uptake for it. And we had the existence proof of virtual desktop streaming Steam games. And there was a lot of internal debate about this, about whether we needed to make completely custom hardware to be able to do wireless Wi-Fi. But we shipped it. It's great. Lots of people love it. It doesn't work for everybody. Not everyone has good enough Wi-Fi for it to be a good solution for them. But it does work for a lot of people. And it's kind of funny how we've got the obvious extensions to this, where you've got AirLink to your own PC. There's a bunch of language right now where they're kind of carefully protecting certain use cases, but there's obvious things that we'd like to be able to offer, or I'd like to be able to offer, where you should be able to AirLink to your friend's PC. One small step from that to some kind of a cloud link where you could play VR games in cloud servers onto your mobile system, potentially anywhere. Now, there's even more challenges for that, and there's always been this spectrum from obviously pure native is best, wired link has the next fewest problems, Wi-Fi has the next fewest problems, going all the way to cloud brings in a whole new set of issues, and we're going to have the exact same arguments that we always have on every single one of these steps. It's not going to be great for everybody. It cuts off more potential users. But there's going to be a bunch of people that can find something like that valuable. And in fact, it's been almost funny how the conversation has changed so much that cloud VR rendering is now almost looked at as a plan of record for some of the metaverse options that we're looking at, where cloud rendering couldn't get the time of day a year ago, but now it's almost looked at as plan of record to the point that I'm even gently pushing back a little bit on it with like, whoa, hold up, there's still a lot of challenges with cloud rendering, there's a lot of negatives and other things that we need to factor into. Maybe we shouldn't jump right to that, but it's been great to see the progress, and most importantly for me, the user value that we've delivered. Leider ein Traum, der nie wahr wird. Sag das nicht. AppLab got released, which has been from the beginning this long tension between more open application development versus carefully curated spaces, and again, enormous internal battles about this over who's going to control access to the VR screen, wenn du da ein Ziel hast, dann mach das, weißt du? And we finally shipped it, and we've already got some really amusing data points that are happening, like Gorilla Tag having more concurrent multiplayer users than big budget titles that have had millions and millions of dollars poured into them. And I want to keep coming back to this and say we should trust the market rather than sort of our internal content czars that want to pick and choose the winners with it. But there's still, while it's supposed to not be the full store review process, there's still a significant review process, and we've been backed up for multiple months at times with this, and I do think that really has to get solved in some way. And I've always suggested that we should be able to get to a reactive approach rather than a filtering approach. I mean, you couldn't run like a social media network if every post had to be approved. You obviously get to the point where you let everything go out, and when something is problematic, then you go back in, you worry about taking it down. And I think we should be able to get there with AppLab as well. That's not our current plan of record, and that's just something that needs to be pushed on. And I certainly have some sympathy for the review schedule, where I had promised to do more kind of public app reviews, and I'm not even done with my third one yet. It's just hard to kind of get through all of these things.
Aber ich will jetzt mal gucken, ganz genau gucken, was die hier meinen, was für eine Entdeckung die gemacht haben. Another thing that was really kind of a niche feature, but 120 frames per second support landed this year. And that's been another kind of fun one with the internal arguments about it, where in previous years I had talked about how we had found out that the original Quest 1 hardware could actually run at 90 hertz, not just 72. And it would have been nice to be able to do that. The theory was that some applications could be lightweight enough to be able to run at that speed, and maybe it'd be great for Oculus Link support to be able to run PC content at sort of its original CV1 native rates. But we never were able to get that one through. There was this idea that, well, changing the clock rate on that, we would have to get it FCC certified again, recertify the device, and that was never going to happen for a device at that point in its kind of lifespan. But on Quest 2, there were no clock changes. It was just changes in kind of what goes into the timings to be able to do that. But we still ran into a ton of internal resistance about it from display teams about, well, it's not certified to do that. You know, it might not always switch, it might have ghosting. And we had people going and say, well, let's go into a walk-in refrigerator and try it in there, in the worst case for an LCD screen. And it's like, okay, maybe you can see a touch of ghosting, but it's just not that big of a deal. People saying it's like, well, nobody will actually take advantage of this. 120 frames per second is too hard. But then it came down to some more arguments about, well, okay, maybe it works on our display now, but what if we want to second source something? What if we want to go ahead and use displays from another vendor where we've kind of said we want this 90 hertz, but maybe not everything can be pushed to 120. And there's something to that argument where it's always better for hardware vendors when you're making a piece of hardware to be able to have multiple sources for the components that you use. It's important in case something catastrophic happens to one of them, but it's also important to give you a little bit of leverage with the companies. If a company knows that they make the only part in the world that you can use, they've kind of got you over a barrel and it hurts your negotiating position for everything. But if there's at least two companies sourcing components, you're in a much better position to be able to say, well, I'm just going to take the one that meets my minimums and is the cheapest at that point. And this winds up impacting us on a bunch of other things. Like, we only found out kind of this year that we have a couple different SKUs of flash vendors, and they have slightly different performance characteristics. It's not anything that you would notice. They all met the specs that we listed, but some of them are a little bit better than the specs that we had. And if you write really hardcore I/O tests, you can tell the difference between some versions of Quest. But we did finally get it out, and it was literally over a year from the point where it was demonstrated that 120 hertz works to the time that we could actually ship it. And I found that ludicrous that it took that long. It was just not much code at all. But it's out there, and it's a success story, and that's one of the poster childs that I get to use internally now about how sometimes our process messes things up. And we do have applications that are taking advantage of it. Like, one of the first ones that was a cheerleader for this was 11 Table Tennis, the ping pong simulator game. Where that sort of super fast reactions and twitches on that are super important, and it was simple enough that they could cut down the scenes as much as necessary to get to a stable frame rate there. And interestingly, that game also pointed out some of the issues with the extrapolation of our controllers, where they see certain problems with even only extrapolating 30 milliseconds into the future, that serious players can actually tell the difference. So we've still got room to grow at the high end for our responsiveness in VR for some applications. And then one of the ones that's very near and dear to my heart is just this last week we were able to release the unlocked Oculus Go system software release. And this has been far longer in the making than you're likely to consider, because even before Oculus Go existed, when we were planning to ship our first standalone headset, there were serious discussions internally about, well, can we let users have root? And there's always been the breakdown between usually the people on the system software side. Also wenn das jetzt nicht hier ein bisschen mehr ist, dann ist es schlimmer als E3. But people will wind up coming up with reasons about how, well, that might undermine some of our, our platform integrity. It might have privacy compromise issues. It might have all. Microsoft. It's easy to come up with a big list of reasons why it's not a good idea. So Oculus Go went through its sales life.
It's no longer on sale, and we've already reached the point where we've stopped accepting new applications to the store for it. Yeah, that's me. I was able to make the pitch again. It's like, okay, we are going to discontinue this product in a finite amount of time. Basically, the policy is that you get 2 years of support from the last time that it was on sale. So there's a clock ticking, and at that point, no more support is guaranteed. It's not a guarantee that you'll shut it off immediately, but there's no more obligation to do so. So given that there's this very finite time coming up, let's talk again about how we're going to have this stuff, these hardware, a lot of them. There's well over 1 million Oculus Go's out there, and at some point, things stop working and they become sort of e-waste. This is a problem that people talk about a lot, and there's a clear thing that you can do with that. You can go ahead and let it be used for more things. And it's been looking back over I made vague references to this a couple times over the year. But there's been a semi-serious effort going on most of last year, and it finally got through everything at the end to get the go-ahead. And surprisingly, the resistance wasn't from where you'd expect. The legal team was supportive of this a lot earlier than I would have expected. They went out and they did a bunch more work than I thought was going to have to be necessary, talking with partners. We even had some partner contracts updated for this. And I wish I could give a shout-out thanks to these, but apparently they didn't want to be explicitly named for this. But some of our partners that had no real need to do this did go out of their way and execute a new contract with us that allowed us to go through and do this. Wäre irgendwie besser gewesen, heute we had einfach more nur people das internally erste on the Live zu product sehen teams und am worrying Freitag das about, Spacewalk. hand-wringing, what could this do? Could somebody be able to go in and nicht, in some way like expose some security issue with our system software, get at it in some way, just issues. But eventually everything got settled down, we got to do it, and I'm real happy that it's out there. One of the scenarios that I've said that I always want to care about is I want somebody 5 years from now to find a dusty old shrink-wrapped box in a closet, take the shrink wrap off, power something up and load the last operating system version onto it rather than whatever first was originally in the factory flash with no over-the-air updates available. But still, this is only step one, where the next step is going to be preserving the content ecosystem. I'm still trying to fight that battle internally to let us do something official and all-encompassing, but it's possible that may still need to fall to third parties, where everyone that's got to go, back up your software off of it, make sure that it lives somewhere. So if we do need to piece together the content repository years from now from 1,000 separate little hard drive images, we at least have the possibility. Wann fangen die dann an mit diesem Spacewalk? But I am hoping that we can do something Noch better später, oder was? Now, obviously, the metaverse is the dominant topic of the day. Noch später and als I was quoted all the way back in the 90s as saying that building the metaverse is a moral imperative. And even back then, most people missed. I was actually making a movie reference, but I was still at least partially serious about that. I really do care about it, and I buy into the vision. But that leaves many people surprised to find out that I have been pretty actively arguing against every single metaverse effort that we have tried to spin up internally in the company from even pre-acquisition times. Das erste war geil, ne? Also die ersten paar But I have pretty good reasons to believe that setting out to build the metaverse is not actually the best way to wind up with the metaverse. Da schaltet man ein als Gamer, will wissen, was abgeht in der Vorherwelt, weißt du? Thinking about that is a line that I've been saying for years now. In general relation to my argument against these efforts is that the metaverse is a honeypot trap for architecture astronauts. And architecture astronaut is a kind of chidingly pejorative term for a class of programmers or designers that want to only look at things from the very highest levels, that don't want to talk about GPU microarchitectures or merging network streams, or dealing with any of the architecture, asset packing, any of the nuts and bolts details. But they just want to talk in high abstract terms about how, well, we'll have generic objects that can contain other objects, that can have references to these and entitlements to that, and we can atomically pass control from one to the other. And I just want to tear my hair out at that, because that's just so not the things that are actually important when you're building something.
Ja, soll ich aufgehen, Freunde? Wollen wir noch morgen, but here we are. Wiedersehen, oder was? Mark Zuckerberg has decided that Bis morgen now is the time to wiedersehen, build the aller metaverse. Frische. So Oder wieder enormous jalla. wheels are turning and resources are flowing and the effort's definitely going to be made. So the big challenge now is to try to take all of this energy and make sure it goes to something positive and we're able to build something that has real near-term user value. Because my worry is that we could spend years and thousands of people possibly and wind up with things that didn't contribute all that much to the ways that people are actually using the devices and hardware today. Ja, ich habe eigentlich das umgeschrieben, Luca. Ich habe das eigentlich anders umgeschrieben. YouTube hat das wahrscheinlich übernommen, ne? Eigentlich habe ich geschrieben, Connect zusammen gucken. Warum hat YouTube das nicht übernommen? YouTube ist wohl auch, I didn't write game engines when I was working at id Software. I wrote games. And some of the technology that was in those games turned out to be reusable enough to be applied to other things, but it was always driven by the product itself. And the technology was what enabled the product and then almost accidentally enabled some other things after it. And it's hard for a lot of people to really accept how rarely future-proofing and planning for broad generalizations of things turns out to really deliver value. It is really dachte ich, die Connect hier ist geil, ist ja schlimmer als Dings, holy shit. Sir, ich bin enttäuscht mit dir. Hört nie wieder auf dich, ehrlich, sag so wie es ist. VIP auch gleich, VIP, alles weg, jalla. Ich einmal enttäuscht bin, direkt selber massakrieren, Yippie! So, okay, schicken wir das einmal noch mal rein und dann, jalla, Digga. Hallo, ich wünsche euch... Horizon Facebook kündigt das Metaversum an, was wir jetzt wissen sollten. Ja, okay, das könnte nochmal interessant sein. Ein wunderbares Jetzt. Mark Zuckerberg hat große Pläne. Heute, am 28. Oktober 2021, findet die große jährliche Connect-Konferenz von Facebook statt. Dort soll es laut der offiziellen Website eine große Ankündigung geben. Die Pläne von Facebook zu einem Metaversum, einer virtuellen Schicht über unserer physischen Realität. Ich will wissen, warum. Ich will den das Grund erinnert wissen, natürlich direkt an Science-Fiction-Szenarien. Weißt du das irgendwie? Kannst du mir die Dings sagen, wo der Grund ist? Ich will mal den Grund wissen, warum die das Meta jetzt nennen. Komplett. Die ganzen Social-Media-Sachen. Weißt du? Such mir mal bitte die Minute und die Sekunde raus. YouTube ist echt lost, ja, Luca. Das ist, ja. Ich hab's umgeschrieben, Luca, weißt du? Die übernimmt das einfach nicht. Kuss geht raus, ja. Vergessen. Ja, schön, dass du da bist, Luca. Vielleicht sieht man sich ja mehr öfters wieder. Kannst auch gerne auf Twitch kommen. Hier sind auch die anderen Leute. Twitch, YouTube ist halt nur so ein bisschen Promotion halt, ne? Für Leute, die auch mit rüberkommen wollen noch so. Aber YouTube ist echt los, ja. Kannst vergessen. Kannst bleiben. Was? Dann das Video hier. Nein, ich will den Grund wissen. Du sagst ja den Grund hier in diesem Video. Weil das will ich gerne wissen, warum die das ändern. Weil das habe ich ja nicht kapiert, weißt du? Das will ich gerne mal wissen. Ja. Alleine dafür gibt es ein Like. Weißt du? Schick mir mal bitte die Minutenanzahl. Ich will den Grund einmal sehen. Oder ist das was mir schickst, der Grund, warum die das machen? Weil ich will jetzt nur noch den Grund wissen, eigentlich, ehrlich gesagt. So, noch. Jalla. Sir. Der Grund gibt es hier, okay. Den Grund gibt es hier. So, genau. It is time for us to adopt Welche a Minute? new company brand to encompass everything that we do. Welche Minute ist das? To reflect who we are. Ja, komm ich mal rüber. Heißt du da wie hier? Ja, genau, Luca. Kuss, danke dir für deine Folge. Schön, dass du dabei bist. Our company is now Kuss. Our mission remains the same. It's still about bringing people together. Our apps and their brands, they're not changing either. And we are still the company that designs technology around people. Hey, and welcome to Connect. Hi, Luca. Today, we're going to talk about the metaverse. Starting with the Kannst auch gerne auch auf den Discord kommen, ne? Da erfährst du auch immer, wenn ich online bin und so. Kannst du da auch wegen Leute, wegen Zocken fragen und so, ne? Lies aber bitte die Regeln durch im Discord, ne? Damit es nicht zu Komplikationen kommt mit dem Discord-Mod. Aber sonst you put on your bist du auch glasses or willkommen auf dem headset Discord, and ne? you're instantly in your home space. It has parts of your physical home recreated virtually. It has things that are only possible virtually. And it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful. Hey, are you coming?
Yeah, just gotta find something to wear. Okay, du musst kurz zuhören, Freunde. Ich guck jetzt aufmerksam zu. Alright, perfect. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hi, Mark. What's up, Mark? Whoa, we're floating in space? Who made this place? It's awesome. Right? It's from a crater I met in LA. This place is amazing. Boz, is that you? Of course it's me. You know I had to be the robot. I was supposed to be the robot. Alles wieder reinziehen, so. Whoa. I knew you were bluffing. Hey, wait. Where is Naomi? Let's call her. Naomi. Hey, should we deal you in? Sorry, I'm running late, but you gotta see what we're checking out. There's an artist going around Soho, hiding AR pieces for people to find. Ich weiß, ja, das habe ich gecheckt. Das ist das Interview, das ist, ja. Send that link over Ich will aber nur, ehrlich gesagt, nur den Grund wissen, warum, weshalb. This is stunning. Warum die das komplett, die ganzen WhatsApp, Instagram und so in eine App fangen. Warum das so ist, I'll weißt du? tip the artist and they'll extend it. Wow. Privacy and safety need to be built into the metaverse from day one. You'll get to decide when you want to be with other people, when you want to block someone from appearing in your space, or when you want to take a break and teleport to a private bubble to be alone. You're going to be able to bring things from the physical world into the metaverse. Almost any type of media that can be represented digitally, photos, videos, art, music, movies, books, games, you name it. And lots of things that are physical today, like screens, will just be able to be holograms in the future. You won't need a physical TV, it'll just be a $1 hologram from some high school kid halfway across the world. And you'll be able to take your items and project them into the physical world as holograms in augmented reality too. One part of this is Horizon. Da guckt man einmal, wenn man so mal reinfolgt hat, eingefolgt hat auf YouTube, und jetzt bin ich auf Twitch und werde in einen Discord-Server eingeladen. Ja. So schnell kann das manchmal alles gehen, ne, Luca, oder? Warst du dann so auch mal auf Twitch unterwegs oder nur auf YouTube? Ah, du warst jetzt Streams vertritt und so. Ja, so schnell kann das mal gehen, weißt du? Zack, 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 zack. Ja, schön, dass du da bist. Ja, morgen machen wir dann wieder, ne, mache ich mal wieder mein Programm. So ein bisschen weitermachen in meine Kraft. Weiterbauen, solange, ne, Zeit vertreiben, bis wenn es wieder ist. So in den letzten Wochen noch. Und dauern, family and friends around the world can join. Over the last year and a half, a lot of us who work in offices have gone remote. And while I miss seeing the people I work with, I think remote work is here to stay for a lot of people. So we're gonna need better tools to work. Die Präsentation war aber echt cool, oder? Ja, na, die ganze Präsentation? Nein, never. Ja. Die ganze, nee. Das Gesamtpaket, nee. Also das von Anfang war ganz interessant, ja. So, also der erste Teil, ne? Aber im Großen und Ganzen? Nee, definitiv nicht. Für viel zu viel Presse, scheiße. Hätten die wirklich anders beschreiben sollen. Dass man weiß, okay, worauf man sich einlässt, weißt du? Das hätten die mal besser umschreiben sollen, weißt du? Und dann immer so ein bisschen Bild auch, also hat. Also ich meine. Was machst du in Minecraft? Also wir machen gerade ein bisschen auf dem Server, also Java, ne? Auf der Java-Version, und ja, wir bauen halt ein bisschen, ne? Jeder baut so ein bisschen hier und da mal, ne? So. Wir haben angefangen mit der Straße halt, ne? Bam, kreuz und quer, ne? Und dann halt einen Ort gemacht, wo dann ein paar Leute, bestimmte Leute, die dann öfter auch am Stream sind, halt ein paar Sachen bauen und so können, ne? Und dann immer so weiter. Ich bin eigentlich nur zuständig die Straßenbauer. So ein bisschen von Ort zu Ort so ein bisschen zu gehen, ne? Die restliche Zeit, die so mir noch bleibt, ne? Und ja, ne? Sonst einfach so kreuz und quer bauen halt, ne? Aber halt immer an der Straße lang, ne? Die Straße ist halt immer so der Wegweiser. Dropping our daily commutes will mean less time stuck in traffic
Ich bin eigentlich nur auf Twitch, wenn Freunde streamen und ja, aber mag Twitch eigentlich. Ah, okay, oh, cool. Cool, cool, cool. Kreativ? Nee, Survival, Luca. Survival. Also wären wir nicht so dumm gewesen. Teil nicht sehen, also beachtet mal nur das, was für dich geplant war, weil das ist ja die zählende, die anderen Kabinen da. Also. Ja, alles gut, alles gut. Aber, ja. Aber wie würdest du den Teil, der wirklich für dich dann bestimmt war, bewerten? Der war 7 von 10, ne? Hatte ich ja vorher gesagt. 7 von 10, ne? 7 von 10. Ja, würde ich sagen. 7 von 10 definitiv. Aber ja, du meinst ja auch zu mir, aber es ist nicht schlimm passiert. Von 19 bis 23 Uhr wäre geil. Also, ja, da hast du wahrscheinlich aber auch alles anders verstanden. Ist auch nicht schlimm. So, sagt er jetzt mal den Grund noch, oder wie sieht es aus hier? Hört sich geil an? Ja. Ja, so ein bisschen auf Server, ne? So kreuz und quer bauen, ja, für die Leute, ne, die so ein bisschen öfters da sind, ne? Du bist ja neu, Luca, ne? Mal gucken. Aber wie gesagt, ich werde auch nicht Minecraft mehr zocken, sobald werde ich wieder ist. Also, dann stelle ich darauf schon mal ein, dass du sehr viel Battlefield sehen wirst. Aber ja. Ich belohne immer die Leute auch, die auch, ne, auch am Start sind und so, Luca, ne? So meine Regel. Aber hast du wahrscheinlich auch bei anderen mal gehört. Auch. So ein bisschen da, ne? Und dann könnt ihr auch mal, könnt ihr auch ab und zu mal mitzocken. Wenn es passt, ne? Project Kindia. Oh, und sagt den Grund, ich raste gleich auf. Mann, Sir, du hättest mir die Minute sagen können, Mann, ey. Da weißt du es selber nicht, ne? Wahrscheinlich. Alright, so let's talk about some of the new advances here. Yeah, sure. There's a ton of new tech going into Cambria. For example, ich schicke dir ein Video von den Nachrichten. Schickst mir ein Video von den Nachrichten. Wie meinst du? Achso, von den News oder was? Bist du noch bis 3 Uhr wach bei einem, oder wie? Ich will nochmal zum Anfang. Da sagt er das, zum Anfang. Wann, wo Anfang? Ah, hier, oder was? Sicher? Ja, muss gucken. Ich glaube, ich folge dir ja schon eigentlich vor lange, aber habe irgendwie nie was von dir gesehen. Ernsthaft, Luca? Ich kann da einen Luca, ja. Ich glaube, 2 Luca sogar. Hast du, warte mal, hast du den Kanal, warte mal ganz kurz. Hast du den AkStylezTV-Kanal abonniert? Also, du bist gar nicht neu, ne? Oder wie? Oder was? Weil ich kannte einen Luca. Also 2 Lukas damals. Ein Luca war auch immer da, ja. Bist du das, Luca, oder wie? Das war gar nicht neu, ne? Hä? Warte ganz kurz. Ich glaube, ich werde mal öfter gucken, aber ab morgen will leider nichts mit reingucken. Sorry, Bro. Alles gut, Wie. Dann, wenn du Zeit hast, ne? Dann, wenn du Zeit hast. Ja, wenn ihr neuen Namen. Okay. Eigentlich heilig Lukas. Ja. Ah, ja, gut. Lukas heißt diese Dings, ne? Sage ich jetzt, ne? Wegen Abkürzung. Aber Lukas, ne? Okay. Kann gut sein. Ja, wenn du den Dings. Dann bist du ja nicht neu, ne? Aber ich kann den Lukas. Also Luca und Lukas kannte ich. Also 2, ne? Aber wenn du den aber schon abonniert hattest und so, hier und da, dann warst du ja auch neu, ne? Warst du noch gar nicht mehr neu. Dann bist du ja schon. Ich glaube, da bist du der Lukas halt, ne? Oder einer von den Lukas, der lange aber nicht da war. Irgendwie so. Aber schön, dass du da bist. Digga, er sagt das doch gar nicht, Mann. Okay, das Ding ändert sich, ne? Ja. Ich check's nicht. Also, keine Ahnung, ich check nicht, wo der Grund ist jetzt. Keine Ahnung, ach, das kotzt mich gerade an. Mark Zuckerberg, ja, Digga, so sieht's auch aus, ey. Ich check gerade nicht, wo der Grund ist jetzt. Also wirklich, keine Ahnung. Egal, Freunde. So, ich schlümpfe. Ihr Schlümpfe und Schlumpfines. So. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht, Freunde. Ja,
war ein interessanter Stream. Ich werde wahrscheinlich aber nie wieder dieses VR gucken, weil das war, Digga, da werde ich ja eh die E3 gucken. Weil die E3 war eigentlich sonst eigentlich nie so, wie sie dieses Jahr war. Aber es gibt ja immer ein erstes Mal. Ja. Aber sonst im Großen und Ganzen war trotzdem, ne? Bisschen schnacki mit euch, ne? Auch entspannt auf Videos geguckt und so, ne? Kann man natürlich auch mal öfters machen, je nachdem, wenn es passt, ne? Ja, dann wünsche ich euch sonst noch einen erholsamen Abend. Und dann hören wir uns am Morgen, oder? Habt ihr Bock, ja? Irgendwas hast du bitte 5 Stunden gemacht im Stream? Was habe ich verpasst? Ja, hier diesen VR-Dings da, Lukas. Also, diesen VR-Präsentation-Ding da. Also, der erste Teil war gut, Lukas, weißt du? Aber das war jetzt alles nur Presse, bla bla. Ne? Ist nicht schlimm, passiert. Aber ja, weiter geht's, ne? Ne? Wünsche ich euch eine gute Nacht, Freunde. Macht nicht mehr so lange und ab ins Bett. So. Ne? Macht nicht mehr so lange. Und dann haben wir uns morgen ab 18 Uhr wieder. Alright. Gute Nacht, gucken wir noch so schnell. Es geht wieder rein. Ja, Luca, würde mich freuen. Und ja, wenn du auf den Discord kommen möchtest, ne? Bist du herzlich willkommen. Weil ich sehe das ja, ne? So bei bumm, zack. Also ich meine. Dann sehe ich das, dann kriegst du eine Rolle und dann siehst du auch alles im Discord, ne? Sehr schön. Kurz, Freunde. Danke fürs Dasein. Und dann hören wir uns morgen wieder. In alter Frische. Tschüssi.